So we have some time this weekend to look at these root words or verses on the Six Bardos. An diesem Wochenende haben wir etwas Zeit, um gemeinsam diese 6 Wurzelverse der Bardos anzuschauen. This comes from the treasure collection of Karma Lingpa. Es kommt aus einer Schatzsammlung von Karma Lingpa. And it's a text which is very important in the tantric tradition. Und das ist ein in der tantrischen Tradition sehr wichtiger Text. Because it comes from his work on the peaceful and wrathful deities. Denn dieser Text kommt aus seiner Arbeit zu den friedlichen und zornigen Gottheiten. So we're very familiar with the fact that we like some things and we don't like other things. Die Tatsache, dass wir manche Dinge mögen und andere Dinge nicht mögen, ist uns natürlich sehr vertraut. Because of that, we see some appearances, maybe like a tiger in the jungle as being dangerous and maybe bad, and other things like a little lamb in springtime as very lovely. Auf der Grundlage davon sehen wir manches, wie zum Beispiel einen Tiger im Dschungel, als sehr gefährlich und damit vielleicht auch schlecht an, und ein kleines Lämmchen auf eine Frühlingswiese sehen wir als sehr lieblich. So as many of us have looked many times, in the manner of a magical illusion, the pathways of awakening or unawakening open up before us. Wie wir das viele von uns bereits oft angeschaut haben, öffnen sich auf die Art und Weise eine magische Illusion, die 2 Pfade des Erwachens oder eben Nicht-Erwachens vor uns. Or rather, they don't open for us. It is because they open that we become as we are. Oder besser gesagt, sie öffnen sich nicht für uns, sondern weil sie eben schon offen sind, werden wir zu dem, was wir sind. When we are unaware of the open ground, the open source which we manifest from and as, wenn wir dem offenen Grund, der offenen Quelle, aus der wir uns heraus manifestieren und als die wir uns manifestieren, nicht gewahr sind, this thickens into the experience of subject and object. dann verdichtet sich diese Unbewusstheit zu der Erfahrung von Subjekt und Objekt. We can look around the world and see many things. Wir können in der Welt umherschauen und viele Dinge sehen. In that situation, we are the subject and everything else is our object. Und in einer solchen Situation sind wir das Subjekt und alles andere sind die Objekte. We can also experience some sensation in our body and take it as an object and worry about it. Wir können auch irgendwelche Empfindungen in unserem Körper erfahren und sie dann als ein Objekt wahrnehmen und darüber Sorgen machen. As soon as we are the subject, the qualities of the world tend to be groupable into these 2 categories of pleasing and not pleasing. Sobald wir uns als ein Subjekt wahrnehmen, sind die Dinge, diese Welt, die wir da draußen wahrzunehmen glauben, gruppierbar in diese 2 Kategorien von angenehm oder unangenehm. The pleasing is attractive. We are drawn towards it. Und das Angenehme ist attraktiv, wir werden davon angezogen. And the unattractive seems to push us away and we feel this dislike or aversion towards it. Und das Nicht-Attraktive, das Abstoßende scheint uns tatsächlich wegzudrängen, abzustoßen, und wir empfinden ein Nichtmögen dem gegenüber. So generally
when we see more clearly, everything which is pleasing is like a form of the peaceful deities. Allgemein gesprochen, alles, was wir als angenehm, wenn wir es klarer sehen können, erscheint in der Form von den friedlichen Gottheiten. And that which is not so attractive becomes like the wrathful deities. Und alles das, was nicht so attraktiv ist, wird zu den zornigen Gottheiten. The wrathful deities look dangerous, as if they might destroy us or punish us. Und diese zornigen Gottheiten schauen gefährlich aus, so als könnten sie uns zerstören oder bestrafen. So there we see this general principle of desire and aversion or anger or even hatred. We are drawn towards something and we push other things away. Und hier können wir dieses allgemeine Prinzip von Begehren und Abneigung oder vielleicht sogar Ärger oder Hass, wenn in der gesteigerten Form, sodass wir gegenüber manchen Dingen angezogen, von anderen Dingen abgestoßen sind. And in the great mandala of the 100 peaceful and wrathful deities, the ground of all the deities is clear. They are forms of emptiness. Und in diesem großen Mandala der 100 friedlichen und zornigen Gottheiten ist der Grund all dieser Gottheiten klar. Sie sind alle Erscheinungsformen der Leerheit. So this is the tantric transformational way of seeing that the objects which can appear beautiful and attractive or ugly or dangerous, these are not self-existing entities outside of us, but these are the movements of the energy of our own mind. Und das ist eine tantrische Art und Weise der transformativen Sichtweise, dass alle Objekte, die wir außerhalb von uns wahrnehmen können, die attraktiv oder abstoßend erscheinen, nicht aus sich selbst heraus als solche da sind, sondern alles Formen der Bewegung unseres eigenen Geistes. In a sense, you could say this is the equalness of Eros and Thanatos. Das in einer gewissen Weise könnte man das so ausdrücken, dass es der Ausdruck von Gleichheit von Eros und Thanatos ist. Eros is the force of desire which takes us towards objects, that makes us want to merge with them and be close to them. Eros ist hier die Kraft der Begierde, die uns zu den Objekten hinzieht, die uns wünschen lässt, ihnen nahe zu sein und mit ihnen zu verschmelzen. And Thanatos is the sense of death, of the annihilation of the object or of the subject. Und Thanatos ist hier das Empfinden des Todes, der Auslöschung sowohl von Subjekt als auch von dem Objekt. The fact of death, the fact of the ending of our life can bring us into a crisis where we feel kill or be killed. Und die Tatsache des Todes, die Tatsache des nahenden Endes unseres eigenen Lebens kann uns in eine Furcht bringen, zu töten oder getötet zu werden. So this is the quality around the wrathful deities. Das ist die Qualität, die zornigen Gottheiten umgibt. They look very dangerous. Sie sehen sehr gefährlich aus. They're saying, listen, kill or be killed. What do you think? You're the one that's going to die.
I'm a big Heruka and you are a silly sentient being. Sie sagen, hör mal zu, getötet oder töten oder getötet werden, sei nicht narrisch. Du wirst derjenige sein, der sterben wird, denn ich bin der große Heruka und du bist lediglich ein kleines, fühlendes Wesen. Now, in a sense, of course, this is what we explore in our sitting practice. In einer gewissen Weise ist es das, was wir erforschen, wenn wir sitzen. If I'm sitting as an ego-centered subject, Wenn ich als ein egozentriertes Subjekt sitze, I find myself again and again pulled into reactivity by the phenomena which arise. finde ich, dass ich immer wieder und wieder in Reaktivität hineingezogen werde durch die Erscheinungen, die da entstehen. Some appear to be outside, some appear to be inside my body. Manche davon erscheinen außerhalb zu sein, manche erscheinen innerhalb meines Körpers zu sein. Something is happening for me. Irgendetwas geschieht für mich. And when we are settled in this position, it's very difficult to avoid reactivity. Und wenn wir uns in dieser Position niederlassen, ist es sehr schwer, Reaktivität zu vermeiden. We don't even have time to think about it. We're just into a reaction. Wir haben nicht einmal die Zeit, wirklich darüber nachzudenken, sondern wir sind einfach mittendrin in der Reaktion. Because we are so used to identifying true existence in what is emerging that our response to it seems necessary and true. Und wir sind so daran gewöhnt, das, was erscheint, sofort als eine wahre Existenz zu identifizieren, dass das, was in uns dann als Antwort darauf kommt, notwendigerweise als zwingend und wahr erscheint. So our basic practice instruction is just to sit. Das heißt, die grundlegende Praxisanweisung ist hier einfach zu sitzen. Don't go after what has occurred. Das, was erschienen ist, bereits nicht zu verfolgen. Don't wait expectantly for the next thing to arise. Und auch nicht erwartungsvoll auf das nächste, was erscheinen wird, zu warten. Just sit without moving. Sitze und bewege dich nicht. If you just sit, then everything which arises passes. Wenn du bloß sitzt, dann wird alles, was entsteht, auch vergehen. So from the Dzogchen way, we sit as space. Vom Standpunkt des Dzogchen sitzen wir als Raum. And everything arises and moves through space. Und alles, was entsteht und bewegt sich durch diesen Raum. And if we sit in a more tantric way, then we sit maybe as Chemcho Heruka. Und wenn wir in einer mehr tantrischen Art und Weise sitzen, dann sitzen wir vielleicht als Chencho Keruka. He is the most dominant of all the fierce, wrathful forms. Ist die dominanteste aller zornigen, gewalttätigen Götter. Nothing moves him. Ihn bewegt nichts. Nothing can impact on him. Es kann ihn nichts beeinträchtigen. Because he is at the site of his own experience. Denn er befindet sich am Sitz seiner eigenen Erfahrung. So this is a more manifest or symbolic or illusory form of the unmoving presence. Und es ist eine mehr manifeste, symbolische und illusorische Form einer dauerhaften Präsenz. So whether we go in the tantric way or the Dzogchen way, the key point always is to find ourselves settled in the unmoving. Ob wir nun also in der Dzogchen-Form oder mehr in der tantrischen Form praktizieren, der Schlüsselpunkt hier ist, immer sich in einer unbewegten Position zu finden. And then the moving will move.
Und dann wird die Bewegung sich eben bewegen. So what Karma Lingpa did was he gave the first clear description of this vast mandala of deities and showed how all the factors of our experience have a pure form, which is that of the deities of the mandala. Was also Karma Lingpa hier tat, ist erst einmal eine Beschreibung dieses Mandalas der Gottheiten, alle Gottheiten zu geben und dann zu zeigen, dass jedwede Erfahrung, die wir machen, in ihrer reinen Form eben die Gottheiten dieses Mandalas sind. So in this particular short text, he provides a condensed overview of the movement of experience. In diesem besonders kurzen Text stellt er eine sehr kondensierte Form der Beschreibung der Bewegung von Erfahrung bereit. He's saying that every situation is workable if you can see what it is. Er sagt, jede Situation ist bearbeitbar, wenn du erkennen kannst, was sie ist. But it's vital to find out what is the true nature of what is occurring for you. Aber es ist vital wichtig, herauszufinden, was die wahre Natur dessen ist, was für dich erscheint. So he begins by saying, salutation to the peaceful and wrathful Buddhas or Jinas. Beginnen tut er mit der Ehrerbietung den friedlichen und zornigen Jinas. This term Jina indicates victorious. Dieser Begriff Jina verweist auf das Element des Sieges. And it bridges these two aspects of the story of Siddhartha, who becomes Buddha Shakyamuni. Und das zieht eine Brücke zwischen zwei Aspekten der Geschichte von Siddhartha, der dann zu Buddha Shakyamuni wurde. So when Prince Siddhartha was still inside his mother's body, the astrologer gave a prediction that either he would be a great world ruling emperor or he would become a sage, a holy man. Und als er sich noch im Schoß seiner Mutter befand, sprach der Astrologe eine Prophezeiung aus, indem er sagte, das Kind würde entweder zu einem großen Kaiser, zu einem großen Herrscher im Weltlichen werden, oder er würde ein Weiser, ein Heiliger werden. So Siddhartha's father tried to keep him away from the religious life. He wanted a victorious, kingly son. Siddharthas Vater versuchte ihn vom religiösen Leben abzuschirmen, denn er wünschte sich einen siegreichen, weltlichen Herrschersohn. But eventually Siddhartha leaves his grand house or palace in order to find the deeper meaning of life. Schlussendlich aber verlässt Siddhartha doch sein Haus oder den Palast, diese großartige Behausung, um die Bedeutung des Lebens zu erforschen. So instead of becoming a king who dominates his enemies, these outer people who are attacking the country, also statt ein König zu werden, der die anderen, die Leute, die sein Land angreifen, dominiert, he becomes the victorious one by defeating the army of Mara, the demons who provoke and tempt him right up to the moment of his awakening.
wird er zu einem Sieg reichen durch die Überwindung der Armee der Maras, der Dämonen, die ihn provozieren und verführen, bis hin zu dem Augenblick seiner Erleuchtung. Now, although the view that we try to live with is that of non-duality, Gleich die Sichtweise, der gemäß wir versuchen zu leben, die Sichtweise der Nicht-Dualität ist, as long as we are under the power of duality, we are likely to be pulled into games of winning and losing. solange wir uns jedoch unter der Macht der Dualität befinden, dann werden wir sehr wahrscheinlich hineingezogen in all die Spiele von Gewinnen und Verlieren. And in a sense, as it says in the Dzogchen text, we are like a snake in a bamboo tube. Und in einer gewissen Weise, wie es denn in Dzogchen-Texten auch heißt, sind wir wie eine in einem Bambusrohr gefangene Schlange. The snake can either go up or down. Die Schlange kann nur aufsteigen oder absteigen. So when you sit in the practice, either you open to what is already open, or you remain caught up in all your thoughts, feelings, memories, and so on. Wenn du also in der Praxis sitzt, dann bist du entweder offen dem gegenüber, was bereits offen ist, oder du bist befangen oder gefangen in all den Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen und so weiter, was halt so vor sich geht. And although on a kind of on the level of the pure view, whether we are in samsara or nirvana, there is no difference. Und obgleich von der Ebene der reinen Sichtweise her es keinen Unterschied gibt, ob wir uns jetzt in Samsara oder in Nirvana befinden. For us, in our identification as being a specific limited person, Für uns in unserer Identifizierung als eine begrenzte, spezifische Person zu sein, it makes a really big difference. macht das wirklich einen großen Unterschied. That is to say, either we have the power of stability, or we are at the mercy of the forces that swirl around us and within us. Dann in Worten, entweder wir haben tatsächlich die Macht, die sich aus der Stabilität ergibt, oder wir sind auf der Gnade der Kräfte, die um uns herum schwirren und wirbeln, ausgesetzt. So again, in a symbolic form, we see Padmasambhava is sitting in his lotus, which is like a throne of emptiness. In der symbolischen Form haben wir hier Padmasambhava, der auf seinem Thron in einem Lotus, der eine Form von Leerheit ist, sitzt. And he doesn't move. Und er bewegt sich nicht. All around him, there are many dakinis and dakas and messengers, ging, all kind of spiritual energies are moving to perform whatever needs to be performed. Um ihn herum gibt es alle Arten von Dakinis und Dakas und spirituellen Boten, die umherschwirren und in Bewegung sind, um all die Aufgaben zu erfüllen, die zu erfüllen sind. So this is a symbolic way of representing that the mind itself, Rigpa, your own awareness, doesn't move, but its energy is always moving. Das ist eine symbolische Repräsentation dessen, dass unser Geist in seiner reinen Form als Rigpa sich niemals bewegt, jedoch seine Energien permanent in Bewegung sind. It's not an either-or choice that you have to choose between stillness or movement. Hier geht es also nicht um ein Entweder-Oder, um eine Wahl zwischen entweder Stille oder Bewegung. There is no contradiction between stillness and movement. Zwischen Stille und Bewegung gibt es keinen Widerspruch. Because the movement of the mind is also unborn or not established as a separate entity. Die Bewegung des Geistes ist ungeboren oder nicht etabliert, nicht begründet als eine getrennte Entität.
Oh, this is the sense of jina. This is the victorious position of being settled in the unmoving while not impeding the free movement of all that moves. Das ist eben die Bedeutung von Jina, von dem Niedergelassensein in dem Sinn dafür, frei von Bewegung zu sein, während man gleichzeitig alles, was sich zu bewegen hat, nicht behindert. This is what we need to awaken to as our own direct experience. Und das ist das, was wir als wozu wir als unsere eigenen Erfahrung erwachen müssen. But if we hang on to this sense of our own individual existence, wenn wir aber an unserem Empfinden einer eigenen individuellen Existenz hängen, I am here ich bin hier and I act. und ich handle. I am the agent, the doer of the deed. Ich bin das Agens, der Tuende der Tat. This positioning binds us into karmic accumulation. Dann bindet uns diese Positionierung in das karmische Aufhäufen. The basis of karma is I exist and I act. Die Grundlage von Karma ist, ich existiere und ich handle. Then, due to our intention, our activity is mobilized onto a particular focus. Und aufgrund unserer Intention oder Absicht wird unsere Aktivität auf einen bestimmten Fokus aktiviert. And our engagement with the field of objects around us reinforces our sense of being separate from the object field and acting onto the object field. Und eine Wechselwirkung mit diesen Objekten, die wir um uns herum sehen, verstärkt das Empfinden der Trennung zwischen dem Subjekt, das das Feld erfährt, und den darin befindlichen Objekten. Of course, we also experience being the object when other people do things to us, as it were. Natürlich machen wir auch die Erfahrung, ein Objekt zu sein, wenn andere Leute uns etwas antun, sozusagen. As soon as there is something which is existing, other things will stand in relation to it in some way and impact it. Solange es da etwas gibt, was als separat existent betrachtet wird, wenn andere Dinge sozusagen in einer Beziehung dazu stehen und es beeinflussen in einer gewissen Weise. So these jinas or Buddhas or enlightened ones of the peaceful and wrathful mandala are worthy of our respect, and so we bow to them. So sind also diese Buddhas oder Jinas, dieses friedlichen und zornigen Mandalas, wert, respektiert zu werden, und so verbeugen wir uns vor ihnen. And then he says, so now there follows a summary of the Six Bardos. Und dann sagt er, jetzt kommt eine Zusammenfassung der Six Bardos. So it begins Kema, which means alas, sad. Oh, this is where I am. Das beginnt mit dem Ausruf Kema, was so viel wie oh weh oder wie traurig es ist, das ist, wo ich bin. Now that this bardo of having been born is arising for me, Da nun jetzt dieses Bardo geboren zu sein für mich ersteht, that is to say, I find myself as someone who seems to exist. mit anderen Worten, ich finde mich als jemand wieder, der scheinbar existiert. This is my life. Und das ist mein Leben. I have been born, Oder geboren. and so I'm going to die. So werde ich also auch sterben. We're placed somewhere along this
polarity between birth and death. Und unser Ort befindet sich irgendwo zwischen dieser Polarität von Geburt und Tod. We don't know when we're going to die. Wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Our situation is unstable. Unsere Situation ist instabil. People die due to diseases, due to criminal activity, war activity, accidents, and so on. Leute sterben an Krankheiten, sie sterben an krimineller Aktivität, sie sterben aufgrund von Kriegsaktivität, sie sterben in Unfällen und so weiter. So, Bardo means between. Bardo bedeutet sowas wie zwischen. Our life is what we have between birth and death, or you could say between conception and death. Unser Leben, also das, was wir jetzt haben, ist das, was sich zwischen Geburt und Tod, oder man könnte sagen zwischen Empfängnis und Tod befindet. Life is not something we have. Das Leben ist nicht etwas, was wir haben. If we're careful, we can avoid quite a number of accidents, like being attentive when you cross a busy road. Wenn wir sorgfältig sind, können wir eine Menge Unfälle vermeiden, zum Beispiel wenn wir eine Straße überqueren. But even so, we cannot control all the many factors which put our life in which put the continuity of our life in danger. Aber auch damit können wir nicht wirklich alle Faktoren vermeiden, die die Kontinuität unseres Lebens in Gefahr bringen. And if we think of the Bardo as in between, Wenn wir also von diesem Bardo als etwas dazwischen denken, it's kind of open, dann ist es etwas Offenes, because birth is gone, death hasn't come yet. denn die Geburt ist bereits vergangen und der Tod ist noch nicht gekommen. There's a kind of shapelessness in this intermediate period. Da gibt es eine Art Formlosigkeit in dieser Zwischenperiode. How shall we live? Wie sollen wir leben? What clothes will I wear? What food will I eat? How will I spend my time today? Welche Kleider soll ich tragen? Welches Essen zu mir nehmen? Wie soll ich meine Zeit heute verbringen? Very often the structure of our life brings some sense of necessity. Sehr oft bringt die Struktur unseres Lebens eine Empfindung von Notwendigkeit. I have to go to work because I have to earn money, because I have to support other people. Ich muss zur Arbeit gehen, denn ich muss Geld verdienen. Ich muss ja andere Leute unterstützen. But actually, it's not predetermined how we shall live. Aber in der Tat ist es nicht wirklich vorherbestimmt, wie wir leben sollen. People lose their jobs, industrialization, heavy engineering fades away and people have to find new jobs, or maybe they don't find anything. Leute verlieren ihre Jobs, Industrialisierung oder diese schwere Maschinerie verändert sich und Leute verlieren ihren Job. Vielleicht finden sie einen neuen, vielleicht finden sie auch keinen neuen. So this was something we consider a lot in the Dharma, the nature of impermanence. Das ist etwas, was wir im Dharma oft einer Betrachtung unterziehen, die Natur der Unbeständigkeit. And we could say there is the fact of impermanence. Man könnte sagen, da ist die Tatsache der Unbeständigkeit. But at the same time, we have what we could call the fantasy of our ego identity that says, I'm alive, I'm me, it's my life, I'll do what I want. Und zugleich haben wir neben dieser Fantasie neben dieser Unbeständigkeit, der Tatsache der Unbeständigkeit, auch unsere Fantasie von unserem Ego, das sagen kann, ich bin da, ich existiere, ich lebe und ich
kann tun, was ich will. And this egoic attitude brings us often into conflict with circumstances. Und diese egoistische Einstellung bringt uns oft in einen Konflikt mit den Umständen. There was a court case in England very recently. Da gab es ein Gerichtsverfahren in England unlängst Of a man who had been a soldier von einem Mann, der ein Soldat gewesen ist. and he got into a conflict with his neighbors about where they parked their cars. Und er verwickelte sich in einen Konflikt mit seinen Nachbarn über die Frage, wo sie ihre Autos parken. And this had been going on for some time. Und das ging so für eine Weile. But one day he took up a ceremonial knife that he'd been given when he retired from the army. Wo eines Tages ergriff er seinen zeremoniellen Dolch, den er bekommen hat, als er die Armee verließ. And he went next door and killed the man and the woman while the children were upstairs sleeping. Er ging an die Nachbartür und tötete den Mann und die Frau, während die Kinder oben schliefen. This is a very tragic story. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Because when we feel that we should have our life the way we want it, then the freedom of other people to not align themselves with our desire seems like a hellish provocation. Denn wenn wir das Gefühl haben, dass wir das Recht haben, unser Leben so zu führen, wie wir das wollen, dann scheint die Freiheit, die andere Leute haben, sich nicht an unseren Wünschen auszurichten, wie eine höllische Provokation. So when we think about this bardo or this indeterminate period that we are inhabiting at the moment, Wenn wir also über dieses Bardo, diese unbestimmte Periode nachdenken, die wir im Moment sozusagen bewohnen, we see how vulnerable we are. dann erkennen wir, wie verletzbar wir sind. Not only do we have the kind of veils of obscuration described in detail in the Buddhist text, Nicht nur haben wir die ganzen Schleier der Verdunklung, die im Detail in den buddhistischen Texten dargestellt werden, but we also have this additional pressure of the cult of individuality and consumerist capitalism that we live within. sondern hinzu kommt noch der Druck dieses Kultes der Individualität und des Konsumkapitalismus, in dem wir leben. There is a great encouragement always to start with yourself. Wir leben in einer großen Ermutigung, immer mit uns selbst zu beginnen. I exist. I am me. Now, what can I get from the world? Ich existiere, ich bin ich. Was kann ich von der Welt kriegen? This structure makes us very easily hurt. Diese Struktur führt dazu, dass wir sehr leicht verletzt werden können. Many frustrations arise. Und viele Frustrationen kommen auf. We can feel that people have betrayed us or behaved badly towards us. Wir können das Gefühl haben, dass Leute uns betrogen haben und sich uns gegenüber schlecht verhalten haben. That we have not been able to fulfill our potential due to the limiting behavior of other people. Dass wir nicht in der Lage waren, unser Potenzial zu erfüllen aufgrund der Begrenzungen, die uns durch andere auferlegt wurden. And this self-referential interpretation of the nature and value of experience blinds us to the actual ungraspable
emptiness of all that occurs. Und diese selbstbezügliche Interpretation von Wert und Erfahrung macht uns blind gegenüber der tatsächlichen Leerheit von allem, was erscheint. So, as he said, now we're in the middle of this bardo of life. Und wie es hier heißt in dem Text, sind wir mittendrin in diesem Bade des Lebens. He says, I must abandon all laziness during my span, which is too short for leisure. Da heißt es, ich muss jede Faulheit aufgeben, während meine Lebensspanne, die zu kurz für müßiggang ist. Very often we can experience that work is a burden. Sehr oft können wir die Erfahrung machen, dass die Arbeit zum Beispiel eine Last ist. I have to do things I don't particularly want to do. Ich muss Dinge tun, die ich nicht unbedingt sehr gerne tun möchte. But I need to do them. Aber ich muss sie eben tun. And then we feel, oh, I'm just living for the weekend. Und dann entwickeln wir vielleicht das Gefühl, ich lebe einfach fürs Wochenende. That is to say, work is too tight, and then the weekend is a kind of relaxation from that, but often involving some kind of busy activity where I get my life back again. Das heißt, das Leben ist in der Woche sehr angespannt und im Gegensatz dazu ist dann das Wochenende eine Phase der Entspannung, in der ich dann aber doch in sehr geschäftige Aktivität verwickelt bin, mein Leben sozusagen zurückzufordern. So what he's pointing to here is we need to be present in a mindful way with whatever is going on. Und was hier in einer freundlichen Art und Weise sagt, ist, dass wir eine Präsenz brauchen in allem, was vor sich geht in unserem Leben. Work is not a punishment. Dass Arbeit keine Bestrafung ist. Getting children to school on time is not a punishment. Kinder rechtzeitig in die Schule zu bringen, ist keine Bestrafung. These are opportunities to be present. Das alles sind Gelegenheiten, um präsent zu sein. If you have to do a tax return, Wenn du zum Beispiel eine Steuerrückzahlung oder Steuererklärung zu machen hast, that's an activity which for most people is not very interesting. das ist eine Aktivität, die für die meisten Leute nicht sehr interessant ist. Now, if we are practicing, we can think, oh, why do I feel aversion to this activity? Wenn wir aber praktizieren, dann können wir darüber nachdenken, warum empfinde ich denn überhaupt so eine Abneigung gegen diese Aktivität? In our kinds of societies, we have to pay some tax. In der Art und Weise, wie unsere Gesellschaften gestrickt sind, müssen wir eben etwas Steuer zahlen. So we have to fill in forms or go to an accountant. Also müssen wir entweder Formulare ausfüllen oder zu einem Steuerberater gehen. It's part of life. Und das ist ein Teil des Lebens. But I don't like it. Aber ich mag es nicht. So it's horrible. Furchtbar. I don't want to do it. Ich will es nicht machen. But I have to do it. Aber ich muss es machen. I hate it. Ich hasse es. In this way, you can see how a simple task is energized by our projections to become something which is attacking us. In dieser Weise kannst du sehen, wie eine ganz einfache Aufgabe sozusagen aufgekocht, energetisiert wird durch unsere eigenen Projektionen und dadurch zu einem Angriff auf uns wird. Everything in our life is part of our life. Alles in unserem Leben ist ein Aspekt oder ein Teil unseres Lebens. Going to the doctor, getting a diagnosis, finding you need an operation. Zu einem Arzt zu gehen, eine Diagnose zu bekommen, die Mitteilung zu bekommen, dass wir eine Operation brauchen. How shall I position myself?
Wie soll ich mich da positionieren? I don't want to have the operation, Ich will keine Operation haben, but I try to follow the middle way aber ich versuche, einen mittleren Weg zu gehen between desire and attachment and involvement, and on the other side, disinterest and aversion. zwischen Begehren, zwischen Anhaftung und Involviertsein einerseits und andererseits zwischen Desinteresse und Abneigung. It's just something, Es a ist, set of experiences. es ist einfach irgendetwas, eine Menge, eine Gruppe von Erfahrungen. It's like this, So ist es. and then something else happens. Und dann passiert irgendetwas anderes. You go into the operating theater Du gehst in den Operationssaal and you come out either on a little trolley taking you back to your bed or down into the basement where the dead bodies are. und dann kommst du raus, entweder auf einem Bett, das dich dann in dein Zimmer wiederbringt, oder auf dem Weg in den Keller, wo man die Leichen aufbewahrt. So for us, it's like, how can I be open to the many flavors of my life? Für uns stellt sich dann die Frage, wie kann ich den vielen Geschmäckern unseres Lebens gegenüber offen sein? So this brings us back always to our central point. There is the simplicity of how it is, Das bringt uns immer zurück zu diesem zentralen Punkt, dass da einerseits die Einfachheit dessen ist, wie es ist, and then there is the complexity of what it is for me, what it means for me, and what I feel about it, and how I feel happy or sad. und dann ist auf der anderen Seite die Komplexität dessen, was es für mich ist, welche Gefühle ich dazu habe, wie ich mich wiederfinde darin, das, was ich zu erfahren scheine, gut oder angenehm oder traurig zu finden. The moments of life arise and pass. Die Augenblicke des Lebens erstehen und vergehen. That's how our life is. Und das ist die Art und Weise, wie unser Leben ist. That's what the bardo of this presence that we have at the moment is. It's ever changing. Das ist die Art und Weise, wie dieses Bardo unsere Präsenz in diesem Leben ist. Es ist stets veränderlich. The flow of experience doesn't stop. Der Fluss der Erfahrung hält nicht an. So when we become lazy and we say, I can't be bothered, or I don't care, it doesn't matter, Wenn wir also faul werden und sagen, das kann mir doch wurscht sein, ich kann mich darum nicht kümmern, es spielt auch keine Rolle, we are essentially abandoning ourselves. dann sind wir diejenigen, die im Wesentlichen uns selbst aufgeben. What we are saying is, I can't find, or I don't know how to find, or I don't want to find the way to be open and present with this situation. Das, was wir damit eigentlich ausdrücken, ist, dass wir sagen, ich kann nicht oder ich weiß nicht wie oder ich will nicht einen Weg finden, wie ich der gegenwärtigen Situation gegenüber offen sein kann. I don't want my life to be like this. Ich will nicht, dass mein Leben so ist. But often our life is just as it is. Aber oft ist unser Leben eben so, wie es eben ist. And our hurt feelings about it don't change anything. Und unsere Gefühle der Verletzung darüber verändern da gar nichts. So without artificially getting rid of your hurt feeling, your feeling of oppression, Also ohne, dass wir versuchen, auf künstliche Weise unsere Gefühle der Verletztheit, der verletzenden Bedrückung loszuwerden, we just stay present with that feeling. bleiben wir einfach mit diesem Gefühl gegenwärtig. I am unhappy. Ich bin unglücklich.
unhappiness is a perverse currency in the world. Unglück oder unglücklich sein ist eine perverse Währung der Welt. I'm unhappy. Ich bin unglücklich. Oh, sweetie, what's the matter? Ach, mein Süßer, was ist denn los mit dir? And then some big narrative story arises of cause and effect. Und dann kommt irgendeine große Erzählung von Ursache und Wirkung. How much better if our mother could have said, oh yeah, unhappiness happens. Und wie viel besser wäre es, wenn die Mutter sagen könnte, oh ja, unglücklich sein, das passiert auch. It's here for a while, then gone. Das ist für eine Weile hier und dann ist es wieder weg. Don't think about what you imagine caused it. Denke nicht darüber nach, was du dir vorstellst, was die Ursache war. Just attend to what happens to your quality of experience with this sadness. Beachte einfach das, was mit der Qualität deiner Erfahrung eben mit dieser Traurigkeit passiert. Does your breathing change? Does your muscular tension change? Verändert sich unsere Atmung, verändert sich unsere Muskeltonus. Do you notice that you're not available to participate in life because you are unhappy? Bemerkst du, dass du für die Teilnahme am Leben nicht verfügbar bist, einfach weil du so unglücklich bist. I can't go out and play because I'm unhappy. Ich kann nicht rausgehen und spielen, weil ich so unglücklich bin. This means you're attached to being unhappy. Und das bedeutet, dass du daran hängst, unglücklich zu sein. It's important. Das ist wichtig. It must mean something. Es muss ja irgendetwas bedeuten. What it means is you're not going out to play because you think your feeling is more important than kicking a football around in the park. Was es aber bedeutet, ist, dass du nicht hinausgehen willst, zu spielen, weil du denkst, dass dein Gefühl des Unglücklichseins wichtiger ist, als einen Fußball da draußen auf dem Feld zu kicken. This is what we need to be present with, about how we abandon our participation in the non-dual field by isolating ourselves in a cocoon of our thoughts and emotions. Das ist etwas, worin wir präsent sein müssen, wie es funktioniert, dass wir unsere Teilnahme an dem offenen Feld verweigern, weil wir in dem Kokon unserer eigenen Emotionen eingeschlossen sind. I am attached to limiting factors, and so my life becomes limited. Ich hafte an limitierenden, an begrenzenden Faktoren und auf diese Weise wird mein Leben begrenzt. So when he's talking about laziness here, of course, the outer form of laziness is not very helpful. Wenn er also hier über Faulheit spricht, dann ist natürlich, sind die äußeren Formen von Faulheit nicht sehr hilfreich. But he's pointing more to the inner laziness of falling asleep in your own assumptions. Aber worauf er hier vor allem hinweist, ist die innere Faulheit, nämlich innerhalb der eigenen Annahmen einzuschlafen. When we assume something, when we take it for granted, we stop being present with it. Wenn wir etwas annehmen, wenn wir etwas für selbstverständlich halten, dann hören wir damit auf, darin gegenwärtig zu sein. So what he's saying is, stay present in every situation in life. Was er also sagt, ist, bleibe gegenwärtig, bleibe präsent in jeder Situation im Leben. And if you're present, that midpoint between desireful fusion and aversive isolation will be a site of freedom.
Und wenn du wirklich gegenwärtig bist, dann wird dieser Mittelpunkt zwischen dem Begehren verschmelzen und dieser ablehnenden Isolation ein Punkt der Freiheit sein. So you find that you can be full of unhappiness without being unhappy. Und dann findest du heraus, dass du voller Unglücklichsein sein kannst, ohne unglücklich zu sein. Just as the clouds can fill the sky and yet the sky remains open. So wie die Wolken den Himmel anfüllen können und der Himmel dennoch offen bleibt. So by staying fully present on the point of arising of experience, we are freed from the exhaustion of being overburdened and its parallel, the desire for the compensation of being lazy. Wenn wir also vollkommen an dem Punkt des Erstehens von Erfahrungen gegenwärtig bleiben können, dann sind wir befreit von einerseits der Gefühl der Überwältigung und deren Gegensatz, nämlich dem kompensatorischen Bedürfnis nach Faulheit. So then he says, keeping to the path of undistracted listening, reflecting and meditating. Und dann spricht er davon, sich an den Pfad zu halten, eines unabgelenkten Hörens, Reflektierens und Meditierens. That is to say, when we are studying, we should be studying. When we're reflecting, we reflect. When we do our sitting practice, we do that without wandering away onto something else. Und das drückt aus, dass wenn wir zuhören, dann hören wir einfach zu. Und wenn wir reflektieren, reflektieren wir. Und wenn wir unsere sitzende Praxis machen, dann tun wir das, ohne zu irgendetwas anderem abzuwandern. So when we study, we are finding the tools which allow us to loosen the structure of the ego complex. Wenn wir studieren, dann sind wir in der Lage, jene Werkzeuge zu finden, die uns erlauben, die Komplexität des Egos aufzulockern. So we perhaps read a lot about impermanence, the seasons changing, the economic situation changing, and so on. Vielleicht lesen wir viel über Vergänglichkeit, Unbeständigkeit, die Jahreszeiten verändern sich, die ökonomische Situation ändert sich. So we get through this kind of study, we get a sense of this fact of impermanence, and the concept of impermanence are tools which allow us to get some more traction to loosen up the seeming solidity of our world. Wenn wir so studieren, dann bekommen wir so gewisse Werkzeuge der Tatsache der Vergänglichkeit, der Empfindung, dass Dinge vergänglich sind. Und das erlaubt uns ein bisschen mehr Griff sozusagen in unserem Bestreben, uns da lose zu machen von diesen Dingen zu bekommen. And then with Samba, with reflecting, we take what we have learned and apply it into our own lives. Und mit Samba, mit Reflexion nehmen wir das, was wir gelernt haben und beginnen es auf unser eigenes Leben anzuwenden. You might realize, oh, I could have worked harder when I was at school. Vielleicht wird dir bewusst, dass du härter hättest arbeiten können, als du in der Schule warst. That was the time for academic learning. Das war die Zeit, die für dieses akademische Lernen zugewiesen war. I didn't give myself fully to it. Ich habe mich aber dem nicht ganz hingegeben. And now as an adult,
there are doors to different pathways in life in front of me, but I don't have the key that they are asking for. Und jetzt als Erwachsener sehe ich zwar die verschiedenen Türen zu den verschiedenen Dingen im Leben, aber ich verfüge nicht über die Schlüssel, die diese Türen öffnen. So then by reflecting in that way, I see, oh, I didn't align myself with the years of school. Wenn wir darüber nachdenken, dann sehen wir, ich habe mich mit den Jahren in der Schule nicht wirklich in Übereinstimmung gebracht. I was a child, I had to go to school. Ich war ein Kind, ich musste in die Schule gehen. But I didn't work with school. Aber ich habe mit dieser Schule nicht gearbeitet. I didn't collaborate with the moment of school. Ich habe mit diesem Moment der Schule nicht zusammengearbeitet. I was there, but not fully there. Ich war zwar dort, aber nicht so ganz. Oh, frozen. Frozen, yes. Yeah, I said that's a very useful thing to understand. Und ich sagte, das war etwas eingefroren, ich sagte, es ist etwas, ist eine nützliche Sache zu verstehen. Because it points to the fact that if I want to have the optimal life, the aliveness of participation, I need to align myself with this situation, however it is. Denn das verweist auf die Tatsache, dass wenn ich eine optimale Situation haben will, dass ich mich in Übereinstimmung bringen muss mit dem, was ist. What is there to learn from this situation? Was gibt es da an dieser Situation, woraus ich lernen könnte? What can I see about the structure of, say, a work environment? Was kann ich dabei erkennen über die Struktur, sagen wir mal, einer Arbeitsumgebung? When we see, oh, I have a terrible boss who is never happy with me. Vielleicht haben wir den Eindruck, oh, ich habe einen furchtbaren Chef, der niemals glücklich mit mir ist. That's a wonderful opportunity. Wunderbare Gelegenheit. We see that the boss is living inside a frame of dissatisfaction. Wir können erkennen, dass der Chef in einem Bezugsrahmen von Unzufriedenheit lebt. What attracts them is what is not working well. Was für sie interessant erscheint, ist das, was nicht gut funktioniert. If there is some fault or difficulty, that seems very, very important. Wenn er da irgendeinen Fehler oder irgendeine Schwierigkeit finden kann, das erscheint sehr wichtig. When things are going well, they don't make any comment. Wenn Dinge gut laufen, dann geschehen da keine Kommentare. So to have a boss like that is a blessing. Einen Chef wie das zu haben, ist ein Segen. It allows us to see, oh, the distortion of the boss's vision brings grief and suffering to other people. Das erlaubt uns zu sehen, dass die Verzerrung der Sicht, die der Chef an den Tag legt, tatsächlich Leiden und Schwierigkeiten über Leute bringt. So, with gratitude to the boss for showing me so clearly his limitation, Und mit Dankbarkeit an den Chef dafür, dass er mir seine Begrenzung so klar zeigt, I will now examine my own limitations and how I bring grief to other people because of being trapped in my frame of reference. will ich jetzt meine eigenen Begrenzungen untersuchen und herausfinden, wie ich über andere Leute Leiden bringe, indem ich meinen eigenen Vorlieben und Abneigung nachgehe. And then I start to see, oh, what I believe to be true, what I am sure
is an accurate description of how I am and how you are, is a construct. Und dann beginnen wir zu sehen, dass das, was ich für wahr halte, worüber ich absolut sicher bin, dass es eine korrekte Beschreibung dessen ist, wie ich bin und wie du bist, dass dies alles nur ein Konstrukt ist. Oh. The patterns of my sensation, feelings, thoughts, memories shift and move around. Die Muster meiner Gedanken, meine Empfindungen, meine Gefühle und so weiter, die bewegen und verändern sich die ganze Zeit. The content of my mind is not as reliable as I believe it is. Und der Inhalt meines Geistes ist nicht so verlässlich, wie ich glaube, dass er es ist. So this is a key point for meditators. Das ist ein Schlüsselpunkt für Meditierende. I take refuge in the content of my mind. Ich nehme Zuflucht zu dem Inhalt meines Geistes. I trust that my feelings and my thoughts tell me the truth. Ich vertraue darauf, dass meine Gefühle und Gedanken mir die Wahrheit sagen. But they are deluding me. Aber in Wirklichkeit täuschen sie mich. I have to take refuge in awareness, the mind itself, not the transient content of the mind. Ich muss Zuflucht zur Bewusstheit, zu dem Geist selbst nehmen und nicht zu dem vorübergehenden Inhalt des Geistes. So this is the meaning of reflection, to take the Dharma idea and keep massaging it into our mind and our experience, so that as we are passing all the events of the day, we have some insight, some clarity to this relative structure of how phenomena manifest. Und das ist die Bedeutung von Reflexion, dass wir die Ideen des Dharma nehmen und sie wirklich in unseren Geist hineinmassieren, sodass, wenn wir den Verlauf eines Tages betrachten, wir ein Verständnis dafür bekommen, wie sie strukturiert sind und wie sozusagen die Struktur dieser Erfahrung sich entfaltet. So as Buddha Shakyamuni said, everywhere all sentient beings want to be happy, but they choose the methods that bring them only unhappiness. Wie Buddha Shakyamuni sagte, überall sind alle fühlenden Wesen auf der Suche nach Glück, aber sie wählen Methoden, die genau das Gegenteil, nämlich Unglück bewirken. So we study impermanence. Wir studieren also die Vergänglichkeit. But then we find that we get upset because things change. Aber dann stellen wir fest, dass wir uns anfangen aufzuregen, weil sich Dinge verändern. Now in Britain, the rate of inflation is rising quite rapidly. In England zum Beispiel steigt die Inflationsrate ziemlich schnell. Yesterday I went to the supermarket to buy some Polish kefir. Gestern ging ich in den Supermarkt, um polnischen Kefir zu kaufen. And in just a few weeks, it has gone up in price by 50%. Und in bloß 2 Wochen ist der Preis um 50% gestiegen. And I think this is terrible. Und ich denke, das ist ja furchtbar. It's just a change. Aber es ist einfach nur eine Veränderung. Everything changes. Alles verändert sich. But some changes are bad and some changes are good. Aber manche Veränderungen sind schlecht und manche Veränderungen sind gut. The changes I like are good. The changes I don't like, they are bad. Die Veränderungen, die ich mag, die sind gut, aber die Veränderungen, die ich nicht mag, die sind wirklich schlecht. So, even if you reflect on Dharma for a very long time,
if you are still in the domain of relying on thoughts, you won't develop a clear, secure freedom from being caught by thoughts. Selbst wenn du über den Dharma für lange Zeit nachdenkst, reflektierst, solange du dich immer noch auf Gedanken stützt, wirst du nicht die Freiheit finden, sozusagen durch Gedanken dominiert zu sein. So this is why we have this third aspect of Gompa, or contemplation, meditation. Und das ist der Grund, warum wir den dritten Aspekt haben, Gompa, die Meditation oder Kontemplation. So when we do, for example, the Guru Yoga of the White R, and we are just sitting, wenn wir zum Beispiel also das Guru-Yoga des weißen A machen und einfach sitzen, the flow of experience doesn't stop. Dann hört der Fluss der Erfahrung nicht auf. Some experience looks outside the body, some looks inside the body. Manche dieser Erfahrungen sehen so aus, als kämen sie von außen des Körpers, manche als ob sie im Innen des Körpers wären. But even the sense of the body is also an experience which arises and changes and vanishes. Aber selbst die Empfindung eines Körpers selbst ist eine Erfahrung, die aufkommt und dann irgendwann mal verschwindet. So when I live the impermanence of my embodiment, wenn ich also die Veränderlichkeit, die Vergänglichkeit meiner Verkörpertheit lebe, and I live the impermanence of my thoughts, feelings, sensations, and perceptions of phenomena in the world, und ich die Vergänglichkeit meiner Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen und so weiter, der Phänomene in der Welt lebe, I'm neither grasping onto what is arising because it's impermanent, nor am I trying to get rid of it because there is no need, it is impermanent. dann versuche ich weder an diesen Dingen festzuhalten, denn sie sind vergänglich, noch versuche ich sie loszuwerden, denn dafür gibt es gar keinen Bedarf. Sie sind ja vergänglich. And in this way, we start to see the non-duality of movement or experience or arising. Und auf diese Weise können wir die Nicht-Dualität von Bewegung oder Erfahrung oder dem Erscheinen And the openness of the space within which this flow of experience is occurring. und andererseits der Offenheit des Raumes, in dem dieser Fluss der Erscheinung erscheint. Just as the waves have no other water than that of the ocean, So wie die Wellen nicht von einem anderen Wasser sind als der Ozean, so our thoughts, feelings, memories, and so on have no other source and nature than the open ground from which they emerge and to which they dissolve. so haben auch unsere Gedanken, Gefühle, Emotionen und so weiter, Empfindungen keinen anderen Grund als eben diesen offenen Grund, aus dem sie entstehen. So that's why he's saying we should keep our attention very clearly in this kind of integration with the life stream of the Dharma. Deswegen heißt es hier, wir müssen unsere Aufmerksamkeit sehr klar auf die Integration des Flusses der Erfahrung im Dharma halten. So then he says, I must progress on the path of understanding the nature of appearances and mind. Und dann heißt es, ich muss auf dem Pfad des Verstehens der Natur, der Erscheinung und des Geistes voranschreiten. All that appears for you is your own experience. Alles, was für dich entsteht, ist deine eigene Erfahrung. Due to duality, you imagine that there are real existing objects outside of you.
Die Dualität ist es, die es veranlasst, dass du glaubst, dass es da draußen wahre, existente Objekte gibt. So the teaching says, don't hold the mind inside yourself and don't keep the world outside of you. Und so sagen die Lehren, halte den Geist nicht innen und die Welt nicht da draußen. When you stay present, you see everything is experience. Wenn du gegenwärtig bleibst, dann siehst du, dass alles Erfahrung ist. How you experience something depends on your participation. Wie du etwas erfährst, hängt von deiner eigenen Teilnahme ab. It's not in the object. Es liegt nicht am Objekt. For example, if you like chocolate cake, Zum Beispiel, wenn du Schokoladenkuchen gerne magst, you go to the cafe and you have a coffee and a nice slice of chocolate cake. dann gehst du ins Café und hast eine Tasse Kaffee und eine schöne Scheibe Schokoladenkuchen. And the owner of the cafe comes up and said, "Oh, you are my 100,000th customer." Und dann kommt der Kaffeebesitzer und sagt, Sie sind jetzt mein 100.000. Besucher. I am going to give you the rest of the chocolate cake just for you. Und ich gebe Ihnen den Rest vom Schokoladenkuchen nur für Sie. And my wife has cooked this cake. Und meine Frau ist es, die diesen Kuchen gebacken hat. And she wants to see you eat all of it. And that will make her very happy. Und sie möchte gerne, dass sie Ihnen zuschauen kann, wie Sie den ganzen Kuchen aufessen. Das würde sie sehr glücklich machen. Halfway through the 5th slice of cake, your little spoon is going very slowly. So ungefähr auf dem halben Weg durch den ganzen Kuchen beginnt deine Kuchengabel sehr langsam zu arbeiten. But I thought you liked chocolate cake. Aber ich dachte, Sie mögen Schokoladenkuchen. A little bit. Ja, ein wenig. And then we start to see how thoughts and verbal expressions carry a flavor of delusion. Wir beginnen ja also zu sehen, wie Gedanken und ihr verbaler Ausdruck den Geschmack von Täuschung mittragen. I like a little chocolate cake from time to time. Ich mag ein bisschen Schokoladenkuchen von Zeit zu Zeit. I love you, but sometimes you talk too much. Ich liebe dich, aber manchmal redest du zu viel. Nobody wants to hear this half-hearted acceptance. Niemand möchte gerne diese halbherzige Zustimmung erfahren. That is to say, samsara is based on lies. Mit anderen Worten, Samsara basiert auf Lügen. I will always love you. Ich werde dich immer lieben. Probably not true. Ist wahrscheinlich nicht wahr. I love chocolate cake. Sometimes. Ich liebe Schokoladenkuchen. Ja, manchmal. So what he's saying here is appearances and the interpretive thought are interacting together. And if you stay with the particularity, you will see that they are both transient and situational. Und was hier aussagt, ist, dass die Erscheinungen und die damit einhergehenden wechselwirkenden Gedanken im Wesentlichen zusammengehen und gewissermaßen vorübergehend sind, transient sind. And then you see, oh, how can I make definitive statements about myself when the content of my mind, the flow of my experience is always changing? Und dann beginnen wir zu sehen, wie sollte es denn möglich sein, definitive Feststellungen über mich selbst zu treffen, wenn der Inhalt meines Geistes, der Fluss meiner Gedanken sozusagen permanent einer Veränderung unterliegt. So you're saying
if we really attend to how it is, then these the three modes of the enlightened mind, the Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya, will become clear for us. Und dann heißt es, wenn wir wirklich gegenwärtig sind in dem, wie die Dinge sind, dann wird die drei Modi der Erleuchtung, wie der Geist für uns ist, als Dharmakaya, Sambhogakaya und Nirmanakaya für uns ganz klar sein. The open, empty awareness, which is the Dharmakaya, Das ist diese offene, leere Bewusstheit der Dharmakaya, reveals the field of clarity of the potential of appearance, which is the Sambhogakaya, enthüllt die Klarheit des Feldes der Erscheinung, das ist das Potenzial des Erscheinens, das ist der Sambhogakaya. and due to the ever-shifting patterning of co-emergence, we find ourselves adopting this response and then releasing ourselves from it. Und aufgrund der sich stets verändernden Formen der Erscheinung in Konvergenz finden wir in uns selbst diese verschiedenen Reaktionen und nehmen sie an und dann lassen wir sie wieder gehen. This is the Nirmanakaya, Und das ist der Nirmanakaya, in which our manifestation is like a dream form or an apparition. It has a specificity which is linked to the specificity of the moment rather than the specificity of some imagined true inner self. Und das hat ein Erscheinen in einer Weise, die mit dem Augenblick verknüpft ist und eine Spezifizität hat, die verknüpft ist mit der Spezifität dessen, was da ist, und nicht sozusagen durch eine vorweggenommene, feststehende Spezifität bestimmt ist. Okay, let's take a break for half an hour. So we're back at 10:02. Lass uns jetzt eine Pause von einer halben Stunde machen und 10:01 mitteleuropäische Zeit hier wieder zusammenkommen. Good. See you then. See you. Okay. So then we have the last two lines of the first verse. Dann haben wir die zwei letzten Zeilen des ersten Verses. Now at this time when I have gained my sole chance of a human birth, Nun, da ich jetzt meine einzige Chance einer menschlichen Geburt erlangt habe, this is a little bit easier to see in the summertime, das ist ein bisschen einfacher im Sommer zu sehen. because when you look around, there are so many insects, Denn wenn du dich umschaust, dann siehst du so viele Insekten. and these are sentient beings. Und das sind fühlende Wesen. There are many, many possible forms which our mind can manifest. Es gibt viele, viele verschiedene Formen, die unser Geist manifestieren kann. We have the God realms, the formless God realms, the pleasure God realms, and so on. Wir haben die Götterbereiche, die Bereiche der formlosen Götter, die Götter der Freude und so weiter. And the jealous gods or the asuras, the rivalrous gods. Dann haben wir die eifersüchtigen oder streitsüchtigen Götter, die Asuras, who are always angry that the fruit of their special tree is eaten by the gods in the higher realm. die immer wütend darüber sind, dass die Früchte ihres besonderen Baumes immer von den Göttern im höheren Bereich konsumiert werden. So that realm is dominated by jealousy.
and Dieser, envy. dieser Bereich ist also durch Neid und Eifersucht dominiert. The God realm is dominated by desire. Und der Götterbereich ist dominiert durch Begierde. Our human realm is dominated by desire and pride. Unser menschlicher Bereich ist durch Begierde und Stolz dominiert. The many different forms in the animal realm are dominated by mental dullness. Die vielen verschiedenen Formen in den tierischen Bereichen sind dominiert durch die mentale Stumpfheit. That is to say, a great deal of the experience of animals seems to be dominated by instinct or habit formations with little capacity to revise this by reflective thought. In anderen Worten, ein großer Anteil der Erfahrungen in diesen tierischen Bereichen sind dominiert durch Instinkt oder durch Formierung von Gewohnheiten und mit sehr, sehr wenig Raum dafür, diese Gewohnheiten durch reflexives Denken zu korrigieren. Then we have the pretas, the hungry ghosts. Dann haben wir die Pretas, die hungrigen Geister. A realm in which dissatisfaction is the permanent state. Das ist ein Bereich, in dem die Unzufriedenheit ein permanenter Zustand ist. And this is said to be the ripening of envy. Und davon heißt es, dass es die Reifung des Neides ist. When we are envious of what other people have, it brings a dissatisfaction towards what we do actually have. Wenn wir neidisch in Bezug auf das, was andere haben, sind, dann bringt das mit sich, dass wir in Bezug auf das, was wir tatsächlich haben, nicht zufrieden sind. And then we have the different hell realms, 8 hot, 8 cold, 2 intermediate. Und dann haben wir die verschiedenen Höhlenbereiche, die 8 heißen, die 8 kalten und die 2 dazwischenliegenden. And these manifest as the karmic consequence of anger, particularly manifesting as rage and cruelty. Und das manifestiert sich als Konsequenz von Zorn, insbesondere in seiner Manifestation als rasende Wut und Grausamkeit. So from the Buddhist point of view, the 6 realms are domains of experience interpreted through the lens of an arising karmic formation. Aus buddhistischer Sichtweise sind diese 6 Bereiche von Erfahrung, die gesehen oder erfahren werden durch die Linse von karmischen Formierungen. Only in the human realm is there the opportunity to review experience clearly. Nur in dem menschlichen Bereich gibt es eine Gelegenheit dazu, die eigene Erfahrung klar zu sichten. And in order to do that review, we need to have some kind of view. Und um eine solche Sichtung vorzunehmen, müssen wir über eine gewisse Art von Sichtweise verfügen. All religions offer a particular interpretive view of the meaning of life and the purpose and so on. Alle Religionen bieten eine gewisse interpretative Sichtweise bezüglich der Bedeutung des Lebens und so weiter. Communist theory from Karl Marx offers an interpretation based on contradictions arising through history. Und die kommunistische Ideologie von Karl Marx bietet eine Interpretation, die auf den Widersprüchen, die in der Geschichte sich zeigen, basiert. And each of these views or belief systems offers some capacity to
organize the factors of our experience and produce a kind of order or meaning. Jede dieser Sichtweisen oder Theorien bietet eine gewisse Art von Fähigkeit dazu, die Erfahrungen zu organisieren und auf diese Weise eine gewisse Art von Ordnung und Bedeutung zu sehen. But from the Buddhist Dharma point of view, the Dharma that we do our best to follow and align with is the most helpful approach. Aber von der Sichtweise des buddhistischen Dharma betrachtet ist der Dharma, dem wir zu folgen versuchen und mit dem wir in Übereinstimmung zu sein trachten, der beste Ansatz. It's not best because there is some kind of hierarchy and we want to sit on the top. Der ist nicht deswegen der beste, weil es da irgendeine Art von Hierarchie einerseits gibt und andererseits unser Bedürfnis, dann doch am liebsten ganz oben zu sitzen. But it is best because it is the least contrived, the least fabricated. Er ist deswegen am besten, weil er am wenigsten gekünstelt oder fabriziert ist. We're not being asked to believe propositions. Es wird von uns nicht verlangt, Behauptungen zu glauben. But we are being invited to see how it is. Sondern die Einladung ergeht an uns zu sehen, wie es ist. So when we are sitting, we're practicing seeing without interpreting. Wenn wir also sitzen, dann praktizieren wir das Sehen, ohne zu interpretieren. We want to have a naked seeing. Was wir haben wollen, ist ein nacktes Sehen. A seeing which is not altered by propositions or beliefs or axioms. Ein Sehen, das nicht gewandelt ist, abgewandelt ist durch Behauptungen, durch Glaubensvorstellungen oder Axiome. So according to this understanding, all these experiences of the six realms are available as our potential destinations in future lives. Gemäß diesem Verständnis sind also all diese Erfahrungsformen der sechs Daseinbereiche sozusagen potenziell mögliche Destinationen, Ziele für unsere künftigen Leben. And when we look at these other possibilities, Frozen. It's frozen. frozen. Sorry, there was quite a big stretch frozen. Yeah, it was frozen. So when we look at these other possibilities of existence, none of them are attractive from the point of view of awakening. Wenn wir also alle diese anderen Formen der Existenz anschauen, ist keine davon wirklich vom Standpunkt unserer Suche nach dem Erwachen attraktiv. Now, I don't know what has happened now on this machine. Es gibt scheint ein technisches Problem. Do you hear me? I can hear you, but I don't see any images at the moment. Probably your internet is unstable at the moment. 1 second, I will try. Oh, there you go, back again. Good. So if we are concerned, if we believe, or if you see the clarity of the Buddhist proposition that what you're living in is a
paradigm of experience at the moment, the human paradigm. Wenn wir aber die Klarheit der buddhistischen Propositionen sehen können, dass das, was du lebst, das Paradigma des menschlichen Lebens ist. And this paradigm is, your accessing of this paradigm is unstable. Und dass dein Zugang zu diesem Paradigma instabil ist. But the special quality of the human paradigm is that it is the only one of the six within which you can gain insight into the fact that it is a paradigm. Aber die spezielle Qualität dieses menschlichen Paradigmas andererseits die ist, dass es das einzige von den 6 Möglichkeiten ist, in dem du tatsächlich die Einsicht darüber erlangen kannst, dass es in der Tat ein Paradigma ist. Now we have this precious human birth, that is to say, our bodies and minds are functioning well enough, and we have come in contact with the living stream of the Buddha Dharma. Nun haben wir diese menschliche Geburt erlangt, das heißt, unser Körper und unser Geist funktionieren einwandfrei und wir sind mit der gegenwärtigen Kontinuität des buddhistischen Dharmas zusammengekommen. This is a rare opportunity. Dann ist das eine seltene Gelegenheit. One which is easily lost. Eine, die tatsächlich schnell auch verloren gehen kann. The patterns of our life now are unstable. Die Muster unseres Lebens jetzt sind instabil. Friends become enemies, enemies become friends. Freunde werden zu Feinden, Feinde werden zu Freunden. Although we make relationships with people and we would like them to go well, we're never sure what the operating factors are which will make a relationship survive or not. Obgleich wir Freundschaften und Beziehungen mit anderen Menschen schließen und sicherlich den Wunsch haben, dass es ihnen gut geht, sind die beitragenden Faktoren, die sozusagen am Wirken befindlichen Faktoren ungewiss, sodass wir nie wissen können, ob eine Beziehung überleben wird oder nicht. The texts say take refuge in the Buddha, Dharma and Sangha. They don't say take refuge in your parents or your lover or your children or your occupation. Die Texte sagen alle, nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha und nicht etwa nehme Zuflucht zu deinen Eltern, zu deinen Liebhabern, Freunden, zu deinem Beruf und so weiter. We have this rare chance. Wir haben diese seltene Gelegenheit. And if you look back, some people have been in the Dharma for many, many years. Wenn du zurückschaust, waren manche Leute schon im Dharma seit vielen, vielen Jahren. Have you been able to merge your mind into the Dharma teachings? Waren sie denn fähig, ihren Geist mit den Dharma-Lehren zu verschmelzen? Is the Dharma with you at all times? Ist der Dharma mit dir die ganze Zeit über? Some people forget the Dharma when life is good and they feel very happy. Manche Leute vergessen den Dharma, wenn das Leben gut läuft und sie sich glücklich darüber fühlen. Other people forget the Dharma when they become sad and full of self-pity. Andere Leute vergessen den Dharma, wenn sie voller Traurigkeit sind und voller Selbstmitleid. So this is a task for each of us to look at our own lives and think, So, do I really use the Dharma to support myself? das ist eine Aufgabe für alle von uns, wirklich sorgfältig zu schauen, ob wir wirklich den Dharma so verinnerlicht haben, dass wir ihn als Stütze für uns selbst gebrauchen können. If we rely on the Dharma understanding, then when bad things happen, we don't need to get so upset.
Wenn wir wirklich uns auf das Verständnis des Dharma stützen, dann müssen wir nicht so aufgebracht sein, wenn schlechte Dinge passieren. because in every situation we are grounded in presence rather than bent over and relying on the other person or the situation to make us happy and safe. Denn in jede Situation sind wir in Präsenz gegründet, statt uns sozusagen vorwärts zu lehnen und auf der Stabilität unserer Freunde, unseres Gegenübers oder einer Situation sich zu verlassen. In Europe at the moment, in some countries, it's very, very hot. Im Moment ist in einigen der Länder sehr, sehr heiß in Europa. This increases the risk of death in older people. Das erhöht das Risiko des Todes bei älteren Menschen. The duration of my life is not something just in my body, but it's controlled by air pollution, by allergies, by temperature, and so on. Die Dauer meines Lebens ist nicht etwas, was sozusagen in unserem eigenen Körper alleine begründet liegt, sondern sie wird mitgesteuert durch äußere Faktoren wie Luftverschmutzung, wie Temperatur, wie Allergien und so weiter. This life will vanish. Dieses Leben wird verschwinden. Either I use it as a chance to wake up, or I use it as a way to have pleasant dreams. Ich kann es gebrauchen als eine Gelegenheit aufzuwachen oder ich kann es gebrauchen, um angenehme Träume zu haben. So then he says, I have no time to waste on the path of vacillation. Und dann sagte er, ich habe keine Zeit, die ich auf einen Pfad des Schwankens verschwenden könnte. Vacillation can mean a general distraction. Dieses Schwanken kann eine allgemeine Abgelenktheit bedeuten, that we're drawn to one kind of activity or another activity, or you want to go on this kind of retreat or that kind of retreat. dass du zu dieser Art von Aktivität oder jener Art von Aktivität angezogen bist oder auf diese Art von Retreat oder von jener Art von Retreat gehen willst. But it also applies to our relation with the Dharma. Aber das lässt sich auch auf die oder ist anzuwenden auf unsere Beziehung zum Dharma. Do I believe, do I give myself to the Dharma or not? Glaube ich, übergebe ich mich dem Dharma oder nicht? You might feel that you are a rational person and you want to get more evidence. Es könnte sein, dass du dich als einen rationalen Menschen empfindest und mehr Evidenz haben willst. But the clock is ticking. Aber die Uhr tickt. Death will come. Der Tod wird kommen. How will you find the basis of confidence? Wo wirst du oder wie wirst du die Basis für Zuversicht finden? The main focus of our study together is the Dzogchen tradition. Der Hauptfokus unseres gemeinsamen Studiums ist die Dzogchen-Tradition, which develops from these three original statements of Dorje. und die entwickelt sich aus den 3 ursprünglichen Feststellungen von Dorje. The first of these is you have to see your own face. Die erste dieser Feststellungen ist, du musst dein eigenes Gesicht sehen. You have to wake up to your mind as it is. Du musst zu dem eigenen Geist, wie er ist, aufwachen. To be introduced to one's own mind is to give yourself a gap from your usual reliance on your own mental functioning as the path of truth. Dem eigenen Geist sozusagen vorgestellt zu werden, bedeutet, sich selbst eine Lücke oder eine Unterbrechung zu gewähren von dem normalen Funktionieren unseres Geistes, wie wir es gewöhnt sind. And open yourself to
the mind as it is. und uns dem Geist, wie er tatsächlich ist, zu öffnen. Our mind is empty from the very beginning. Unser Geist ist leer von allem Anfang an It's not a thing. und er ist kein Ding. And therefore it doesn't stand in relation to anything else. Und daher steht er auch in keiner Beziehung zu irgendetwas anderem. It's not relative to anything else. Er ist nicht zu irgendetwas anderem relativ. It's not bigger or smaller than anything else. Er ist nicht größer oder kleiner als irgendetwas anderes. And yet, because the mind is open, it offers hospitality to everything which occurs. Und doch, obgleich oder weil er offen ist, bietet der Geist Gastfreundschaft für alles, was erscheint, an. All phenomena are the experience of the mind. Alle Phänomene, alle Erscheinungen sind Erfahrungen des Geistes. Without awareness, there is nothing. Ohne Bewusstheit gibt es gar nichts. When unawareness arises, at first there is oblivion, and then there is the creation of the imaginary. Wenn Unbewusstheit aufkommt, gibt es da sozusagen ein Nichts und dann erst entsteht daraus unsere vorgestellte Welt. The structure of the imaginary is dualistic, it's subject and object. Und die Struktur dieser imaginären Welt, dieses Imaginären ist dualistisch. Sie ist das Zusammensein von Subjekt und Objekt. This is the creativity of the mind fumbling in the dark, trying to make sense of what is going on. Das ist die Kreativität des Geistes, der im Dunkeln sozusagen herumstochert und herauszufinden versucht, was vor sich geht. So Jaroslawski says, don't try to work it out. From the very beginning, your mind is like this. Be with this mind. Jaroslawski sagt, versuche jetzt nicht irgendwie irgendwas herauszufinden, denn von allem Anfang an ist dein Geist so und verweile also einfach mit deinem Geist. Then in the second statement, he says, don't waste your time in doubt and speculation and wondering. Don't adopt a position of confident certainty. Simply stay with the truth of how it is. Und in dem zweiten Statement heißt es, verschwende nicht deine Zeit darauf, dich in Zweifeln und in Vermutungen zu ergehen, aber auch nicht in einer so eine vertrauensvollen Zuversichtlichkeit zu schwelgen, sondern bleibe einfach mit dem, wie es ist. Then thirdly, he's saying, stay with this. Don't go looking for anything else. Und als drittes sagte, und dann bleibe dabei und geh nicht auf die Suche nach etwas anderem. If you grasp at transient phenomena, they will betray you. Wenn du nach vorübergehenden Erscheinungen, Phänomenen greifst, dann werden sie dich betrügen. Actually, they will not really betray you. You will betray yourself. In der Tat ist es nicht so, dass sie dich verraten oder betrügen werden, sondern es wirst du selbst sein, der sich betrügt. Because you will be adopting the delusion that the impermanent is permanent. Denn du wirst die Illusion annehmen, dass das Unbeständige beständig ist. So neither pushing away whatever is arising nor grasping onto it. Allow the flow of experience to come and go, come and go. Statt also entweder das, was erscheint, wegzuschieben oder zu versuchen, es festzuhalten, gestatte dem, was ersteht, der Erfahrung, die ersteht, einfach zu kommen und zu gehen. In that way, we don't waste our time in uncertainty. Auf diese Weise verschwenden wir nicht unsere Zeit in Unsicherheit.
At first, of course, when we hear these things, we interpret it through our own concepts. Am Anfang natürlich, wenn wir diese Dinge hören, interpretieren wir sie durch oder mittels unserer eigenen Konzepte. But what we are concerned with is not a dogma. It's not something to believe in. Womit wir uns hier aber befassen, ist nicht ein Dogma, ist nicht etwas, woran wir glauben müssen. It's more like a road sign. Es ist eher so etwas wie ein Straßenschild. You follow the sign in the road to get to where you want to go. Folgst dem Straßenschild, um dorthin anzukommen, wo du hinkommen willst. You don't take the sign with you. Aber du nimmst nicht das Zeichen mit dir. So in the same way, we study the Dharma, but the Dharma is a system of signs. It's conceptual in how we have to present it. In der gleichen Weise, wenn wir den Dharma studieren, dann ist der Dharma eine Art von Sammlung oder ein System von Zeichen in der Art und Weise, wie wir es darlegen müssen. So we're using these words and ideas to reorient ourselves towards the openness which is always present. Wir benutzen also diese Wörter und Ideen dazu, um uns selbst umzuorientieren, um in die Gegenwart dessen zu kommen, was immer schon gegenwärtig war. So this is the first of these bardos or intermediate periods. Das ist nun das, also was das erste Bardo oder diese erste Zwischenperiode betrifft. So he's saying, while you are alive and you have this chance, please use it to stay close to yourself and see how you actually are. Was es also im Grunde sagt, ist, während du am Leben bist und eine Chance hast, bleibe bitte nah an dem, was du bist und ergreif diese Chance zu sehen, wie du tatsächlich bist. Now we go to the second, which is now, alas, now when the bardo of dreams is arising for me. Und das kommen jetzt zum zweiten Vers und das geht los mit O weh, nun da mir der Bardo der Träume erscheint. So in the flow of our lives, we are awake, then we fall asleep, then we awaken. Und in diesem Fluss unseres Lebens sind wir wach und dann schlafen wir ein und dann wachen wir wieder auf. While we are asleep, we sometimes have dreams. Während wir schlafen, haben wir manchmal Träume. Or at least we're sometimes aware that we have dreams. Zumindest ist uns manchmal bewusst, dass wir Träume haben. So when you fall asleep at first, usually there's quite a nothing period. Normalerweise, wenn wir einschlafen, dann ist es für gewöhnlich erst einmal eine Periode von nichts. As you're falling asleep, you have some experience, but it usually gets a little bit finer, and then you're gone. Wenn wir einschlafen, dann haben wir irgendeine Art von Erfahrung, aber die verfeinert sich allmählich und dann sind wir weg. So in this blank state, this oblivion, there is nothing. In diesem leeren Zustand, in diesem Nichts, da ist auch nichts. You can be aware of nothing. Du kannst dir aber auch des Nichts bewusst sein. You can't be conscious of nothing. Aber du kannst kein Bewusstsein von nichts haben. We go unconscious when there is nothing to hold on to. Denn wir werden unbewusst, wenn da nichts ist, woran wir festhalten können. Because consciousness requires an object. Denn das Bewusstsein erfordert ein Objekt. I am conscious of something, what I smell or taste or see. Ich bin mir von etwas oder etwas bewusst. Etwas, was ich sehe oder rieche oder dergleichen.
but I can be aware when there is nothing to be aware of. Aber ich kann gewahr sein, auch dann, wenn es nichts gibt, dessen ich bewusst sein kann. Because dualistic consciousness always takes an object and awareness doesn't take an object. Denn dualistisches Bewusstsein braucht immer ein Objekt, während Bewusstheit kein Objekt braucht. Consciousness is what we might call the intelligence aspect of our subjectivity. Bewusstsein ist, was wir auch als Intelligenzaspekt unserer Subjektivität bezeichnen können. But our awareness is not our subjective life. Aber unsere Bewusstheit ist nicht unser subjektives Leben. That is to say, my Jamesness is revealed to me as patterning in the openness of awareness. In anderen Worten, meine Jameshaftigkeit wird für mich enthüllt als eine Musterbildung in der offenen Bewusstheit. There isn't a James who has awareness or is aware. Es gibt da keinen James, der Bewusstheit hat oder sich gewahr ist. When awareness is present, manifestation is revealed in awareness. Wenn Bewusstheit gegenwärtig ist, ist Manifestation in Bewusstheit enthüllt. As in our familiar example, the reflection is revealed in the mirror. Wie in unserem vertrauten Beispiel, die Spiegelung wird im Spiegel enthüllt. So this first period of falling asleep when there is nothing present is important if we can practice awareness. Und in diesem Zusammenhang ist unser Einschlafen wichtig, wenn wir Bewusstheit praktizieren können. So if you can, when you are falling asleep, try to support yourself in a comfortable way with so you're sitting up a little and do the Guru Yoga of the White R and do it in the dark. Wenn du also Bewusstheit praktizieren kannst, dann versuche, während du einschläfst, in einer entspannten, aber auch gestützten Art und Weise zu sitzen, etwas aufrechter zu sein und dann im Dunkeln das Guru Yoga der weißen A zu machen. So all the practice you've been doing has been to help you to just be here. So dass die gesamte Praxis, die du getan hast, dir helfen soll, hier zu sein. Now you're here in the dark. Und jetzt bist du hier im Dunkeln. Nothing to see. Da ist nichts zu sehen. The consciousnesses of the object of the senses that go out and try to apprehend things in the world, they have nothing to hang on to. Die Sinnesbewusstseinsaspekte, die versuchen in die Welt hinauszugehen und nach Dingen Ausschau zu halten, die haben jetzt im Moment gerade nicht viel zum Dranhängen. So you're just here and nothing's happening. Du bist also einfach hier und es geschieht nichts. There is no object. Es gibt kein Objekt. And this allows the grasping quality of the subject to relax. Und das gestattet der greifenden Qualität, Eigenschaft des Subjekts zu entspannen. This is an excellent way to find yourself present in awareness. Das ist eine hervorragende Art und Weise, dich selbst in Bewusstheit wiederzufinden. Then as you start to fall asleep, there is an intensification of the, if you like, of the darkness. Und während du beginnst einzuschlafen, gibt es eine Intensivierung von, wenn du so sagen willst, von der Dunkelheit. That is to say, the outer darkness where there was no object for the senses is now followed by an inner darkness where there is no subtle formation for the mind to hold on to. Mit anderen Worten, die äußere Dunkelheit, wo es nichts für die Sinne
gibt, woran sie haften können, wird gefolgt von einer inneren Dunkelheit, wo es für den Geist keine subtilen Formierungen gibt, an denen er hängen kann. Now there is no subject, no object, but there is awareness. Jetzt gibt es weder Subjekt noch Objekt, aber es gibt Bewusstheit. Of course, sensations, noises, and so on can arise. Natürlich können Empfindungen, Wahrnehmungen, Geräusche aufkommen, But if they are not reified, if they are not condensed into a something, they self-liberate. wenn sie aber nicht verdinglicht werden, wenn sie nicht in ein Etwas sozusagen kondensiert werden, dann sind sie selbstbefreiend. In this state, gradually dreams start to arise. Und in diesem Zustand fangen allmählich Träume an aufzukommen. The dream is coming into the open space, which at first seemed like absolutely boundaryless, nothing at allness. Dieser Traum, der kommt in diesen Raum, der zunächst als eine sozusagen grenzenlose überhaupt Nichtszeit erschien. Often you can have deeper dreams, symbolic dreams, and then they fade and pulse in and out of consciousness until you have dreams which are more transitional towards daily life. Oft kann man tiefere Träume haben, symbolische Träume, die dann aber allmählich verblassen und sozusagen mehr in die Pulsation von Träumen hineinwachsen, die mehr mit dem täglichen Leben zu tun haben. Then from this state, you gradually find yourself awakening. Aus diesem Zustand findest du dich dann wieder am Erwachen wieder. If possible, you should try to avoid awakening to an alarm clock. Wenn es möglich ist, sollte man es vermeiden, zu einem Wecker aufzuwachen. So that you, as more a sensation is arising, maybe feeling in the body, and then you have more sense of the world as revealed through your senses. Sodass wir allmählich ein Empfinden für unseren Körper wieder haben können und dann allmählich auch zu den Dingen, die durch unsere Sinne gezeigt werden. These appearances are arising within the space of awareness. Diese Erscheinungen, die entstehen innerhalb des Raumes der Bewusstheit. If you wake up too suddenly, for example, if you have small children to look after and they come and wake you up, Mom, come on, let's play something. Wenn du plötzlich aufwachst, zum Beispiel wenn du kleine Kinder hast, die zu dir kommen und rufen, Mama, komm, steh auf, lass uns was spielen. Then you have a sudden into the world as somethingness. Dann haben wir so ein plötzliches Hineinschlittern in die Welt als ein Etwas. And the intensity of the demand to attend to the child or get to work on time creates a kind of reality. Oh my goodness, I must do this. Und die Intensität der Anforderungen, des Anspruchs, sich um das Kind zu kümmern oder rechtzeitig in die Arbeit zu kommen, erschafft eine Art von Intensität der Realität. Da ist plötzlich irgendetwas Konkretes. So if we can, then allowing the gradual unfolding of the world, we start to see that this is the movement of experience within the sphere of awareness. Wenn wir es also können, dann sollten wir dieses sich allmähliche Entfalten der Welt
zulassen und dann erkennen, dass dieses sich entfalten eine Bewegung innerhalb des Raumes der Bewusstheit ist. Now, some of us have looked in the past at how in the tantric practice, when you pray to the deity and receive the light of Om Ahung, the purification of your body, speech and mind. Manche von uns haben schon in der Vergangenheit angeschaut, wie es in der tantrischen Praxis ist, wenn wir zu der Gottheit beten und dann die Lichter aus Om, A und Hung bekommen, die eine Reinigung des Körpers, des Redes und des Geistes ist. Then with the clarity that your body is a body of light. Dann in dieser Klarheit, dass dein Körper ein Lichtkörper ist. The light of your body and the light of the guru's body or the deity's body merge together and then dissolve into nothing. Verschmelzen die Lichter von der Gottheit oder dem Guru und deines eigenen Körpers zusammen und verschwinden in nichts. And you sit in this open, empty nothing. Und du sitzt in diesem offenen, leeren Nichts. The mind without boundaries. Ein Geist ohne Grenzen. Without shape, without qualities. Ohne Form, ohne Eigenschaften. You're simply present. Du bist einfach gegenwärtig. And then gradually experience starts to arise. Und dann beginnt allmählich Erfahrung wieder aufzukommen. And if you can see, oh, this is arising from emptiness. Und wenn du sehen kannst, dass dies aus Leerheit entsteht, so this taste of, as it were, pure emptiness, dann ist dieser Geschmack, wenn man so sagen will, reiner Leerheit, which is infinite, und das ist unendlich, and has nothing beyond it or outside it, und es besitzt nichts da draußen, außerhalb davon, this is the only source. dann ist das die einzige Quelle. So what is arising is the expression or manifestation or appearance of emptiness. Was hier steht, ist also ein Ausdruck oder eine Manifestation der Leerheit. Oh, again, as it says in the Heart Sutra, form is emptiness, emptiness is form. Um es zu wiederholen, wie es ja auch im Herzsutra heißt, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Sound is emptiness, taste is emptiness. Klang ist Leerheit, Geschmack ist Leerheit. It appears. Es erscheint. And on the level of its appearance, there is a movement between the shapes currently in the field of appearance. Und auf der Ebene der Erscheinung gibt es da eine Bewegung von Gestalten des Erscheinens. And what we have is an unfolding of movement. Und was wir dann haben, ist eine Entfaltung dieser Bewegung. Nothing is born, nothing is established, nothing has come into true existence. Nichts wurde geboren, nichts wurde etabliert, nichts ist in wahres Existieren gelangt. Oh, my throat is a little bit blocked today. Meine Kehle ist heute ein bisschen blockiert. So I have a fisherman's friend to act in dependent origination with my throat. Ich habe also Fisherman's Friend, die in Entstehung in gegenseitiger Abhängigkeit mit meiner Kehle wechselwirken. There is an interaction. Da gibt es eine Wechselwirkung. Patterns of emptiness are moving together. Muster von Leerheit bewegen sich gemeinsam. If we stay with the sensation like a tightness in the throat, wenn wir mit dem Empfinden zum Beispiel eine Enge in der Kehle bleiben, you can have an intervention. Dann kannst du eine Intervention haben.
which could be the meeting of two unborn phenomena or two born phenomena. Und diese könnte eine Begegnung zwischen zwei ungeborenen Erscheinungen sein oder zwischen zwei geborenen Erscheinungen. My throat is not well. There's something sick in my throat. I'm not very healthy. Meine Kehle fühlt sich nicht gut, da ist irgendwas Krankes, ich bin nicht gesund. I need to do something about it. I need to take some medicine or some cough sweet. Ich muss da irgendetwas dagegen unternehmen. Ich muss irgendeine Medizin oder irgendeinen Hustenbonbon nehmen. Or we can simply feel this constriction is arising, and I take some water, or I take this sweet, and gradually it relaxes and flows more easily. Oder wir können einfach fühlen, da ist eine Verengung, die da aufkommt und ich greife nach ein bisschen Wasser oder nach dieser Süßigkeit und allmählich entspannt sich das wieder. The difference is whether you see the arising moments as moments in the unborn flow of experience, or whether you see them as entities impacting each other. Der Unterschied liegt darin, ob du diese Erfahrung als Momente eines Flusses von Erfahrungen sehen kannst oder ob du sie als Dinge siehst, die sozusagen ineinander, aufeinander einwirken. So if you can see that these are really just patterns of illusion, Wenn du sehen kannst, dass das bloß einfach Muster der Illusion sind, then you start to see, oh, everything in my life is like a dream. dann beginnst du zu sehen, alles in meinem Leben ist wie ein Traum. Sometimes things seem secure, sometimes insecure. Manchmal scheinen die Dinge sicher zu sein, zu anderen Zeiten sind sie unsicher. But there's nothing to hold on to. Aber hier gibt es nichts, woran man festhalten kann. And therefore, if I stay grounded in space, Und I will be present whatever happens. daher, wenn ich im Raum gegründet bleibe, werde ich gegenwärtig bei allem sein, was geschieht. But if I try to ground myself by holding on to certain phenomena, then as these phenomena change, which they will, I will be ungrounded. Und ich habe versuche, mich selber zu gründen oder zu erden, indem ich an bestimmten Phänomenen festhalte, werde ich, wenn sich diese Phänomene ändern, und das werden sie sicher tun, weil alles unbeständig ist, sozusagen entwurzelt sein. Oh. In line 2, he's saying that as these dream Bardo experiences are arising, I must abandon the unheeding corpse-like sleep of stupidity. Und in der zweiten Zeile sagte, während dieses Bardo des Traums ersteht, muss ich den unachtsamen, leichengleichen Schlaf der Dummheit aufgeben. So this is sleep of stupidity we see very easily with children. Diesen Schlaf der Dummheit können wir sehr leicht bei Kindern sehen. Children get bored very easily. Kinder langweilen sich sehr schnell. They want something to happen. Sie möchten gerne, dass irgendwas passiert. They say on a car journey, are we there yet? Are we there yet? Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, fragen sie ständig, sind wir schon da? Sind wir schon da? They say, no, we have another hour to go. Und wir antworten, nee, es gibt noch eine Stunde, die wir brauchen. Then they get very upset. Dann regen sie sich auf. Why don't you look out the window? I don't want to. Warum schaust du nicht aus dem Fenster? Ich will nicht. I want to be there. Ich will da sein. But you're not there. Aber du bist nicht da. That's why I'm upset. Das ist, was mich aufregt. So for children, you can see
This is a kind of stupidity. Bei Kindern kannst du sehen, das ist eine Art von Dummheit. This word here, stupidity, is not an insult. It means the lack of insight into the situation. Und dieses Wort Dummheit ist hier nicht im Sinne einer Beleidigung gedacht, sondern es drückt ein Fehlen, einen Mangel an Einsicht in die Situation. The child has an inability to manage the situation. Das Kind hat da eine Unfähigkeit, die Situation zu managen. Because it's used to being able to move its body and interact with different things. Denn es ist daran gewöhnt, seinen Körper benutzen zu können und mit vielen verschiedenen Dingen wechselwirken zu können. So this is the same for us. In the daytime, we're busy doing many, many different things. Das Gleiche trifft für uns zu. In der Tageszeit sind wir beschäftigt und tun viele verschiedene Dinge. And as we start to fall asleep and we enter this no thing, Und wenn wir dann anfangen einzuschlafen und in dieses Nicht-Ding da eintreten, we can't be present with it sind wir nicht in der Lage, damit gegenwärtig zu sein. because we have been busy in our dualistic conscious state. Denn wir waren beschäftigt oder geschäftigt damit, in unserem dualistischen bewussten Zustand zu bleiben. Which keeps itself awake by something happening. Und das hält sich wach, indem es etwas geschehen lässt. But now nothing is happening. Aber jetzt geschieht nichts. And so we experience what he calls the unheeding corpse-like sleep of stupidity. Und das ist das, was die Erfahrung von diesem unachtsamen, leichengleichen Schlaf der Dummheit nennt. So he's saying, don't go there, but keep to the openness of your original situation with unwavering recollection. Und was er sagt, ist, geh nicht dahin, bleibe bei der unerschütterlichen Besinnung an die Offenheit meiner ursprünglichen Seinsweise. So the original situation means your mind as it has always been, unmodified, unaltered, the original mind, which is the primordial purity of emptiness. Die ursprüngliche Situation meint hier sozusagen unseren Geist, wie er schon immer ursprünglich war, wie er unverändert, unabgewandelt seit schon immer da war. And the state of this original situation is simply empty and open. Und der Zustand der ursprünglichen Seinsweise ist einfach offen. So open, nothing is happening to confirm that I am open. Es ist also offen und nichts ist da, um zu bestätigen, dass ich offen bin. What is open is openness. Was hier offen ist, ist die Offenheit. And he says at the beginning of the line, Dremba. This means I need to recollect that being open to the open is simply open. Und das ist der Ausdruck Dremba, der Ausdruck, dass sich darauf zu besinnen, dass ich offen für das Offene bin, einfach nichts anderes ist als eben diese Offenheit. There's nothing to cling to. Da gibt es nichts, woran festgehalten werden kann. In order to make this experience more available, diese Erfahrung mehr verfügbar zu machen, it's very helpful to practice this sky gazing or letting the mind relax into the sky. Es ist sehr hilfreich, dieses Himmelschauen, also den Geist, den Blick in die Entspannung zu bringen, indem man uns in den Himmel hinein entspannt. You can use any space in front of you for this. Du kannst natürlich jeden Raum vor dir dafür nutzen. But at first it's easiest, if possible, to be outside where you can gaze out into the open sky.
Aber am Anfang ist es am einfachsten, wenn es möglich ist, wenn du draußen bist und so, dass du deinen Blick in den offenen Himmel entspannen kannst. You have the sun behind you, so it's not shining in your eyes. Du hast die Sonne hinter dir, sodass sie nicht in deine Augen strahlt. Sit in a comfortable position Sitzt in einer bequemen Haltung and simply open your gaze to the sky. und öffnest einfach deinen Blick für den Himmel. There's nothing to look at. Da gibt es nichts zum Anschauen. There's nothing to look for. Es gibt nichts, wonach wir schauen könnten. Oh, but you keep your gaze open. And the openness of this space is like a kind of massage for the mind that allows it to relax, that, oh, this is okay. Und diese Offenheit des Raumes ist wie eine Art Massage, die den Geist massiert und ihm erlaubt, sich zu entspannen, zu sagen, oh, das ist okay. So this huge sky in front of you, and you open to it, and now your mind is like the sky. So it's described as looking sky to sky. Also wir haben da diesen riesigen Himmel vor uns und wir schauen offen hin und unser Geist selbst wird wie weit wie der Himmel. Und so sagt man, es ist wie Himmel zu Himmel schauen. Now, of course, some memory or thought or conceptualization, maybe a plane starts to move across the sky or a bird flies across it. Natürlich wird dann auch irgendein Gedanke oder eine Erinnerung oder eine Konzeptualisierung aufkommen. Zum Beispiel könnte ein Flugzeug querfliegen oder ein Vogel. And you're conscious of it. Und du bist dir dessen gewahr. So now we see sky to sky, and moving within that, this dyadic of subject-object. Und jetzt können wir sehen, da gibt es einerseits den Himmel zum Himmel und du bist dessen gewahr und gleichzeitig bist du dir der dyadischen Bewegung von Subjekt und Objekt gewahr. You see the plane, and thought comes, oh, I have to take a flight in a few weeks' time. Wir sehen ein Flugzeug und dann steigt vielleicht der Gedanke auf, ich muss in den nächsten Wochen mal fliegen. And the key thing is, this is arising within the vastness of sky to sky. Der Schlüsselpunkt hier ist, dass dies innerhalb dieser Weite von Himmel zu Himmel entsteht. Although in terms of conscious experience, the sky to sky is lost. Obgleich im Sinne einer bewussten Erfahrung dieser Zustand von Himmel zu Himmel verloren gegangen ist. And you can tilt into that so that you're just in your conscious processing. Sodass du dich dem zuneigen kannst und dann einfach in deinen bewussten Vorgängen verloren bist. It's on a kind of fulcrum, and you only have to tilt a little bit to see that the subject and object are moving in the space of the mind. Befindet sich das Ganze auf einer Art Achse, einem Scharnier, und du brauchst sozusagen nur eine andere Neigung zu nehmen, um zu sehen, dass das alles lediglich eine Bewegung im Geist ist. Then you realize, oh, everything is moving in the space of the mind. Und dann realisierst du, dass alles eine Bewegung im Raum des Geistes ist. So, if you can do this practice regularly, you really, you can start to see, my mind is not a thing. Wenn du also diese Praxis regelmäßig machen kannst, dann wirst du anfangen zu sehen, dass dein Geist nicht ein Ding ist. In itself, it is nothing at all. In sich selbst ist er nichts an sich. And yet, ceaselessly,
there is the display of the potential of the mind, which is non-dual with its emptiness. Und doch gibt es eine unaufhörliche Schar des Potenzials des Geistes, das nicht dual ist mit seiner offenen Leerheit. So when we sleep, it's the same situation. Wenn wir schlafen, ist es die gleiche Situation. Nothing at all, like Da an ist, infinite sky. da ist gar nichts an sich, wie ein unendlicher Himmel. And then the dream arises. Dann kommt ein Traum auf. And it appears in the structure of the dream that there is an agent, a someone, a me, who's doing things or experiencing things happening to them. Und dann erscheint es so, als gäbe es da drin einen Agens, einen Handelnden, der irgendetwas tut und etwas erfährt, was eben ihm angetan wird. So if you simply fall into the dream, you get carried along in it for a while, and then you wake out of it. Wenn du einfach in diesen Traum fällst, dann wirst du eine Weile davon fortgetragen und dann wachst du davon wieder auf. But if you can allow the dream to emerge within the nothingness, wenn du aber dem Traum gestatten kannst, innerhalb des Nichts zu erstehen, then you see the dream is an aspect of nothing. Dann kannst du sehen, dass der Traum ein Aspekt von Nichts ist. It's not something coming out of nothing. Es ist nicht, dass etwas aus dem Nichts kommt. It's how nothing shows itself. Es ist die Art und Weise, wie sich das Nichts selbst zeigt. It is the illusory nature of mental experience. Und das ist die illusorische Natur mentaler Erfahrung. So, being awake to the dream as the dream is occurring allows the dream as manifestation to be non-dual with its empty source. Das heißt, sich des Traumes, wie er erscheint, gewahr zu sein, gestattet die Nicht-Dualität des Traumes von seiner offenen Quelle zu erkennen. And in that way, you are present in the night. Und auf diese Weise bist du in der Nacht präsent. There's no fixed agenda for what you should be trying to do. Da gibt es keine fixe Agenda, was du da versuchen solltest zu tun. You're not trying to dream about anything in particular. Du versuchst nicht von irgendetwas Bestimmten zu träumen. Just as when we do the sitting practice, we're not focusing on a visualization or a recollection of something. Genauso wie wenn wir die sitzende Praxis machen, wir uns ja nicht auf das Tun von etwas fokussieren, nicht auf Visualisierung oder auf die Sammlung auf irgendetwas. We just open and whatever comes, comes. Wir sind einfach offen und was immer kommt, kommt. It's not the semantically adjusted content of the dream that is important. Es ist nicht, dass der semantisch sozusagen bearbeitete Inhalt des Traums in irgendeiner Weise wichtig wäre. Sorry, it is the fact that there is dreaming. Es ist die Tatsache, dass es da einfach das Träumen gibt. Just as with this familiar symbol that we use of the mirror. Mit diesem vertrauten Symbol, das wir gebrauchen, nämlich dem Spiegel. It's not the aesthetic qualities of the reflection which are important. Geht es hier nicht um die ästhetischen Qualitäten der Spiegelung, die wichtig sind, but the fact that there is a reflection. Sondern um die Tatsache, dass es da eine Spiegelung gibt. The reflection is the showing of the empty mirror. Die Spiegelung ist das sich zeigen des leeren Spiegels. You can't catch a reflection.
Eine Spiegelung kannst du nicht fangen. You can't catch a dream. Du kannst einen Traum nicht fangen. You can't catch a mirage. Du kannst keine Fata Morgana einfangen. And you can't catch houses, peoples, cars, dogs. Und du kannst auch keine Häuser, Autos, Leute, Hunde und so weiter fangen. However, in our ordinary dualistic perception, we are sure, yeah, I can catch the car. Aber in unserer gewöhnlichen dualistischen Wahrnehmung sind wir uns sicher, dass wir ein Auto fangen können. You open your car, you get in, you put on the engine. Du öffnest dein Auto, du steigst ein, startest den Motor And you're driving the car. und fährst mit dem Auto. Of course, you are driving the car, Natürlich fährst du das Auto, but according to circumstances. aber das ist umständebedingt. Your driving and the situation of the road are co-emergent. Dein eigenes Fahren und die Situation auf der Straße sind koemergent. If I ask you, how are you going to drive, you can't be very specific. Wenn ich dich fragen werde, wie wirst du denn fahren, kannst du da nicht sehr präzise sein. You might say, oh, I drive carefully, Ich könnte sagen, ich werde sorgfältig fahren. but you can't say, oh, in 200 meters, I'm going to have to put on the brake. Aber du kannst nicht sagen, in 200 Metern werde ich bremsen müssen. You don't know what will happen. Maybe a cat will run across the road, or maybe not. Du weißt nicht, was passieren wird. Vielleicht wird eine Katze die Straße überqueren, vielleicht aber auch nicht. So if you start to be present with the unfolding of your daily life moment by moment, you see that actually it is also like a dream. Wenn du also es schaffst, gegenwärtig in der Entfaltung des Lebens von Augenblick zu Augenblick präsent zu bleiben, dann wirst du sehen, dass das auch wie ein Traum ist. We live in language. Wir leben in der Sprache. When somebody tells us about their summer holiday, we don't go on holiday with them. Wenn uns jemand von seinen Sommerferien erzählt, dann ist es nicht so, dass wir mit dieser Person in die Ferien gehen. We get the telling about, we get the narrative of the holiday. Wir bekommen das Sprechen über oder die Erzählung über die Ferien. And what they tell us about their holiday is not the holiday itself. Und was sie uns über ihre Ferien erzählen, sind nicht die Ferien selbst. Oh, the beach was wonderful. Oh, der Strand war wunderbar. But what was the sensory experience of this wonderful beach? Was aber war die sinnliche Erfahrung dieses wunderbaren Strandes? The warmth of the breeze, the sunlight glittering on the water, the people playing volleyball and so on. Die Wärme auf der Haut, das Sonnenglitzern auf dem Wasser, die Leute, die Volleyball spielten und so weiter. Maybe you regret how much you ate in the winter time because now you have to take your big body and show it in this public beach. Vielleicht bedauerst du, wie viel du in der Winterzeit gefuttert hast, weil jetzt musst du deinen großen Körper dahin tragen und auf einem öffentlichen Strand zeigen. So many stories can arise in terms of what was happening on the beach. Es können da also viele Geschichten aufkommen darüber, was da auf dem Strand passierte. But essentially it is inexpressible. Aber essentiell ist es nicht ausdrückbar. So the whole Dharma path is to say, stay with the fresh. Der ganze Dharma-Pfad ist zu sagen, bleibe bei dem Frischen. Conceptualized experience is dead experience. Eine konzeptualisierte Erfahrung ist eine tote Erfahrung. You're talking about things which are not directly present. Du sprichst über Dinge, die nicht unmittelbar gegenwärtig sind. Stay with the present. Bleibe bei der Gegenwart, bei der Präsenz. It has impact
Sie beeinflusst dich, but it is ungraspable, aber sie ist ungreifbar, like the dream, eben wie ein Traum like the mirage. oder eben wie eine Fata Morgana. This is why the dream is important. Und das ist der Grund, warum Traum wichtig ist. Some people are very connected with their dreams, they keep dream diaries and so on. Manche sind sehr verbunden mit ihren Träumen, sie schreiben Traumtagebücher und so weiter. Others are not so much. Andere wiederum nicht. From the Dzogchen point of view, work with your circumstances. Im Standpunkt des Dzogchen heißt es, arbeite mit deinen Umständen. If dreaming is a path for Frozen, 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 frozen. Oh, It was frozen. yeah. Frozen. Okay, now come back. So yeah, if dreaming is not very easy for you, don't make it something artificial. Wenn das Träumen für dich nicht so einfach ist, dann mach es nicht zu etwas Künstlichem. So then he says, being aware of my dreams as they come, I must transform them into the practice of natural radiance. Und dann sagt er, indem ich mir meine Träume, so wie sie kommen, bewusst bin, muss ich sie in die Praxis der natürlichen Strahlkraft transformieren. This transform means you're not actually transforming them. What you're doing is not transforming them. Dieses Transformieren heißt nicht, dass wir tatsächlich sie transformieren, sondern was wir tun, ist, sie eben nicht zu transformieren. Oh, I was dreaming about my old school. I was back in that building. Oh, ich träumte über meine alte Schule, ich war zurück in dem Gebäude. It seems so real. Es erschien so real. So this is a dream interpretation. Das ist eine Trauminterpretation. The actual dream itself, if you stay with it, because the images are moving around, they are truly ungraspable. Die tatsächliche Traumerfahrung ist die, dass die Traumbilder, weil sie sich permanent verändern, eigentlich ungreifbar sind. And it is this ungraspability which is the practice of natural radiance. Und es ist diese Ungreifbarkeit, die die Praxis der natürlichen Strahlkraft ist. It's natural radiance or translucency or clear light. It simply means the arising of unreified experience. Die natürliche Strahlkraft oder Durchsichtigkeit oder klares Licht bedeuten nichts anderes als das Erstehen einer nicht verdinglichten Erfahrung. In which there is no grasping at anything as an attempt to catch it. Und darin gibt es kein Greifen nach etwas als dem Versuch, etwas zu fangen. This is the Sambhogakaya, the enjoyment of this free, ceaseless display of like rainbows in the sky, ungraspable appearance. Das ist das Sambhogakaya oder der unaufhörliche Genuss von dem, was da erscheint, ohne Greifen, so als wären es Regenbogen am Himmel. So he says, not sleeping like an animal, I will follow this very important practice of merging sleep with the direct experience of my true nature. Und so heißt es hier, nicht wie ein Tier schlafend werde ich dieser sehr wichtigen Praxis der Verschmelzung von Schlaf mit der unmittelbaren Erfahrung meiner wahren Natur folgen. And the best way to prepare for this is do the Guru Yoga of the White R and then sit in the open state and then
use that just as you're falling asleep and do it again first thing when you awaken in the morning. Und das Beste ist, den Guru-Yoga der weißen A zu machen und es als das Verweilen in Offenheit zu praktizieren und dann, wenn man am Einschlafen ist, das zu machen und dann als erstes beim Erwachen wieder. So, dualism means I experience this. Dualismus bedeutet, ich erfahre jenes. Non-duality is within the open, ungraspable, self and other move together like swirling dancers. Und Nicht-Dualität bedeutet, in diesem Erstehen von Ich und anderen bewegen die sich zusammen wie wirbelnde Tänzer. So often in a dream, you might be going down a corridor or you open a door and suddenly you're in another situation. Oft ist es so im Traum, dass man vielleicht einen Korridor entlang geht oder irgendwo eine Tür öffnet und plötzlich in einer völlig anderen Situation ist. This is suddenly shifted into that. Jenes wird plötzlich in dieses verändert. Now, when you walk down the street, this is exactly what happens. Nun, wenn du die Straße entlang läufst, ist es auch exakt das, was passiert. Your experience is pattern, 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 pattern. Deine Erfahrung ist, dass da ein Muster nach dem anderen kommt. There's always a pattern, but they are continuous in their flow and discontinuous in their shaping. Es gibt da immer ein Muster und diese Muster sind kontinuierlich in ihrem Fluss und diskontinuierlich in ihrer Formung. That's your life. Das ist unser Leben. Now you can tell a story about it. Oh yes, I walked to the shops. First I had to go round the corner and then I met my old neighbor. Du kannst natürlich eine Geschichte darüber erzählen, oh ja, ich musste einkaufen gehen und dann musste ich da um die Ecke biegen und dann habe ich meinen alten Nachbarn getroffen. That is a story. It never happened. Das ist eine Geschichte, die niemals passiert ist. What happened was something very different. Was tatsächlich passiert ist, war etwas ganz anderes. It's inexpressible. Und das ist jenseits So, von Ausdruck. when you stay with the dream, you see impactful, inexpressible. Wenn du also bei dem Traum verweilst, dann siehst du etwas, was wirkungsvoll, aber jenseits von Ausdruck ist. And this is the whole of our life. Und so ist das ganze Leben. Of course, we need to use language, but if we wrap everything in language, it has a deadening quality. Natürlich müssen wir Sprache benutzen, aber wenn wir alles in Sprache einwickeln, dann hat das eine abtötende Qualität. Stay with the energetic quality of language rather than the solidifying semantic quality. Bleibe mit der energetischen Qualität oder Eigenschaft der Sprache, statt dich auf die semantische Qualität zu verlassen. Okay, so we take a break for an hour now till 10 past. Wir nehmen jetzt eine Stunde Pause bis 10 nach 3 mitteleuropäische Zeit. Good, have a good break. Oh, okay, so now we have the next bardo is about focused attention or mental stability. Das nächste Bardo betrifft jetzt fokussierte Aufmerksamkeit oder mentale Stabilität. But maybe first we do some sitting. We'll start with the Guru Yoga of the White R. Aber vielleicht machen wir jetzt erstmal zusammen ein bisschen sitzen und beginnen mit dem Guru Yoga des weißen A. And I just briefly introduce this practice again.
Und ich führe jetzt diese Praxis kurz nochmal ein. When we are completely immersed in thinking about our experience, Wo wir vollständig in das Nachdenken über unsere Erfahrung eingetaucht sind, using the usual tools of comparing and contrasting, indem wir die gewöhnlichen Werkzeuge des Vergleichens und Kontrastierens benutzen and problem solving, und des Lösens von Problemen, we try to think our way through something. dann versuchen wir unseren Weg durch etwas hindurch zu denken. But this cannot work in terms of liberation, Aber das kann in Bezug auf die Befreiung nicht funktionieren. because if you rely on thought, you're thinking about something and you're reinforcing the separation of this from that. Denn wenn du über etwas nachdenkst, dann denkst du eben über etwas nach und damit verstärkst du die Trennung zwischen diesem und jenem. You could say that we use thinking in a kind of homeopathic way. Man könnte also sagen, wir sollten das Denken mehr in einer Art homöopathischer Anwendung verwenden. That is to say, we want the dosage to be very, very, very small. Mit anderen Worten, wir wollen die Dosierung sehr klein halten, So that the thought is there, but without any of the energy that we usually give it through our belief in it. sodass zwar der Gedanke da ist, aber ohne diese gewöhnliche Energie, die wir normalerweise diesem Gedanken verleihen, indem wir an ihn glauben. So we use a very simple structure, which of course involves some degree of thought, to open ourselves to awareness which is discontinuous with consciousness. Sodass wir eine gewisse Struktur benutzen, die natürlich auch ein gewisses Maß an Denken beinhaltet, sodass wir aber dadurch uns der Bewusstheit gegenüber öffnen können, die bezüglich des Bewusstseins diskontinuierlich ist. There are many ways in which these connections can be described. All of them are gestures, because the truth of the situation cannot be described simply in language. Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, wie diese Situation beschrieben werden kann, aber alle diese Beschreibungen sind eine Art Geste, denn es kann grundsätzlich nicht durch Sprache eingefangen werden. So we might say that just as the reflection is in the mirror, Wir können also sagen, so wie die Spiegelung im Spiegel ist, so consciousness is in awareness. so ist Bewusstsein in der Bewusstheit. Awareness is the basic illumination of everything. Bewusstheit ist die grundlegende Beleuchtung von allem. But within duality, what is illuminated grabs the attention of the subjective ego. Aber innerhalb der Dualität ist das, was illuminiert, beleuchtet wird, etwas, was die Aufmerksamkeit des Egos ergreift, des subjektiven Egos ergreift. So, for example, I want to think about awareness. I want to make sure I understand it. Zum Beispiel könnten wir sagen, ich möchte gerne über die Bewusstheit nachdenken. Ich möchte sicherstellen, dass ich diesen Begriff richtig verstehe. That kind of sentence makes sense Diese Art von Satz macht Sinn, within the logic of language. natürlich innerhalb der Logik der Sprache. I want to know how to get to the post office. I want to know how to get to my awareness. Ich möchte wissen, wie ich
die Postfiliale finde und ich möchte wissen, wie ich zu meiner Bewusstheit komme. But awareness is not in the world in the way that the post office is. Aber die Bewusstheit ist nicht in der gleichen Weise in der Welt wie das Postamt. This world is a theater of duality. Diese Welt ist ein Theater der Dualität. These are my hands. This is my nose. Das sind meine Hände und das ist meine Nase. And I know how to get to the post office. Und ich weiß auch, wie man zum Postamt kommt. I identify entities and work out my relationship to them. Ich identifiziere Entitäten und arbeite meine Beziehung zu ihnen heraus. This is the intelligence or logic of duality. Das ist die Intelligenz oder auch die Logik der Dualität. But from the point of view of awareness, it is false and a delusion. Vom Standpunkt der Bewusstheit aber ist das falsch und eine Täuschung. Awareness is not somewhere. Denn die Bewusstheit ist nicht irgendwo. It's not hidden because you can put it somewhere. Sie ist nicht versteckt, weil man sie irgendwo hinstecken könnte. It is everywhere. Es ist oder sie ist überall. But simultaneously, it is nowhere because it is not a thing which can be located anywhere. Und gleichzeitig ist sie auch nirgendwo, denn sie ist nicht ein Ding, eine Sache, die irgendwo lokalisiert werden könnte. It is beyond thought. Sie ist jenseits des Denkens. The methods of thinking, using thinking as a tool for clarification, cannot bring you to awareness. Die Methoden des Denkens als Methoden der Klärung können dich zur Bewusstheit nicht hinbringen. So, to give you another example, I want to examine what's in my hand. Um ein anderes Beispiel zu geben, ich möchte untersuchen, was sich in meiner Hand befindet. In my hand, I can't show it very clearly, but I have the watch and my pen. In meiner Hand halte ich kann es jetzt nicht sehr deutlich zeigen, aber in meiner Hand halte ich eine Uhr und einen Kugelschreiber. So I can look at the time, I can look at how much ink is in the pen. Ich kann also die Zeit ablesen und ich kann gucken, wie viel Tusche noch in dem Kugelschreiber ist. But while these are in my hand, I can't see my hand. Aber während diese Dinge in meiner Hand sind, kann ich meine Hand nicht sehen. I have to put down the content of my hand in order to see my hand. Ich muss den Inhalt meiner Hand niederlegen, damit ich meine Hand selbst sehen kann. So it's the same with the mind. So ist es auch mit dem Geist. As long as we are committed to the content of the mind, to trying to work out the meaning of the ever-changing patterns of the content of the mind itself is not clearly visible. Solange wir uns sozusagen dem Inhalt unseres Geistes verpflichtet fühlen und versuchen, diesen ständig sich verändernden Inhalt irgendwie herauszuarbeiten, ist der Geist selbst nicht sichtbar. So we need to let go of what we are holding on to. Wir müssen also lernen, loszulassen, woran wir festhalten. So this is the function of the Guru Yoga. Und das ist die Funktion des Guru-Yogas. We have busy lives, Wir haben ein geschäftiges Leben, which means we carry tensions and stress in our body. We have many, many words ready to pour out of us, many thoughts, feelings, sensations. Das bedeutet, dass wir in unserem Körper viele Spannungen und Stress tragen. Wir haben eine Menge Wörter, die wir gerne aus uns heraussprudeln lassen würden. Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen, Empfindungen und so weiter. And this all seems like me.
Und das alles erscheint ein Ich, das Ich zu sein. We are caught up in the patterns of our life. In den Mustern unseres Lebens sind wir gefangen. They are important in terms of the relative truth of duality. I'm here talking with you. Und sie sind wichtig im Sinne der relativen Wahrheit der Dualität, denn hier bin ich und rede mit euch. But all of that, which is the currency of being in the world, which is useful and helpful in terms of relating to other people, Aber all das, diese Währung des In der Weltseins, die nützlich ist, um sich sozusagen in Beziehung zu setzen und zu kommunizieren mit all den anderen, is simultaneously an obscuration in terms of opening to our open awareness. ist gleichzeitig eine Verdunkelung im Sinne eines sich Öffnens unserer offenen Bewusstheit gegenüber. So this is why we do the Guru Yoga. Und das ist der Grund, warum wir diesen Guru-Yoga machen. It is a practice of disidentification, Das ist eine Praxis des Entidentifizierens, of letting go, des Loslassens, of not compounding, not building, not constructing, des Nicht-Zusammenfügens, Nicht-Aufbauens, Nicht-Konstruierens. because we want to open ourselves to the intrinsic. Denn wir möchten uns gerne dem Innewohnen gegenüber öffnen. The intrinsic indicates that which is already here, which is here by itself. It doesn't have to be made or produced in any way. Das Innewohnende verweist auf das, was bereits hier ist, was sozusagen aus sich selbst heraus da ist, was nicht in irgendeiner Weise hergestellt, gemacht oder anwesend gemacht werden muss. So we sit in a comfortable position with the skeleton carrying our weight. Wir sitzen in einer komfortablen Haltung und die Wirbelsäule trägt unser Gewicht. And we imagine in the space in front of us the letter R, which represents primordial purity. Und in dem Raum vor uns stellen wir uns das Schriftzeichen von A vor und das repräsentiert die ursprüngliche Reinheit. It's white in color. And you can use the Tibetan form or like a capital A. Und das ist weiß und wir können die tibetische Form benutzen, aber auch einen lateinischen Großbuchstaben A. And around it, we have the five colors which express the potential of emptiness, white, red, blue, yellow, and green. Und drumherum haben wir die 5 Farben, die das Potenzial der Leerheit ausdrückt. Das ist weiß, rot, blau, gelb und grün. So it's like we talk of appearance and emptiness. Das ist wie wenn wir über Erscheinen und Leerheit sprechen. Or from the Heart Sutra, form is emptiness, emptiness is form. The colors around the white letter A, they are like the form, and the A is like the emptiness. Oder wie im Herzsutra, wo man von Form ist Leerheit, Leerheit ist Form spricht. Da sind die 5 Farben sozusagen die Form und das Schriftzeichen A die Leerheit. So we are focusing on the non-duality of openness and manifestation. So dass wir uns auf die Nicht-Dualität von Offenheit und Manifestation fokussieren. So these rays of colored light, it's as if they are manifesting, they are expressing out into the space of emptiness. Das ist also so, dass die Strahlen von diesem 5-farbigen Licht
als ob sie sich manifestieren würden, als würden sie sich sozusagen in den Raum hinaus ausdrücken. And then we make the sound of ah 3 times. Und dabei machen wir dann den Klang A 3-mal. And the thing about the ah is we start ah, but then the sound fades away. Und das Ding mit dem A ist, dass wir zwar beginnen, indem wir das A aktiv sprechen, aber dann der Klang dann sozusagen abebbt. So if we allow the sound to be a long, slow sound, we feel the formation of ah dissolving into silence. Wenn wir also es gestatten, dass dieser Klang A ein langer Klang ist, dann fühlen wir die Formierung des Klanges sich auflösen in die Stille. And this is our experience in life. If you're walking along the street and you see a tree, as you get closer to it, it becomes tree, and then you walk past it, tree, fades away. Und das ist das, was wir im Leben auch erfahren, wenn wir zum Beispiel die Straße entlang gehen und wir kommen einem Baum entgegen, dann wird der Baum erst einmal sozusagen konkret haben, dann, während wir an ihm vorbei sind, ebbt er oder verblasst er auch weg. Appearing and vanishing like the waves in the ocean. This is experience all the time. Dieses Erscheinen und Verschwinden, Erscheinen und Verschwinden, das ist wie die Wellen im Ozean, das erfahren wir die ganze Zeit über. When we grasp at something, we never catch the actual concrete phenomena. We catch our concept of the phenomena. Wenn wir an etwas festhalten, dann fangen wir niemals die tatsächlichen konkreten Phänomene ein. Was wir einfangen, sind unsere Konzepte von diesen Phänomenen. Which is strange. Und das ist seltsam. Because you would think the concrete phenomena, it's there. Denn man könnte ja denken, dass die konkreten Phänomene ja wirklich da sind. So, if you walk up to a tree, wenn du also einem Baum entgegengehst, you could close your eyes and rub your nose on the bark of the tree. Könntest du deine Augen schließen und deine Nase an der Rinde des Baumes reiben. Something is there. Irgendwas ist da. But what is it? Aber was ist es? Your eyes are closed. Smooth bark. Then not an oak tree. Deine Augen sind geschlossen. Wenn die Rinde glatt ist, dann weißt du, es ist keine Eiche. That's a concept. Das ist ein Konzept. What is this thing that your nose is touching? Was ist dieses Ding, das deine Nase berührt? Some sensation. Das ist irgendeine Empfindung. Which is vanishing. Und diese Empfindung verschwindet. As your nose is moving across the bark, the sensation is arising and passing. Während sich die Nase entlang der Rinde bewegt, entsteht die Empfindung und vergeht. This tree, big, strong tree, you can't catch. Diesen Baum, diesen großen, starken Baum kannst du nicht fangen. We say big tree, we say strong tree. Wir sagen großer Baum, starker Baum. These are concepts. Und das sind Konzepte. Nose on this thing, which is somehow a vanishing thing. Die Nase auf diesem Ding, was ja irgendwie eine verschwindende Sache ist. Strange. Seltsam. What we grasp is ideas. Woran wir uns vergreifen, sind sozusagen die Ideen. So, when we make this sound of ah 3 times, we're releasing this intoxication with the ideas of things by just entering into sound itself as it dissolves. Indem wir also diesen Klang 3-mal von A machen,
entspannen wir unsere Berauschung mit den Ideen und Konzepten, indem wir in das sich Auflösen des Klanges selbst eintreten. Concepts are generally linguistically formulated. Konzepte werden für gewöhnlich sprachlich formuliert, but they are sound expressed. sie sind aber Klang, der ausgedrückt wird. The communication which we have directly between each other is variations on the wind. Die Kommunikation, die wir unmittelbar miteinander haben, sind Variationen auf dem Wind. Self-dissolving. Selbst auflösend. You can't catch it. Du kannst sie nicht fangen. But you can catch the semantic content. Aber du kannst den semantischen Inhalt fangen. Which is nothing at all except what you believe it to be. Und der ist nichts an sich, außer dem, wofür du es hältst. So this is something you have to investigate for yourself. Und das ist etwas, was du für dich selbst untersuchen musst. What do I catch when I catch something? Was fange ich, wenn ich etwas fange? I'm holding the pen in my hand. Ich halte den Stift in meiner Hand. Have I caught the pen or my idea of the pen? Habe ich nun den Stift gefangen oder meine Idee vom Stift? Does the pen exist apart from the idea of the pen? Existiert dieser Stift unabhängig von der Idee des Stifts? This is not a kind of mental arithmetic problem. Das ist jetzt kein mentales Arithmetikproblem. This is a problem of trying to see how you cheat yourself. Das Problem besteht hier zu sehen, wie du dich selbst betrügst. You don't trust the senses, you trust the concept. Du vertraust nicht auf die Sinne, du vertraust auf das Konzept. And the danger with the concept is it seems to continue across time. Die Gefahr des Konzepts ist, dass es scheinbar sich in der Zeit, quer durch die Zeit fortsetzt. So phenomena are clearly only here and now. Und Phänomene sind klarerweise nur hier und jetzt. There is just this, always moving and changing. Von Augenblick zu Augenblick ist es einfach nur dies und das bewegt sich stets und verändert sich. But I've now lifted up my pen again. Aber jetzt habe ich doch wieder meinen Stift hochgehoben. It's the same pen. Es ist der gleiche Stift. Is that true? Ist das wahr? What is the basis for saying it's the same pen? Was ist die Grundlage dafür zu sagen, das ist der gleiche Stift? Well, it looks the same and I've held it before and it's my pen. Nun, schaut gleich aus und ich habe es schon vorher gehalten und es ist überhaupt mein Stift. That is a string of concepts. Das ist nun eine Folge von Konzepten. If I wrap this whatever with concepts, I can make it enduring. Wenn ich dieses, was immer es ist, in Konzepte einwickle, kann ich es dauerhaft werden lassen. But in its immediacy, it's just this. Aber in seiner Unmittelbarkeit ist es einfach nur dies. And then next moment, it's just this. Und im nächsten Augenblick ist es wieder dies. But is that the same justice or another justice? Aber es ist das gleiche, bloß dies oder ein anderes bloß dies. You have to compare them and contrast them. Du müsstest sie vergleichen und kontrastieren. So, the red pen is in my left hand, the black pen is in my right hand. Nun, der rote Stift ist in meiner linken Hand und der schwarze Stift ist in meiner rechten Hand. Red and black. Rot und schwarz.
this moment's black pen dieses Augenblicks schwarzer Stift and the next moment black pen. und das ist des nächsten Moments schwarzer Stift. Well, this moment pen, this, you see. Dieses Augenblicks schwarzer Stift von Augenblick zu Augenblick kannst du sehen. That moment's pen, where is it? Aber dieses Momentes schwarzer Stift, wo ist es denn? You can't have this moment pen and that moment pen in the same moment. Du kannst nicht den Stift dieses Augenblicks mit dem Stift des anderen Augenblicks gleichzeitig haben. But you think you can, Aber du denkst, du kannst es. because we live in the three times, past, present, future, all linked together. Denn wir leben in 3 Zeiten, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die alle miteinander verknüpft sind. But this is just this, Aber dies ist nur dies. the undisturbed, unbroken wholeness of the moment. Die ungestörte, unverletzte Ganzheit des eben diesen Moments. Beyond comparison. Jenseits von Vergleich. If you look yourself again and again, you can see that this is the case. Wenn du wieder und wieder schaust, kannst du es für dich selber sehen, dass das der Fall ist. Continuity in the object is continuity of the idea or the concept of the object. Die Kontinuität des Objekts ist die Kontinuität deiner Idee oder des Konzepts von dem Objekt. Actually, there is no object. Tatsächlich ist da kein Objekt da. What you have is a showing Was du hast, ist ein sich zeigen or a hearing or a smelling or a tasting or a touching. oder ein Hören oder ein Riechen, Schmecken, Berühren, Sehen. These are the direct revelation of experience. Dies sind unmittelbare Enthüllungen des Erfahrens. This is the basis of meditation. Das ist die Grundlage für Meditation. Stay with the freshness of what is arising without covering it in your conceptualizing habituation. Bleibe mit der Frische dessen, was entsteht, ohne sie mit deinen konzeptuellen Gewohnheiten zu überdecken. So we do the practice now. White R in front of us in the space. It's just hovering there, maybe about the size of a hand like that, about whatever. And surrounded by the colored light. And then we make the sound of R together. And with the ending of the third sound, the imagined white R and the colored light dissolves, and it's just only open. Wir machen den Klang von 3a und stellen uns dieses weiße A vor uns, von der Größe vielleicht unserer Faust, wie auch immer. Und während wir das machen, dann löst sich das dann auf und es bleibt nur die Offenheit übrig. Okay, so then we do this and we sit for maybe 5-10 minutes. It's quite a short time. Okay, wir machen das und dann sitzen wir vielleicht für 5 bis 10 Minuten, also ziemlich kurz.
Okay. Gut. Oh, many different experiences arise. Viele verschiedene Erfahrungen kommen auf. We want to be equally welcoming to any experience. Wir wollen gleichermaßen willkommen sein gegenüber jeder Erfahrung. We all have long habits of organizing phenomena into hierarchies of value. Wir haben eine langstehende Gewohnheit, Phänomene in Hierarchien von Wert zu organisieren. And attributing some essential value or worth. This is good, this is bad, and so on. Und ihnen irgendwelche essentiellen Werte von gut oder schlecht zuzuweisen. So this is a very different attitude. Everything is welcome as it is. Und das ist ja eine völlig andere Einstellung. Das ist alles willkommen, wie es ist. And there is a double movement here. Und wir haben hier eine doppelte Bewegung. Because I can only experience how it is if I give an open welcome. Denn ich kann nur dann erfahren, wie es ist, wenn ich ein offenes Willkommen heiße. Because if I'm going to evaluate what is occurring, denn wenn ich anfange zu bewerten, was erscheint, then as we were just looking with the example of the tree, dann wird es so sein, wie wir gerade anhand des Beispiels mit dem Baum betrachtet haben. What I'm evaluating is my own conceptual interpretation of the thought or feeling or memory. Was ich da auswerte, ist meine eigene konzeptuelle Interpretation von dem Gedanken oder dem Gefühl oder der Erinnerung. What is arising is appearance and emptiness in a field of clarity and emptiness. Was aber entsteht, ist Erscheinung und Leerheit in einem Feld von Erscheinung und Leerheit. Nothing is occurring, nämlich nichts ist am Erscheinen, except the illusion of something which is inseparable from nothing. außer der Illusion von etwas, das untrennbar von nichts ist. So as soon as you start to try to work out what this is and what it means and what I could do with it, you have a selective attention. Sobald du also anfängst, herausarbeiten zu wollen, was es ist und was es bedeutet und was du damit machen kannst, dann hast du selektive Aufmerksamkeit. And we have to remember that Rigpa awareness is inclusive. Everything is within this space of illumination. Wir müssen uns aber erinnern, dass Rigpa, die Bewusstheit, inklusiv ist. Alles befindet sich innerhalb des Raumes der Ausleuchtung. So this is a strange fact of our life. Und das ist eine seltsame Tatsache unseres Lebens. Everything arrives at once. Alles kommt auf einen Schlag an. If I turn my head and look out my window, I see trees blowing in the wind, cars, lampposts, many things. Wenn ich meinen Kopf drehe und aus dem Fenster schaue, sehe ich Bäume, die im Wind schwanken, Autos, Laternenmasten und so weiter. Alles ist da. Or rather, that is a description of what I see. Beziehungsweise es ist eher eine Beschreibung dessen, was ich da sehe. What I actually see are patterns of light. Was ich tatsächlich sehe, sind einfach Lichtmuster. And this all arrives at once. Und all das entsteht oder kommt auf einmal an. It is my own mental processing that attributes names, functions, values, and so on. Das ist mein eigener mentaler Prozess, der dann Namen, Funktionen und Werte zuordnet. So that's why we want to release ourselves from the mental activity. Das ist der Grund, warum wir uns selbst von mentaler Aktivität trennen wollen. Which within duality appears to be the function of linking. Die innerhalb der Dualität als die Funktion von Verknüpfung zu sein scheint.
when we pay attention to something, when we identify it, this focusing of our mental energy onto the object, as it were, seems to join our life energy with it. Wenn wir etwas identifizieren, wenn wir sozusagen unsere Aufmerksamkeit auf etwas fokussieren und Energie damit verbinden, dann scheinen wir sozusagen uns damit zu verbinden, als ob es etwas wäre. But from the point of view of the practice, everything which arises is already on the inside. It is already our experience. Aber vom Standpunkt der Praxis aus ist alles, was erscheint, bereits innen. Es ist bereits ein Aspekt der Erfahrung. So when I'm trying to work out what it is, Wenn ich also versuche herauszufinden, was es ist, it is this mental effort which is obscuring how it is. dann ist es genau diese mentale Anstrengung, die verdunkelt, wie es ist. I don't need to know what it is. Aber ich brauche es ja gar nicht zu wissen, was das ist. But it helps if I know how it is. Es hilft, wenn ich weiß, wie es ist. Because if I'm working with circumstances, Denn wenn ich mit den Umständen arbeite, I have to be close to the actual presenting of the patterning of phenomena. muss ich der sich tatsächlichen Darstellung der Phänomene nahe sein. That is to say that the bright awareness is unimpeded in its movement of allowing the shimmering qualities of our sensory appreciation. Mit anderen Worten, ich muss gestatten, dass diese sorry, could you please repeat? Yeah, surely. So the mind, our awareness, which is open and very bright and illuminating, Also unser Geist, unsere Bewusstheit, die offen, sehr strahlend und beleuchtend ist, becomes the arena within which we have the shimmering presencing of the movement of sensory experience. diese Bewusstheit wird dann zu der Arena, in der das schimmernde, das glitzernde Erscheinen der Erfahrung stattfinden kann. So we have this third bardo. Now when the bardo of mental stability is arising for me. Wir kommen also zu dem dritten Bardo. Nun, wo mir der Bardo der geistigen Stabilität erscheint, and he says, I must abandon all the different forms of vacillating confusion. da heißt es, muss ich all die verschiedenen Formen wankender Verwirrung aufgeben. And keep to the unwavering, ungrasping openness, free of all limits. Und mich an die von allen Begrenzungen freie Offenheit halten, die nicht wankt und nicht festhält. So, mental stability here is not like trying to pay attention. It's not like doing an exercise in mindfulness. Mentale Stabilität bedeutet hier nicht sowas wie fokussierte Aufmerksamkeit, als ob man sozusagen eine Übung dafür richten würde, der fokussierten Aufmerksamkeit. It's like I was describing for the ah sound. It is releasing of involvement. Das ist eher wie das bei dem Klang von A beschrieben wurde, ein Entlassen des Verwickeltseins. For example, we say that the ground of the mind is space. Zum Beispiel sagen wir, der Grund des Geistes ist Raum. Now, close to space is wind or air. Nun, dem Raum nahe ist Wind oder Luft. When there is no movement, the air becomes still. Wenn es da keine Bewegung gibt, wird die Luft still.
if I move my hand around, I feel the air moving and it touches the skin on my face. Wenn ich aber meine Hand bewege, dann bewegt sich die Luft und ich fühle, wie die Bewegung der Luft mein Gesicht, die Haut meines Gesichts berührt. In the same way, when the mind is moving and you're involved in the thoughts, it agitates the basic energy, which then seems to consolidate as something happening. In der gleichen Weise, wenn sich der Geist bewegt, dann versetzt das die grundlegende Energie in Bewegung und diese Bewegung lässt es erscheinen, als ob da irgendetwas konsolidieren, als ein Etwas würde. So he says there are many kinds of movement of the mind. Und es ist also so, wie es heißt, dass viele verschiedene Arten von Bewegungen des Geistes gibt. Some of these we will think of as being very wonderful, very useful. Manche davon werden wir als sehr wunderbar und sehr nützlich betrachten. For example, if you have to have an operation, Zum Beispiel, wenn du eine Operation haben musst, you're hopeful that the surgeon is not distracted, dann hoffst du, dass der Chirurg nicht abgelenkt ist. and that the anesthetist is not dreaming of their summer holidays, but it's monitoring the dials. Und dass der Anästhesist nicht von seinen Sommerferien träumt, sondern wirklich auf die Anzeigen achtet. But of course, from the point of view of meditation, even although the focused attention of these medical professionals is ethical and helpful, it is also a distraction from the openness of the mind. Aber vom Standpunkt der Meditation her ist sogar diese fokussierte Aufmerksamkeit der Berufsmediziner, so sehr sie ethisch und hilfreich ist, eine Ablenkung von der offenen Qualität des Geistes. People die all the time. Leute sterben die ganze Zeit über. People die from heart attacks, in car crashes, in war. Leute sterben von Herzschlägen, von Autounfällen. Sie sterben im Krieg. So if they die due to the distraction of the surgeon, does it matter? Wenn sie also aufgrund der Ablenkung vom Chirurgen sterben, ist das wichtig? Why should I bother? Warum sollte ich mich darum kümmern? But it's my mother. My mother has been killed by this doctor. Aber es ist doch meine Mutter und die wurde jetzt von diesem Arzt getötet. What is the question here? Was ist hier die Frage? Is the cause of my distress the death of a person or the death of my mother? Ist die Ursache meiner Verzweiflung jetzt der Tod einer Person oder der Tod meiner Mutter? So my philosophical equanimity, death happens everywhere, is disturbed by the thought that it's my mother who has died and been killed by someone else. So mein philosophischer Gleichmut, dass der Tod stets stattfindet, wird hier gestört durch die Feststellung, dass es ja doch meine Mutter ist und die auch noch von jemandem getötet wurde. In relative truth, in duality, we can Frozen, 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 frozen. Yeah, frozen. Okay. So I'm saying in relative truth, in duality, we cannot escape from the attribution of value. In relativer Wahrheit, in der Dualität, können wir dem Zuweisen von Wert nicht entkommen. And because of this, many different kinds of distraction will arise. Und aufgrund dessen werden viele verschiedene Formen von Ablenkung auch aufkommen.
if somebody follows football, wenn jemand sich für Fußball interessiert, then they will usually say a good football match is one where a lot is happening. dann wird man in der Regel hören, dass die Leute sagen, ein guter Fußballmatch ist dann, wenn viel passiert. It was very exciting because I didn't know what was going to happen. Es war sehr aufregend und ich wusste nicht, was passieren wird. I was on the edge of my seat, so aroused. Ich war sozusagen auf der Kante meines Sitzes und war so erregt. For the football fan, they wouldn't agree that they were distracted. Für einen Fußballfan wäre das nichts Denkbares zu sagen, dass das eine Art von Ablenkung war. They feel very present, very alive, very connected. Sie fühlen sich sehr präsent, sehr lebendig, sehr verbunden. So here it's talking about something very different. Hier aber geht es um was völlig anderes. Distraction means to lose the integrity of emptiness and experience. Ablenkung bedeutet hier die Integrität zwischen Leerheit und Erfahrung zu verlieren. The football fan is over tilted towards appearance. Der Fußballfan ist sozusagen übermäßig zugeneigt der Seite der Erscheinung. And because of that, winning and losing become very different. Und dadurch wird das Verlieren und das Gewinnen was sehr Verschiedenes. But if we retilt a little bit to more emptiness, then we see, oh, winning and losing comes and goes. It's just movements of pattern. Wenn wir aber sozusagen die Balance neu justieren, dann können wir sehen, dass das Verlieren und das Gewinnen was völlig anderes ist und einfach nur das Kommen und Gehen von Mustern ist. So the basis of abandoning all the different forms of vacillating confusion is equanimity. Das heißt, die Basis für das Aufgeben aller verschiedenen Formen schwankender Verwirrung, der Gleichmut, die Unparteilichkeit ist. To see in an instant when something is important, it is important for me. Sozusagen augenblicklich zu sehen, dass wenn etwas wichtig erscheint, es wichtig für mich ist. It is not inherently important. Es ist nicht innewohnend wichtig. It is situationally important. Das ist wichtig aus der Situation heraus. That is to say, the importance lies in the connectivity between the subject and the object. Mit anderen Worten, die Wichtigkeit liegt in der Verbundenheit zwischen Subjekt und Objekt. So, as it says in many of the Tibetan texts, you have to cut the root of attachment. Wie es in vielen tibetischen Texten heißt, müssen wir die Wurzel des Haftens abschneiden. That root of attachment is the separation of subject and object as if they were two different entities. Und die Wurzel dieses Haftens ist nichts anderes als die Trennung zwischen Subjekt und Objekt, als ob sie zwei verschiedene Entitäten wären. Subject and object arise together as the energy of the mind. Subjekt und Objekt entstehen aber gemeinsam als die Energie des Geistes. I am the subject momentarily. Ich bin das Subjekt augenblicklich. Subjectivity is a particular flavor or patterning or shaping of the energy of how I manifest. Und Subjektivität ist ein bestimmter Geschmack oder eine bestimmte Gestaltung, Formung dessen, wie ich mich manifestiere, wie sich die Energie manifestiert. It is not my true existence. Und sie ist nicht meine wahre Existenz. It is not who I really am. Es ist nicht, wer ich wirklich bin. It is a patterning of connectivity between a dyad, which has never been separated. Es ist eine Musterbildung der Verbundenheit in eine Dyade, die nie in Wirklichkeit getrennt war. Subject and object arise together.
Subjekt und Objekt stehen gemeinsam. So something moves and you respond when you're in your sitting practice. Also irgendetwas bewegt sich und du reagierst und du bist in deiner sitzenden Praxis. Two movements, 2 Bewegungen and they're gone. und weg. What did I do? Was habe ich denn getan? Now you make it thicker. Jetzt verdichtest du es. It's gone. Es ist schon weg. But I got lost. Aber ich war verloren gegangen. You're making yourself lost now by thinking that you got lost then. Aber jetzt gehst du verloren, jetzt, indem du denkst, dass du damals verloren gegangen bist. Whether what arises seems good or bad, awake or asleep, selfish or generous, it is illusion. Was auch immer es ist, ob es gut oder schlecht erscheint, großzügig oder selbstbezogen, egoistisch, ob es wach oder schlafend war, alles das ist Illusion. The mind is as it is. Der Geist ist, wie er ist. It is not my mind. Er ist nicht mein Geist. I am not the owner of my mind or the boss of my mind. Ich bin nicht der Eigentümer meines Geistes und auch nicht sein Chef. I, what I call I, is a deluding separation of a stream of energy moving through the mind so that it appears to be something separate and autonomous, I, me, myself. Ich, also das, was ich als Ich bezeichne, ist eine der Täuschung unterworfene Trennung von der Bewegung in diesem Raum des Geistes, die den Anschein erweckt, als ob es aufgrund dieser Trennung den Anschein erweckt, als ob es das Ich, mich, mein wäre. So he's saying in the next line, keep in the state of, or keep open to, the state which is free of all limits. Und in der nächsten Zeile heißt es dann, mich an die von allen Begrenzungen freie Offenheit halten, die nicht wankt und nicht festhält. This state is unwavering. Und dieser Zustand ist frei von Schwanken. This means it is the mind settled in itself. Und das bedeutet, dass es der Geist ist, der in sich selbst niedergelassen ist. Not going after anything else. Der nicht nach irgendetwas anderem geht. Satisfied, complete in itself. Der zufrieden oder befriedigt ist und in sich selbst vollständig. A bit like in a summer evening in some countries, you can see the fireflies dancing in the evening air. Ein bisschen wie an einem Sommerabend kann man in manchen Ländern die Glühwürmchen in der Luft tanzen sehen abends. There's no need to try to catch them. Da gibt es keinen Grund zu versuchen, sie zu fangen. Part of their beauty is that they move in different ways. Ein Aspekt ihrer Schönheit ist, dass sie sich auf verschiedenste Weisen bewegen. You sit quietly and you watch their movement. Du sitzt still und betrachtest ihre Bewegung. So this unwavering state in the mind is open and moving in that space of openness, all kind of things come and go. Und dieser nicht schwankende Zustand des Geistes ist offen und alle möglichen Dinge, die darin stehen, kommen und gehen. Then, when you come into the post-meditation experience and you start to move in relation to other appearances, Wenn du dann zu der Nachtmeditationserfahrung kommst und anfängst, dich in Bezug auf die anderen Erscheinungen zu bewegen, if you maintain the clarity that I am
the appearance of emptiness. Wenn du da die Klarheit aufrechterhalten kannst, dass du die Erscheinung von Leerheit bist. The kettle is the appearance of emptiness. Der Kessel ist eine Erscheinung der Leerheit. The teacup is the appearance of emptiness. Die Teetasse ist eine Erscheinung der Leerheit. Then each aspect is precisely itself without being anything at all. Dann ist jeder Aspekt präzise es selbst, ohne überhaupt irgendetwas zu sein. Then, in the manner of a dream, you boil the water and make some tea. Dann kochst du in der Art und Weise eines Traums etwas Wasser und kochst dir einen Tee. So in Tibetan it says "Zinme," without grasping. In Tibetisch heißt es dann Sinme, ohne zu greifen. Without grasping doesn't mean that you have to put your hands in your pocket. Ohne zu greifen bedeutet natürlich nicht, dass du deine Hände in die Taschen stecken musst. To make the tea, your hands have to do many different tasks. Um den Tee zu bereiten, müssen deine Hände viele verschiedene Dinge tun. Your hand moves according to the weight of the water in the kettle. Und deine Hand bewegt sich auch gemäß dem Gewicht des Wassers im Kessel. What you experience is arm, hand, kettle. Was du hier erfährst, ist Arm, Hand und Kessel. And if it's heavy, then you have to tense the muscles more. Wenn es schwer ist, dann musst du die Muskeln mehr anspannen. This is the dependent origination of the patternings of illusion. Das ist das abhängige entstehende Muster der Täuschung. To add on to that, the discourse of grasping and saying, I am making the tea. Wenn man dem noch den Diskurs des Greifens hinzufügt und sagt, ich mache Tee, I will make you a cup of tea. ich werde dir einen Tee machen, I will do this for you. ich werde das für dich tun, This is too heavy. das ist zu schwer. It's an unnecessary solidification of a linked, beautiful melodic interaction. Das ist eine unnötige Verfestigung eines wunderschönen melodischen Wechselwirkens. And the freedom from grasping is not something you have to struggle for. It is inherent in not wavering from the ground. Und diese Freiheit von dem Greifen ist nicht etwas, wonach wir greifen müssen wiederum oder danach streben müssen, sondern es ist lediglich eine Abwesenheit des Schwankens vom Grund weg. This is at the heart of all the different texts that some of us have looked at together now for many years. Das ist am Herzen all der verschiedenen Texte, die manche von uns schon seit vielen Jahren gemeinsam angeschaut haben. The central point is the ground. Der zentrale Punkt ist der Grund. The ground and source of everything is not a thing. Und der Grund, also die Quelle von allem, ist kein Ding. And because the ground is not a thing, what arises within the ground or from the ground or with the ground is also not a thing. Und was immer dann also, weil der Grund selbst kein Ding ist, aus diesem Grund oder in dem Grund oder mit dem Grund entsteht, ist auch kein Ding. Not being a thing, indem wir kein Ding sind, how can I be slotted into polarities of complete or incomplete? wie könnte ich da eingekastelt werden in Polaritäten von vollständig oder unvollständig? So, for example, today we have a translation into Portuguese, Spanish, German, Polish. Zum Beispiel haben wir heute eine Übersetzung ins Portugiesische, ins Spanische, ins Deutsche, ins Polnische. Poor James, he is incomplete because he doesn't know these languages. Armer James, er ist unvollständig, weil er all diese Sprachen nicht kennt.
But James is completely James in just knowing English. Aber James ist vollständig James, indem einfach nur Englisch kann. I am the perfect accomplishment of English only James. Ich bin die vollkommene Vollendung des nur Englisch können James. But if I conceptualize myself as a thing, Wenn ich mich aber als ein Ding konzeptualisiere and then I compare myself to other people and think, oh my God, they speak 4 languages, look how accomplished they are. und anfange mich mit anderen Leuten zu vergleichen und denke, oh mein Gott, diese Leute, die können 4 Sprachen sprechen, schau, wie toll sie sind. If only I was like that, Wenn ich nur so wäre, then I would be complete. dann wäre ich vollständig. So now I must get a grammar book and some tapes and add German onto James. Jetzt muss ich also ein Grammatikbuch und einige Tonbandaufnahmen besorgen und dann das dem James hinzufügen. So is James plus German a more complete James? Wäre denn James plus Deutsch ein vollständigerer James? In this world, we are all little small fragments. In dieser Welt sind wir alle nur kleine, winzige Fragmente. There's so much we don't know. Da gibt es so viel, was wir nicht wissen. We are all ignorant of so many things. Wir sind alle ignorant bezüglich so vieler Dinge. Does that mean we are incomplete? Heißt das, dass wir dann unvollständig sind? The basis of completion is integrity with the ground. Die Basis der Vollständigkeit ist aber die Integrität mit dem Grund. Your own mind is open and empty, infinite and unlimited from the very beginning. Dein eigener Geist ist offen und leer und unbegrenzt von allem Anfang an. Within this openness, moment by moment, there is just this. Innerhalb dieser Offenheit ist von Augenblick zu Augenblick nur dies. Experientially, just this is all there is. Und erfahrungsmäßig ist das, was da ist, alles, was es gibt. And then just this, and just this, and just this. Bloß dies, bloß dies, bloß dies. It's completely open and completely full. Es ist vollständig offen und vollständig voll. And within this, we move and talk and go to sleep and so on. Und innerhalb davon bewegen wir uns, wir sprechen, wir gehen schlafen und so weiter. When the movement of body, speech, and mind are inseparable from this field of clarity, which is inseparable from infinite openness, then we are complete. Sorry, I didn't get it. I slowly going to pee into my trousers, I think. Yeah, well, this is the last sentence. So when the mind is open, Wenn der Geist offen ist and there is the completion of this, und darin die Vollständigkeit davon ist, we are part of that complete justicness. dann sind wir ein Teil dieser vollständigen Bloß-Diesheit. We're not added on from somewhere else. Wir wurden nicht von woanders her hinzugefügt. We are the emergence of a pattern within the clarity of justice. Wir sind die Emergenz eines Musters in der Klarheit von bloß dies. Which is empty. Und die ist leer. This is Sopachembo. This is the infinite completion, the great completion. Das ist Sokpa-Chepo, die unendliche Vollendung, die große Vollendung. Great. Okay, so we have a break now for half an hour till 10 to. Wir haben jetzt eine Pause bis 10 vor 5 mitteleuropäische Zeit. Good. Gut. Okay. Okay.
Is it all being recorded okay? Jo. Good. So now we're still on this third Bardo, Wir sind immer noch bei dem dritten Bardo, on the fourth line. in der vierten Zeile. I must gain stability in both the developing and perfecting systems. Ich muss sowohl in dem Stabilität, sowohl dem Entwicklungs- als auch dem Vollendungssystem erlangen. So this refers to the tantric way of bringing everything into emptiness. Das bezieht sich auf den tantrischen Weg, alles in die Leerheit zu bringen. And it uses the power of the imagination. Und das verwendet die Macht der Vorstellungskraft. That is to say, the power to develop images, ideas, and believe in them. Mit anderen Worten, die Fähigkeit, Ideen und Vorstellungen, Bilder zu benutzen. So typically in a sadhana practice, a practice of developing the felt sense of the living presence of the deity. Das ist typischerweise in der Sadhana-Praxis die Entwicklung eines empfundenen Sinnes für die Anwesenheit der Gottheit. We either build up an image step by step or in an instant. Wir bauen da entweder Schritt für Schritt ein Bild auf oder in einem Augenblick. The teachings are organized, or the view is organized according to these different vehicles. In the Nyingmapa system, 9 different vehicles. Und diese Sichtweise wird im Nyingmapa-System in 9 verschiedenen Fahrzeugen organisiert. And the last 3 are Mahayoga, Anu Yoga, and Ati Yoga. Und die letzten 3 sind es ist Maha-Yoga, Anu-Yoga und Ati-Yoga. So in Mahayoga, we tend to build up the picture of the deity step by step. Und in Maha-Yoga neigen wir dazu, das Bild Schritt für Schritt aufzubauen. In particular, we start with the sky. Wir beginnen insbesondere mit dem Himmel. And from the sky arises rainbow light. Und von dem Himmel entsteht Regenbogenlicht. The rainbow light comes together in the form of a seed syllable. Und von dem Himmel kommt aus dem Regenbogenlicht die Keimsilbe. And from this seed syllable, there arises the basis of the mandala. Und aus dieser Keimsilbe entsteht die Basis des Mandala. And then inside that, on a throne, usually of a lotus, there arises the deity. Und innerhalb davon, für gewöhnlich auf einem Lotus, entsteht dann die Gottheit. So you have a practice with a single deity. Man kann eine Praxis haben, in der nur eine einzige Gottheit vorkommt. Or a deity with a partner. Oder eine Gottheit mit einem Partner. Or it could be a large mandala with many different deities inside. Das könnte auch ein großes Mandala mit vielen Gottheiten da drin sein. The mandala is also described as a Shalyekang, which means a limitless house. Das Mandala wird auch beschrieben als Shayekan, also ein unendliches Haus.
That is to say, it's not located anywhere. It's neither big nor small. It can appear according to the circumstances of the meditator. Das heißt, es ist weder groß noch klein und nicht dort und nicht hier und kann lokalisiert werden gemäß den Umständen des Meditierenden. And then by reciting the mantra of the deity, you connect your energy with that of the deity. Und gemäß der Gottheit kannst du dich mit dem Mantra mit der Gottheit verbinden. So this process of connection can involve hundreds of millions of mantras. Und dieser Prozess des Verbindungenaufnehmens kann Hunderte von Millionen von Mantras beinhalten. Because we can recite the mantra according to a fixed number. Wir können das Mantra gemäß einer fixen Zahl rezitieren. Usually 100,000 for each syllable. Für gewöhnlich 100.000 für jede Silbe. Or until you get a particular sign of success. Oder bis wir irgendwie ein bestimmtes Zeichen von Erfolg erfahren. So then you make effort to see this deity clearly, but and not to have it mixed or changing or moving, but you want to stabilize it. Und wir machen dann eine Anstrengung, um diese Gottheit klar zu sehen, aber ohne eine Verfestigung oder irgendwie eine Abwandlung zu machen. Then, or if you're practicing according to the Anu-Yoga system, you imagine the visualization in one instant. It suddenly arises, as the text say, like a fish turning in water. Oder wenn wir das gemäß dem Anu-Yoga-System praktizieren, dann können wir die Visualisierung sozusagen auf einen Schlag entstehend machen, wie man sagt traditionell, wie ein Fisch, der sich im Wasser umdreht. It's instantly here. Das ist augenblicklich hier. The advantage of this is that it relates much more to our usual experience of the world. Der Vorteil davon ist, dass es eine stärkere, vielmehr eine Beziehung zu unserer gewöhnlichen Erfahrung in der Welt hat. Because the key point here is that when you turn your head and you look to the right, der Schlüsselpunkt ist, wenn du deinen Kopf zum Beispiel nach rechts drehst und schaust, inside duality, you imagine that you see what is there. Dann stellst du dir innerhalb der Dualität vor, dass du siehst, was da ist. Now, by doing the tantric practice, you come to see that when I turn my head to the right, I see what I imagine to be there. Durch die Ausübung tantrischer Praxis kommst du aber zu der Einsicht, dass wenn du deinen Kopf nach rechts drehst, dass du dann siehst, was du dir vorstellst, dass da ist. And that's a very big difference. Und das ist ein Riesenunterschied. With the second understanding that this is the imagination, you are bringing all the phenomena of samsara and nirvana back to where they have always been, which is to say, movements of the mind. Mit diesem zweiten Verständnis bringst du alle Phänomene von Samsara und Nirvana zurück dorthin, wo sie schon immer waren, nämlich in den Geist. There are no phenomena separate from emptiness. Es gibt keine Phänomene, die getrennt von der Leerheit sind. There is no mind separate from emptiness. Es gibt keinen Geist, der getrennt von der Leerheit wäre. There is appearance and emptiness. Es gibt Erscheinung und Leerheit. So in the perfecting system, we are becoming accustomed to the way in which different patterns and shapes and sounds and Frozen, 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 frozen.
Frozen. Frozen. Yeah. So That in was this, frozen. yeah. So in this developing system, we're becoming aware of how everything is manifesting as the movement or the energy or the creativity of the mind. In diesem Vollendungssystem ist es, wird alles gewissermaßen gesehen, in welcher Weise alles eine Manifestation der Energie des Geistes ist. In that these appearances, because we project into them our residual attitudes and beliefs, become a bit hazy and opaque. Und diese Erscheinungen, weil wir sozusagen immer einen Rest von unseren eigenen Projektionen hineinbringen, werden immer ein bisschen verwischt und undurchsichtig. So we have to be clear that any thickening or dullness is our own projection onto the deity. Also müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass jedes Verdichten oder jede Stumpfheit unsere eigene Projektion auf die Gottheit ist. It is the intrinsic purity of the deity which can purify our mind. Es ist die innewohnende Reinheit der Gottheit, die die Fähigkeit hat, unseren Geist zu reinigen. So this is the same principle as in Tantric Guru Yoga. Das ist also das gleiche Prinzip wie im tantrischen Guru-Yoga. That is to say, the Guru is perfect. In anderen Worten, der Guru ist perfekt. That doesn't mean that they are perfect according to some dualistic system of morality. Das bedeutet nicht, dass die Gurus perfekt sind, gemäß irgendeinem dualistischen System von Moral ist. But they are perfect in their non-separation from the open empty ground. Aber sie sind vollkommen perfekt in ihrer Nicht-Trennbarkeit von dem offenen, leeren Grund. So when we do the practice and the rays of light come from the deity, white light to our forehead, red light to our throat, blue light to our heart, then all three lights together. Also diese Praxis der Lichter machen, wo aus der Stirn weißes, aus der Kehle rotes und aus dem Herzen blaues Licht kommt und dann alle drei zusammen. These rays of light are purifying us from the darkness of the obscuring belief in real entities. Dann reinigen uns diese Lichter von der Dunkelheit des verdunkelnden Glaubens an wahre Entitäten. Just as traditionally they say, lighting a lamp in a room that has been dark for 1,000 years will remove 1,000 years of darkness. So wie man traditionell sagt, dass das Anzünden einer Leuchte für 1.000 Jahre in Dunkelheit getauchten Raum die Dunkelheit dieser 1.000 Jahre auf einmal vertreiben wird. So we are full of darkness. Wir selbst sind voller Dunkelheit. This darkness is not something solid and real. Diese Dunkelheit ist nicht etwas Festes und Reales. It is in fact the mood of believing in solid real phenomena, including ourselves. Es ist in der Tat eher die Stimmung des Glaubens an solide und reale Phänomene, uns selbst eingeschlossen. So whether you have self-love or self-hatred, as long as there is a sense of self, there is a darkness. Das heißt, ganz gleich, ob du jetzt eine Selbstliebe oder einen Selbsthass entwickelt hast, solange es da überhaupt eine Empfindung von Selbst gibt, ist Dunkelheit da. Because in the description of clarity or a mandala, everything is made of light. Denn in der Beschreibung von Klarheit oder von einem Mandala ist alles aus Licht gemacht. So last year we published this book on Padmasambhava,
with descriptions of his palace or mandala in Sangdopalri. Letztes Jahr haben wir dieses Buch über Padmasambhava veröffentlicht, wo auch Beschreibungen seines Palastes oder Mandalas in Sangdopalri zu lesen sind. And it describes how the walls and the structure is made of crystal, so that there is no difference between inside and outside. Das beschreibt, wie die Wände, wie die ganze Struktur aus Kristall errichtet ist, sodass es keinen Unterschied zwischen innen und außen gibt. Light flows in an unimpeded way in every direction there. Dort fließt das Licht ungehindert in jede Richtung. But imagine in this field of light, there is one thing which is real, say like this pen. Aber stell dir vor, dass in diesem Lichtfeld eine Sache real ist, wie zum Beispiel dieser Stift. It stands apart from everything else. Das steht sozusagen getrennt von allem anderen. Everything is appearance and emptiness or light. Alles ist Erscheinung und Leerheit oder Licht. But this is appearance as something. Aber das hier ist eine Erscheinung als ein Etwas. And so it blocks the free movement of clarity. Und das blockiert die freie Bewegung der Klarheit. But this object, which is seemingly blocking the light, is not a thing. It is the shadow of the idea of a thing. Aber dieses Objekt, das scheinbar die freie Bewegung des Lichts blockiert, ist nicht ein Ding, sondern es ist lediglich ein Schatten der Idee von einem Ding. Sometimes you can see with small children that they get agitated. Manchmal kann man bei kleinen Kindern sehen, dass die aufgeregt werden. And their mind fixates on some idea about not wanting to put shoes on, or not wanting to go to bed, or not wanting to eat something. Und ihr Geist fixiert sich auf irgendeine kleine Idee, keine Schuhe anziehen zu wollen oder nicht schlafen gehen zu wollen oder nichts essen zu wollen. And they lock into the impossibility of being in the flow of eating and sleeping and getting ready to go out. Und sie schnappen sozusagen in die Unmöglichkeit ein, schlafen zu gehen, was zu essen oder hinauszugehen. And the parents thinking, oh God, yesterday you ate it, why you don't want to eat it today? Und die Eltern denken, oh mein Gott, gestern hast du es gegessen, warum willst du es heute nicht essen? You like it. Du hast es doch gemocht. No, no. Nein, unter keinen Umständen. That is what we do. That's the shadow of the object. The idea comes in the mind and it casts this darkness over the situation so that connective movement is impossible. Das ist das, was wir tun, dass wir diese Fixierung auf das Objekt haben, sagen, ein Schatten unsere Ideen geworfen wird und das ist dann das, was da ist. No negotiation is possible. Sagen die Dunkelheit, die da ist und es gibt kein Verhandeln. Although the position the child is adopting is relative because it's not always true, Obgleich die Position, die man dabei einnimmt, relativ ist, denn es ist nicht immer wahr. in the moment of it being activated, it is as if it is 100% absolutely true. Wird in dem Moment, in dem das aktiviert wird, empfunden, als ob das 100%ig absolut wahr wäre. And this we see in adults, in politics, in conflicts, in wars, and so on, where
somebody takes relative principles to be absolute truths. Und das können wir in Erwachsenen sehen, in Konflikten, in Kriegen und so weiter, wo etwas, was relativ vorhanden ist, für die absolute Wahrheit gehalten wird. We say, this is a red line, non-negotiable. Da wird dann gesagt, das ist eine rote Linie, die ist nicht verhandelbar. And so this increases the danger of conflict. Und das vergrößert die Gefahr des Konflikts. When we look in the history of each and every country, politicians have always lied and cheated and changed their minds. Wenn wir in die Geschichte von verschiedenen Ländern sehen, sehen wir, dass die Politiker immer gelogen haben und ihre Einstellung immer wieder geändert haben. There is no substantial ground of enduring pure morality behind their positioning. Es gibt keinen substanziellen, dauerhaften Grund hinter ihrer scheinbaren, hundertprozentigen absoluten Moralität. And yet they speak as if I can only speak the truth. I am an honest man. Und dennoch sprechen sie so, als ob sie nur die Wahrheit ausdrücken könnten. Ich bin ein ehrlicher Mann. So this is the position of the ego self. Das ist die Position des Ego selbst. I exist. Ich existiere. I am me. Ich bin ich. Listen, come on, you know me. I'm like this. Komm, hör zu, du kennst mich doch. Ich bin so. Really? I think you changed quite a lot. Wirklich? Ich denke, du hast dich ganz schön verändert. No, this is my absolute principle. Nein, das ist mein absolutes Prinzip hier. I am James. Ich bin James. And James is like this. Und James ist so. Like this? So? Not exactly me, Nicht immer ich. because I have a portfolio of selves. Denn ich habe ein ganzes Portfolio von Selbsten. Sometimes I'm like this, sometimes I'm like that. Manchmal bin ich so, manchmal bin ich anders. But I exist. Aber ich existiere. And what do you exist as? Und als was existierst du? Sometimes like this, sometimes like that. Manchmal so und manchmal so. That's a very flexible idea of existence. Das ist eine sehr flexible Idee von Existenz. So does that mean a cow could be a donkey? Heißt das, dass eine Kuh auch ein Esel sein könnte? And an apple could be a banana? Und ein Apfel eine Banane? Yes. Ja. So that's what Chetsangpa says in his description of Guru Yoga. Das ist das, was Chetsangpa in seiner Beschreibung des Guru-Yogas sagt. If the Guru says a cow is a horse, then it's a horse. Wenn der Guru sagt, dass die Kuh ein Pferd ist, dann ist es eben ein Pferd. It doesn't mean that you have to go under the stupefying power of a bad guru. Das bedeutet nicht, dass du in die blockierende oder verdummende Kraft eines schlechten Gurus gehen musst. But it means cow is a name, a horse is a name. Sondern das bedeutet, dass Kuh ein Name ist und Pferd auch ein Name ist. Now in Europe, we are faced with this situation that we are peace-loving people. In Europa sind wir mit der Situation konfrontiert, dass wir friedenliebende Menschen sind. And in order to maintain the peace, we will have to give a lot of weapons to the Ukrainians. Und um diesen Frieden aufrechtzuerhalten, werden wir eine Menge Waffen an die Ukraine geben. So that they can have war while we have peace. Sodass die einen Krieg haben können, während wir Frieden haben können. Because we love peace. Denn wir lieben den Frieden.
there's a lot of relative positioning inside these arguments. Da ist eine ganze Menge von relativen Positionierungen innerhalb dieser Argumente. Words mean different things in different situations. Worte bedeuten in verschiedenen Situationen verschiedene Dinge. In relative truth, there is no truth. In der relativen Wirklichkeit gibt es keine Wahrheit. There is only invention, Da gibt es nur Erfindungen, fiction, eine Fiktion, imagination. Vorstellungen, So we have 8 forms of Padmasambhava. sodass wir eben 8 Formen von Padmasambhava haben. But which is the real Padmasambhava? Aber welche von denen ist der reale, der wirkliche Padmasambhava? There is no real Padmasambhava. Den gibt es nicht, den realen Padmasambhava. He is a collection of illusory forms. Er ist eine Ansammlung illusorischer Formen. That's all. Das ist alles. So this developmental phase is to dissolve the false belief that there are truly existing entities. Und diese Entwicklungsphase ist die Auflösung des Glaubens, dass es wahrhaft existente Entitäten gäbe. So we have water and we have ice and steam. Wir haben Wasser und wir haben aber auch Eis und Dampf. So if you live in a very cold country, maybe ice seems the normal state. Wenn du in einem sehr kalten Land lebst, dann könnte sein, dass dir das Eis als der normale Zustand vorkommt. And water and steam seem less normal. Und Wasser und Dampf erscheinen weniger normal. In a place like England, then we think the water is the normal state and ice is less normal. In einem Ort wie England erscheint es, als ob Wasser das Normale wäre und Eis weniger normal. And if you live in the tropical jungle, then you have water and steam, but not very much ice. Und wenn du im tropischen Dschungel lebst, dann hast du Wasser und Dampf, aber nicht so viel Eis. Due to causes and conditions, the potential, which cannot really be described, can manifest in different forms. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen kann das Potenzial, das nicht wirklich beschrieben werden kann, sich auf verschiedene Weisen manifestieren. None of these forms is inherently true. Und keine dieser Formen ist irgendwie innewohnend wahr. This is how it looks according to these circumstances. Das ist nur, wie es gemäß den Umständen erscheint. So when we see this about ourselves, that according to circumstances, different thoughts arise, memories, feelings, Wenn wir es also für uns selbst sehen können, dass gemäß den Umständen verschiedene Gedanken, verschiedene Gefühle, verschiedene Erinnerungen aufkommen, we see that these qualities, which we might take to be definitive or formative of our sense of self, dann können wir sehen, dass diese verschiedenen Eigenschaften, die wir für definierend oder formativ für unser Selbstempfinden halten, are not like a child's building blocks for creating a castle. nicht wie die Bauklötzchen eines Kindes sind, die es verwendet, um ein Schloss zu errichten, But rather, they're more like gestures. sie sind eher wie Gesten. The body moves according to circumstances. Der Körper bewegt sich gemäß der Umstände Speech moves according to circumstances. und auch die Sprache bewegt sich gemäß der Umstände. The mind moves according to circumstances. Auch der Geist bewegt sich gemäß der Umstände. There is not a mind that moves. Es ist The nicht so, movement is the mind. es ist nicht so, dass es da einen Geist gäbe, der sich bewegt,
sondern die There Bewegung ist der Geist. is not a speech which moves to make sounds and sentences. Es gibt da nicht The die flow of Rede. sentences is the speech. Es ist nicht so, dass da eine Rede ist, die sich bewegt und Sätze und Aussagen bildet, sondern der Fluss der Sätze und der Aussagen ist die Rede. And it's not as if there is a body which just happens to move according to circumstances, but the movement of the gesture, posture, and so on, this is the body. Und es ist auch nicht so, als ob es da einen Körper gäbe, der sich dann gemäß den Umständen bewegt, sondern es sind die Gesten und die Haltung und so weiter, die den Körper ausmachen. There is no self of the body, of the speech, or of the mind. Es gibt da kein Selbst in dem Körper oder in der Sprache oder in dem Geist. So this is the function of visualizing yourself as a deity and merging with the deity, is to dissolve the idea that you have some home base from which you go out in different directions. There is no central home base, it's only movement. Das ist sozusagen die Grundfunktion der visualisierenden Praxis, sich selbst visualisieren als Gottheit, ist aufzulösen, die Vorstellung, als ob man eine Art Hauptquartier hätte, von dem man aus in verschiedene Richtungen sich bewegen könnte. Es gibt kein solches Hauptquartier, es gibt nur diese Bewegung. And this is the purification of the accumulated karma, which binds us into experiencing the six realms. Und das ist die Reinigung des angehäuften Karmas, das uns in den 6 Daseinsbereichen fesselt. And the completing system is when every aspect of body, voice, and mind can be completely liberated as emptiness without residue. Und das Vollendungssystem ist, wenn jeder Aspekt von Körper, Sprache und Geist vollständig in Leerheit befreit werden kann, ohne irgendein Überbleibsel. Because there are two aspects to this. Und da gibt es 2 Aspekte. There is the purification of the gross forms of the 5 poisons. Da gibt es die Reinigung der groben Formen der 5 Geistesgifte. The stupidity or mental dullness or opacity. Die Dummheit oder mentale Stumpfheit oder Undurchdringlichkeit. And then desire and aversion, pride and jealousy. Und Begehren, Aversion, Stolz und Eifersucht. That's not so difficult. Das ist nicht so schwierig. However, each of these forms creates a subtle trace. Jedoch hinterlässt oder erschafft jede dieser Formen auch eine subtile Spur, Which is impactful, but it doesn't form itself in such a kind of undeniable way. und diese subtilen Spuren sind wirkungsvoll, formieren sich aber nicht in einer solchen unbestreitbaren Art und Weise. These traces, which in Sanskrit are called vasana, they're compared to being the smell of a musk pod, which has been in a pot, and when you take it out of the pot still smells of musk. Und diese Spuren, die im Sanskrit Vasana genannt werden, werden traditionell verglichen mit, wenn man eine Moschusdrüse in einen Topf reintut und dann sie wieder entfernt, bleibt immer noch sozusagen eine Spur des Duftes des Moschus in dem Topf.
You can't see the cause, Du kannst die Ursache nicht sehen, but there is the impact. aber da ist die Wirkung. Possibly we have all experienced this in our own lives. Möglicherweise haben wir das alle schon in unserem eigenen Leben erfahren. Some impulse or tendency suddenly seems to flow through you and you feel a necessity to do something. Irgendein Impuls oder irgendeine Notwendigkeit scheint durch uns hindurch zu fließen und wir fühlen uns gedrängt, irgendetwas zu tun. And you don't know why. Und du weißt nicht warum. This is, from this point of view, this would be a sign that this subtle trace has manifested. Und von diesem Standpunkt aus wäre das ein Zeichen dafür, dass diese subtile Spur sich jetzt manifestiert hat. In English, we say, oh, it came out of the blue. I don't know why it happened. Wir würden auf Deutsch sagen, es ist aus dem blauen Himmel zu uns gekommen. Wir wissen nicht, warum das gekommen ist. That's why these subtle traces are important to purify, because they catch you before you're hardly aware of them. Und das ist der Grund, warum es wichtig ist, diese subtilen Spuren zu bereinigen, denn sie haben die Fähigkeit, uns gefangen zu nehmen, bevor du dir dessen überhaupt bewusst bist. Now, a trace needs some medium to carry it. Nun, eine Spur bedarf eines Mediums, das sie trägt. The smell needs the air in the pot or the surface of the pot to be absorbent. Der Geruch braucht zum Beispiel die Luft im Topf und auch eine absorbierende Oberfläche im Topf. That is to say, the smell of the musk pot is clinging to the air or the pot. Der Geruch der Moschusdrüse haftet an der Luft oder an der Oberfläche des Topfs. So what is it in us which is the surface or the texture which seems to absorb these traces and give them a basis for manifesting? Was ist es also in uns, diese Oberfläche, die scheinbar diese Spuren absorbiert und ihnen eine Grundlage dafür bietet, sich manifestieren zu können? So the basic medium for all these subtle traces is the belief in our own inherent existence. Nun, das grundlegende Medium für alle diese subtilen Spuren ist unser grundlegender Glaube an eine innewohnende Existenz. I am. Ich bin. There is a kind of substantial taking up space quality to that assertion. Da ist eine Art substanzielle Qualität des Raumeinnehmens in diese Behauptung. Things can impact me. Und Dinge können mich dann eben beeinflussen. I can act on other items. Und ich kann auch auf andere Gegenstände einwirken. So this is what has to be released. The basic belief, I am. Und das ist das, was losgelassen werden muss, befreit werden muss, diese grundlegende Glaube, ich bin. Of course, the truth is, I am this and that and many, many things. Natürlich, die Wahrheit ist, dass ich dies und das und viele andere Dinge bin. Now, because I am this and I am that, Weil ich dies, aber auch jenes bin, I can't really be this if I can also be that. kann ich nicht wirklich dies sein, wenn ich auch das sein kann.
I only appear to be this. Ich erscheine nur so, als ob ich dies wäre. And because this is something appearing or manifesting, Und weil dies etwas ist, was erscheint oder sich manifestiert, I can appear as that. kann ich auch als das erscheinen. So I indicates a space of appearance. Mit anderen Worten, das Ich verweist auf einen Raum der Erscheinung. Not an entity, not a thing, not an isolate, not an existent. Und nicht als ein Ding, als eine Entität, als ein isoliertes oder existentes. I am a space of appearance. But because I'm space, am doesn't really signify anything, just I space here. Ich bin ein Raum der Erscheinung. Und weil es ein Raum ist, ist das Bin sozusagen ohne jede Bedeutung. Man könnte auch sagen, ich Raum hier. So if we think of Padmasambhava, Wenn wir an Padmasambhava denken, his name means arising from the lotus. sein Name bedeutet aus dem Lotus erstanden. The lotus represents the purity of emptiness. Und der Lotus repräsentiert die Reinheit der Leerheit. So it means arising from emptiness. Also bedeutet der Name aus der Leerheit erstehend. Or the arising of emptiness. Oder auch das Erstehen der Leerheit. Emptiness appearing as something, although it is nothing. Die Leerheit, die als etwas erscheint, obwohl sie nichts ist. So this is our situation. This is why we want to merge with Padmasambhava, so that we see ourselves. I have no essence. I have no home base inside me. I am the potential manifesting according to circumstances. Und das ist unsere Situation. Das ist auch der Grund, warum wir mit Padmasambhava verschmelzen wollen, um zu erkennen, dass wir selbst keinen Grund haben, dass wir keine Heimbasis, kein Hauptquartier sozusagen besitzen, sondern dass wir selbst lediglich eben ein Erscheinen sind. So these dissolving practices, which we have many translations of now, they're very helpful for releasing us from the delusion that we exist as a separate entity. Und so sind diese auflösenden Praktiken, von denen es ja inzwischen viele Übersetzungen gibt, sehr hilfreich bei der Aufgabe, die Illusion oder die Täuschung einer selbstexistenten Entität aufzulösen. So then he says, abandoning all worldly activities, I will practice one-pointedly here and now. Und dann heißt es, indem ich alle weltlichen Aktivitäten aufgebe, werde ich hier und jetzt einsgerichtet praktizieren. Now, that doesn't mean that you can't act in the world and go to work and keep a relationship and so on. Nun, das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht in der Welt handeln können, arbeiten gehen können, Beziehungen eingehen können und so weiter. Everything can continue in the manner of a dream. Alles kann weitergehen in der Art und Weise eines Traums. Not taking it too seriously. Ist nicht allzu ernst nehmend. So, to practice one-pointedly means not to stray into the pulsation of grasping at something and rejecting something else. Also einsgerichtet zu praktizieren bedeutet nicht abzuschweifen in das Festhalten von etwas und dem Ablehnen von etwas anderem. It's important to understand what this means. Und es ist wichtig zu verstehen, was das bedeutet. An ascetic renunciation will not take you very far. Eine asketische Entsagung wird dich nicht allzu weit bringen.
Because if you decide this kind of object is dangerous for me, Und wenn du dich entschließt, dass diese Art von Objekt für mich gefährlich ist, so I will not go near it and then I'll be safe. sodass ich da also nicht einmal in die Nähe gehen werde und so werde ich dann auch sicher sein. That means my safety is relative to being able to avoid this dangerous behavior or object. Das bedeutet dann aber, dass meine Sicherheit relativ zu meiner Fähigkeit ist, dieses gefährliche Verhalten oder das gefährliche Objekt zu vermeiden. There is an anxiety embedded in that positioning. Und in diese Positionierung ist eine Ängstlichkeit eingebettet. So our focus is to be one-pointedly relaxed in the openness, which allows the wide variety of experience to arise and pass. Dass unser Fokus ist, eins gerichtet in der Offenheit, entspannt zu sein, in der dann wir gestatten können, dass die ganze Mannigfaltigkeit von Erscheinungen aufkommen darf. Now, in the Tibetan stories, there are many accounts of crazy yogis. Nun, in tibetischen Geschichten gibt es viele Berichte von verrückten Yogis. There's forms of practice in which you just don't care what other people think. Da gibt es Formen der Praxis, in denen du einfach dich nicht darum kümmerst, was andere Leute denken. That could be a kind of narcissistic self-indulgence. Das könnte natürlich auch eine narzisstische Selbstschwelgerei sein. What prevents it slipping into that is the understanding that everything which occurs is empty. Was es verhindert, dass man da hineingleitet, ist das Verstehen, dass alles, was erscheint, leer ist. So if people like me, it's empty. If they don't like me, it's empty. Wenn Leute mich mögen, ist es leer. Und wenn Leute mich nicht mögen, ist es auch leer. If I'm happy, it's empty. If I'm sad, it's empty. Wenn ich glücklich bin, ist es leer. Und wenn ich traurig bin, ist es auch leer. Emptiness is like a magical ingredient for a diet. Die Leerheit ist so wie eine magische Zutat für eine Diät. If you add emptiness to any dish, there will be no gain in calories. Wenn du Leerheit zu irgendeinem Gericht hinzufügst, wird es keine Zunahme von Kalorien geben. We accumulate karma by having a substantial self. I exist, I am, I will do. Karma sammeln wir an, indem wir ein existenzielles, substanzielles Selbst haben. Ich bin, ich will, ich tue. But when you have the sense of emptiness, then there is doing without a doer. Wenn du aber einen Sinn dafür hast, für die Leerheit, dann gibt es da ein Tun ohne einen Tuenden. So if you went in a park with a friend and you had badminton rackets and little shuttlecock, Wenn du mit einem Freund in den Park gehst und ihr habt Badmintonschläge und so einen kleinen Badmintonball, the wind es ist windig, you hit this shuttlecock and it goes according to the wind. und wenn du diesen Ball schlägst, dann fliegt er eben so, wie der Wind das haben will. Now then hitting it back towards you. Dann schlägt der Freund das zurück zu dir Your attention is on where it's going. und deine Aufmerksamkeit verfolgt, wo der Ball hingeht. So you move towards how you can hit it. Also bewegst du dich sozusagen auf die Position zu, wie du den erwischen kannst. Are you moving yourself or is the shuttlecock moving you? Bewegst du dich selbst oder ist es der Ball, der dich bewegt?
you are moving without having to move yourself, because your one-pointed focus on where the ball or the shuttlecock is going directs your body. Du bewegst dich, ohne dass du dich sozusagen selbst lenken musst, denn es ist eine einsgerichtete Aufmerksamkeit darauf, wo der Ball hingeht, der deinen Körper lenkt. When you experience that, then there is a lot of activity without really somebody doing it. Wenn du das erfährst, dann gibt es eine Menge Aktivität, ohne dass es irgendjemand tut. Especially if your desire is just to keep this little ball or shuttlecock moving. Insbesondere wenn dein Wunsch ist, einfach nur diesen Badmintonball da in Bewegung zu halten. So if you take the toxicity of winning and losing out of it, Wenn also die Giftigkeit der Vorstellung von Gewinn und Verlust hier oder Gewinnen und Verlieren hier rausnimmst, then you're just playing. dann spielst du einfach. And you give yourself into the playing. Und du übergibst dich sozusagen diesem Spielen. So that the playing is playing you. Sodass das Spielen dich spielt. So in this way you can engage in all kind of activities. Und auf diese Weise kannst du dich in alle möglichen Arten von Aktivitäten engagieren. The middle way is to avoid the extremes of a merged identification or an avoidant isolation. Der mittlere Weg ist hier die Extreme zwischen einer verschmolzenen Identifizierung und einer vermeidenden Isolation zu vermeiden. So when you are just moving in the world according to circumstances, the two dangers are you run an internal commentary. Wenn du dich also in der Welt gemäß der Umstände bewegst, dann gibt es zwei Gefahren. Die eine ist, dass du quasi einen ständigen Kommentar darüber zu laufen hast. Or you give an external commentary to other people. Oder du gibst deine Kommentare nach außen hin zu anderen Leuten ab. Both of these are likely to bring you into a state of judgment. This went well, this went not so well. Beides wird dich wahrscheinlich in einen Zustand des Urteilens bringen, von der Art, das ist gut gegangen und jenes ist nicht so gut gegangen. When I lived with Lama, als ich mit Lama zusammenlebte, I was often amazed that he would talk about nothing for a long time. Da war ich immer erstaunt, dass er in der Lage war, über nichts für lange Zeit zu sprechen. I don't mean Buddhist nothing, I mean the cost of a rickshaw into town, why are the trains always late, and so on. Und damit meine ich nicht das buddhistische Nichts, sondern warum die Rikscha in die Stadt so viel kostet, warum die Züge permanent verspätet sind und so weiter. I wanted him to tell me beautiful Dharma stories. Ich wünschte mir, dass er mir wunderschöne Dharma-Geschichten erzählt. But he would just talk about when he was in Germany and how they would have coffee in the afternoon and he liked that coffee. Aber er erzählte stattdessen, wie das war, als er in Deutschland war und wie die Leute in Deutschland sehr gerne nachmittags Kaffee trinken und wie sehr er diesen Kaffee da gemocht hat. So I had my hierarchy of value. Nun, ich hatte meine Hierarchie von Werten. And he refused to go to the top where the golden deep Dharma teachings were. Und er lehnt es ab, da in die Höhe zu steigen, wo das Gold und die tiefen Dharma-Lehren waren. And he would just talk about nothing at all. Sondern er sprach über Dinge, die eigentlich nichts waren.
Afterwards, I would try to think about what the Rinpoche was saying. Nach einer Weile versuchte ich darüber nachzudenken, was Rinpoche eigentlich gesagt hatte, But he hadn't really been saying anything. aber in Wirklichkeit hat er eigentlich gar nichts gesagt. So I would get frustrated Und dann wurde ich frustriert, because I was forgetting the teaching, denn ich vergaß die Lehren, sound and emptiness. Klang und Leerheit. He was talking a lot of empty sound. Er sprach eine Menge von leerem Klang. I wanted to be meaningful. Und ich wollte aber bedeutungsvoll sein. He was showing me what was really meaningful, that all sound is empty. Und er zeigte mir, was wirklich bedeutungsvoll war, nämlich dass Klang leer ist. But I wanted him to fill the emptiness with something precious. Aber ich wollte, dass er die Leerheit mit etwas Kostbarem fühlt. So it's in situations like that that usually for me, sometime after the event, I realize, oh, I didn't get the main point at all. In solchen Situationen, jedenfalls trifft das für mich zu, erkenne ich oft erst nach den Tatsachen, dass ich den Hauptpunkt überhaupt nicht begriffen hatte. The emptiness of all phenomena is right in front of our nose all the time. Die Leerheit aller Phänomene befindet sich wirklich direkt vor unserer Nase die ganze Zeit über. But we have our karmic shopping list. Wir aber haben unsere karmischen Einkaufslisten, And we know what is important. denn wir wissen, was wichtig ist. And this very knowledge is what keeps us blind. Und es ist genau dieses Wissen, das uns blind erhält. So the key thing here is the thing to avoid is investment in worldly activities, the investing in being successful, in making progress, even in Dharma terms. Der Hauptpunkt hier ist, zu vermeiden, in weltliche Aktivitäten zu investieren, in Fortschritt zu machen, in Erfolg zu haben, selbst wenn es um den Dharma geht. So then he says, I must not go under the bewildering power of the afflictions. Und so heißt es hier, ich darf mich nicht der verwirrenden Macht der Plagen unterwerfen. The way to avoid this is to relax into openness. Die Art und Weise, das zu vermeiden, ist, sich in die Offenheit hinein zu entspannen. Dualistic mindfulness won't protect you. Dualistisches Achtsamsein wird dich davor nicht beschützen. I go under the power of the 5 afflictions when I believe that I am real and you are real and all these things in the world are real. Ich gerate unter die Macht der 5 Plagen, wenn ich glaube, dass ich real bin, du real bist und all die Dinge in der Welt real sind. So again and again, we have to explore the nature of emptiness. Und so müssen wir wieder und wieder die Natur der Leerheit untersuchen. On the outer level, we look at the absence of inherent existence in phenomena. Auf einer äußeren Ebene betrachten wir die Abwesenheit einer innewohnenden Existenz in den Phänomenen. You can look at your clothes and see how the cloth has been cut and stitched together. Du kannst deine Kleidung anschauen und sehen, wie der Stoff geschnitten wurde und zusammengeheftet wurde. Your shoes have been made by bringing different materials together. Deine Schuhe wurden hergestellt, indem verschiedene Materialien zusammengebracht wurden. They are compounded. Sie sind zusammengesetzt. They are not just one thing. Sie sind nicht einfach ein Ding. So we see my shoe refers to a compound of items, a construct, not to one inherently existing phenomena. Und dann sehen wir, dass der Begriff mein Schuh sich auf ein
auf etwas Zusammengebrachtes, auf etwas Zusammengesetztes bezieht und nicht auf ein einziges Phänomen. And my shoes are mine because of the dependent co-origination of needing shoes, going into a shop, finding ones that fit, ones that I can afford, and so on. Und meine Schuhe sind meine Schuhe, weil da gemäß dem Entstehen in Abhängigkeit viele Dinge zusammengekommen sind, wie in einen Laden gehen, Schuhe zu finden, die mir passen und Schuhe zu finden, die ich mir auch leisten kann und so weiter. So if we go back to what he's saying in the beginning, that it's by the listening, the study of Dharma, the reflecting, and the meditation that we can get some progress or get some awakening. Und wenn wir zurückgehen zu dem Anfang, dann sagt er, dass es eben dem Zuhören oder dem Studieren des Dharma, dem Reflektieren und dem Meditieren zu verdanken ist, dass wir da einen gewissen Zugang finden können. Emptiness is the medicine. It is the antidote to the delusion of experiencing phenomena as strongly real. Die Leerheit ist sozusagen die Medizin, das Gegenmittel gegen das Gift der Täuschung, dass die Phänomene auf irgendeine Weise stark real seien. Generally speaking, the more serious the disease, the stronger the dose of medicine and the more frequent delivery is required. Allgemein gesprochen ist, je stärker die Krankheit ist, desto größer müssen und häufiger müssen die eingenommenen Dosen der Medizin sein. So if you find yourself full of grasping under the power of habitual interpretations and judgments, then you need to take a lot of emptiness medicine. Wenn du also findest, dass du voller Greifen bist, dass du voller Urteile bist, dass du unter der Macht all dieser Dinge stehst, kannst du dir selber klar machen, dass du eine Menge von dieser Medizin der Leerheit brauchst. The medicine only works when you swallow it. Und diese Arznei wirkt nur dann, wenn du sie auch tatsächlich einnimmst. You have to incorporate it into the living presence that you have and how you participate in the world. Du musst sie in die tatsächliche gelebte Präsenz und die Art und Weise, wie du an der Welt partizipierst, einverleiben. So it's up to each of us to observe ourselves and see, how am I blocked? Es liegt also bei jedem von uns, bei jeder von uns zu beobachten, wie wir blockiert sind. What are the core propositions or beliefs that I take very seriously? Was sind die Kernbehauptungen oder Glaubensvorstellungen, die ich sehr ernst nehme? And we need to bring our awareness of emptiness into that situation so we can integrate phenomena with their own empty ground. Und dann müssen wir die Leerheit da hineintragen, um die Fähigkeit zu erlangen, die Phänomene mit dem leeren Grund zu integrieren. Okay, so we do a brief Guru Yoga before we come to an end. Okay, wir machen jetzt ein kurzes Guru-Yoga, bevor wir dann aufhören.
Okay. So we meet again tomorrow, if you wish, at 10 o'clock. Wir treffen uns morgen, wenn ihr den Wunsch verspürt, um 11 Uhr mitteleuropäische Zeit And we continue with the text. und fahren mit dem Text fort. In the key thing is to support yourself in your own practice. Der Schlüsselpunkt ist, dass du dich selbst in deiner eigenen Praxis unterstützt. Observe how you fall asleep in your own life. Und beobachte, wie du in deinem eigenen Leben einschläfst. Some people daydream about the past, some people daydream about the future. Manche Leute haben Tagträume über die Vergangenheit, manche haben Tagträume über die Zukunft. You don't need to block this, but you have to see, oh, I'm in a realm of thought. Du musst das nicht blockieren, aber du musst erkennen, dass du dich dann im Bereich des Denkens befindest. And then try to be aware of the thought. Und dann versuche dir des Denkens gewahr zu sein. The thought will dissolve. Das Denken wird sich auflösen It will show you its own empty essence. und wird dir seine eigene leere Essenz zeigen. But if you fall into the semantic web, which is generated by the interaction of the thoughts, you will become entangled and more blind. Und aber in das semantische Geflecht hineinfällst, das von den Gedanken erzeugt wird, dann wirst du eher geblendet. In the 60s, there was an American architect called Buckminster Fuller. In den 60er Jahren gab es da einen amerikanischen Architekten mit dem Namen Buckminster Fuller. And he was famous for saying, the medium is the message. Und er war berühmt dafür zu sagen, das Medium ist die Botschaft. So if you apply that to your thoughts, the medium of your thought is empty and ungraspable energy. Wenn du das auf deine Gedanken anwendest, dann ist das Medium des Gedankens die ungreifbare, leere Energie. That is the true message. Das ist die wahre Botschaft. All the blah blah thoughts and concepts, that's a false message. All dieses ganze Blabla und die Inhalte Konzepte des Gedankens sind die falsche Botschaft. Good. Well, have a good evening. Guten And Abend noch. meet tomorrow. Wir sehen uns morgen. Good night. Night. Bye bye. Thanks. Okay. So the languages are there. That's very good. We also have a lot of translations being done of the books. Wir haben eine ganze Menge Übersetzungen, die von den Büchern angefertigt worden sind. The Mahamudra book, Sweet Simplicity, is now in German, thanks to Robert. Es gibt jetzt eine deutsche Ausgabe von Sweet Simplicity, Mahamudra, unter dem Titel Einfach so. And it will be in Spanish in the autumn, thanks to Mariana. Und in Spanisch wird es im Herbst herauskommen, dankenswerterweise für Mariana. And there's a lot of translation work going on in Portuguese and Turkish. Und es gibt eine Menge verschiedene Übersetzungsprojekte, die in Portugiesisch und Türkisch laufen. So many resources are being made available. Sodass viele Ressourcen offensichtlich hier verfügbar gemacht werden. So we simply have to make ourselves available to avail ourselves of these available texts. Sodass wir uns selbst verfügbar machen müssen, um uns selbst diese Texte zur Verfügung zu stellen. The one thing your bookshelves don't need is more books sleeping on them. Eine Sache, die unsere Bücherregale sicher nicht brauchen, sind noch mehr Bücher, die auf ihnen schlafen.
Okay. So yesterday I didn't begin with the Lung of the text, but I do it now. Gestern habe ich nicht damit begonnen, einen Lung für diesen Text zu geben, was ich dir jetzt nachholen werde. The Lung is a tradition that the text is read out in Tibetan to make an energetic connection with the words. Der Lung ist eine Tradition, dass nämlich der Text in der tibetischen Sprache vorgelesen wird, um eine energetische Verbindung mit dem Text zu knüpfen. And this short text has been read many hundreds of thousands of times by many yogis and monks and nuns and practitioners. Und dieser kurze Text wurde viele hunderte, tausende von Malen gelesen von vielen Yogis, Mönchen und anderen Praktizierenden. Bardo sasisho so jawa jitro lalan chatsalo bardo namba drugi tsatsi ni kema lala kine bardo chajushi sele lo mele lo panchene tu sango nama yen lamdu nansem lamnon koson longju cha mille lanche Tope duto de yembe lala tombe duma yen kema dala milando de jandun de tumurunya bame panjene drame yene nelo ngalanjo milan shula twinjo wasacha Dundro shindo nyalwa mijaji nidang onsun dreme nyamlen che kema dala santen bardo chondun de nyanyen drwe sochu pane chene yeme zime tatra nandun ju kezo nida temba toba jawa pane zechen drbu je Nyomon trube wondu matan shi Kema dala chike bardo chandundi Kuna chase shinzi panchela Danga sawe lamla ma yenchu Rande keme nanke yusumbo Duje shatra ludan chawla ke mita jule chimbra chi pa cha kema dala chinyen bado chadunde Kunla nanda jitan panche ne gangshar ranredne Rana repe ngoshe cha bado nansu imbra sheparanja dunchen dala tobe duche on rana shitro sula maji shi kema dala sebe bado chandun die dumba seche semla zumche ne zambo leke Tula nindun to nyanju dala rula rambaranja ningro dalango pen duche ye misar benne lame ye yungo chiwa o nyamelo rimpet de mesela cheve du che derat ton lo chana du mantra Yune jimba dombe chuyembe tanda nido lo chut mijeta jinje la me shane dike son la me tana semla machana rare rangi ranye luparamingyo ram. So then we continue with the text. Wir fahren jetzt mit dem Text fort. So it says, alas, now when the bardo of dying is arising for me. Jetzt heißt es, nun, oh weh, nun wo der Zeitpunkt des Todes, wo mir der Bardo des Todes erscheint.
of course, we don't know when we are going to die, and we don't know how we are going to die. Natürlich wissen wir nicht, wann wir sterben werden, und wir wissen auch nicht, wie wir sterben werden. Some people die in the operating theater under anesthesia. Manche Leute sterben im Operationssaal unter der Anästhesie. Which is a foggy state of mind. Und das ist ein nebliger Zustand des Geistes. Some people are stabbed in the street by a stranger. Some people are blown up by terrorist bombs. Manche Leute werden von einem Fremden erstochen in der Straße, andere werden durch Bombenexplosionen getötet. Therefore, don't imagine that you will be able, just before you die, to do some big preparation. Daher sollte man sich nicht in der Vorstellung wiegen, dass man, wenn man gerade davor ist zu sterben, noch große Vorbereitungen treffen können wird. Every day is the time to prepare for death. Jeder Tag ist der Tag oder der Zeitpunkt, um sich auf den Tod vorzubereiten. Being aware of the impermanence of your breath. Sich der Unbeständigkeit, der Vergänglichkeit des eigenen Atems bewusst zu sein. It's very useful sometimes just to put your fingers on your wrist and feel your pulse. Es ist sehr hilfreich, manchmal einfach die Finger auf den Puls zu legen und den zu fühlen. And you see, oh, my life is pulsation. Und zu sehen, oh, mein Leben ist Pulsation. It is both dynamic and dependent on the activity of the heart. Es ist sowohl dynamisch als auch von der Aktivität des Herzens abhängig. I don't make my heart beat. Bin nicht ich, der mein Herz dazu veranlasst zu schlagen. Something I'm not in charge of. Das ist etwas, dessen Kontrolle nicht mir zusteht. And when it stops, what I call myself will dissolve and vanish. Und wenn das anhält, dann wird das, was ich mich selbst nenne, aufhören und verschwinden. To be alive is to be present in the moment with this ceaseless pulsation of sensation. Und am Leben zu sein bedeutet präsent, gegenwärtig zu sein mit dieser unaufhörlichen Bewegung, Pulsation. We don't have a life, it's not a thing to possess, but we are alive. Es ist nicht so, dass wir ein Leben haben. Das ist nicht eine Sache, die wir besitzen, sondern wir sind am Leben. And this aliveness in a human body with connection with Dharma is the optimal opportunity for opening to our awareness. Und diese Lebendigkeit im Zusammenhang mit der Verbindung zum Dharma ist die optimale Gelegenheit, Bewusstheit zu erkennen. So he says, in this situation where dying is coming close, which it always is, I must abandon all hopes, desires and grasping. Und so sagt er, in dieser Situation, wo ich dem Tode nahe bin, und das ist ja eigentlich immer der Fall, muss ich alle Hoffnungen und Wünsche und Anhaftungen loslassen. On an outer level, this is about observing how attached we are to people in our lives, to possessions. Auf einer äußeren Ebene ist das zu beobachten, wie sehr wir an Leuten, die in unserem Leben präsent sind, haften, wie wir an Besitztümern haften. We can also be attached to skills, to knowledge. Some people have studied a lot, and that also will vanish at death. Some people have a beautiful singing voice, that also will dissolve at death. Es kann aber auch beinhalten, dass wir an bestimmten Fähigkeiten, Geschicklichkeiten, die wir entwickelt haben, haften. Manche Leute haben sehr viel Wissen, haben viel studiert. Das wird sicherlich zum Zeitpunkt des Todes verschwinden. Andere Leute haben vielleicht eine wunderschöne Singstimme und auch die wird verschwinden. All das ist sicherlich etwas, was im Tod verschwinden wird. That is to say, don't build your life on
the idea of existing as someone with defined qualities. Mit anderen Worten, wir sollten unser Leben nicht auf der Idee aufbauen, dass wir als ein Jemand existieren, der definierte Eigenschaften und Qualitäten hat. If we see ourselves as something enduring and static, then the collapse of this construct, this edifice at death, is more difficult to deal with. Wenn wir uns als etwas sehen, wie ein Gebäude, etwas Statisches und Dauerhaftes, dann wird der Zusammenbruch dieses Gebäudes zum Zeitpunkt des Todes etwas sein, womit wir uns schwer tun werden, umzugehen. So yesterday we looked at the Bardo of dreams and how at night when we fall asleep there is this nothingness. Gestern haben wir den Bardo der Träume angeschaut und wie es zugeht, dass wenn wir einschlafen, da sozusagen ein Nichts erscheint. All that happened in the day is gone. Alles, was am Tag passiert ist weg. There's just nothing. Da ist einfach nichts. And then dreams begin and then another day begins. Und dann starten Träume und dann kommt ein neuer Tag. Arising and vanishing, arising and vanishing. Das ersteht und vergeht, ersteht und vergeht. So, when he says to abandon all hope, we hope for things in the future. Wenn er also sagt, alle Hoffnung aufzugeben, dann bezieht sich das darauf, dass wir irgendetwas in der Zukunft erhoffen. The future hasn't come. Aber die Zukunft ist noch nicht gekommen. We don't know how the future will be. Und wir wissen auch nicht, wie diese Zukunft sein wird. In Britain now, the rate of infection with this COVID virus is rising again. In England steigt die Infektionsrate mit diesem Covid-Virus wieder hoch. And workers are going on strike. So there are many forms of interruptions which can come between us and the fulfillment of our hopes. Und Arbeiter streiken, sodass es viele Formen von Wechselwirkungen und Eingriffen gibt, die sozusagen unseren eigenen Hoffnungen in die Quere kommen können. A hope is like a kind of little duvet that you wrap around you and feel a bit cozy and safe inside. Hoffnungen sind wie so ein kleines Deckchen, das wir um uns herum wickeln und das Gefühl haben, dass wir dann darin es ein wenig kuschelig haben können. Kind of daydream. Das ist eine Form von Tagträumen. If you are present with the arising of the hope, you can see, oh, this is an idealizing fantasy. Wenn wir gegenwärtig in dem Prozess des Aufkommens der Hoffnung sein können, dann können wir erkennen, dass es eine Form von idealisierender Fantasie ist. And when I believe in it, I make it feel real for me. Und wenn ich daran glaube, dann kann ich sie für mich real erscheinen lassen. This is the stupid version of praying to Padmasambhava. Das ist die idiotische Art und Weise, zu Padmasambhava zu beten. When we pray to Padmasambhava, we imagine him in front of us. He's looking at us with his smiling face. He's welcoming us, and we are making a heartfelt connection with an apparition, an illusory form of the Dharmakaya. Wenn wir zu Padmasambhava beten, dann stellen wir uns vor, dass er vor uns anwesend ist, dass er mit seinem lächelnden Gesicht uns willkommen heißt und dass wir eine wirklich herzensgestützte Verbindung zu seiner Erscheinung als eine Erscheinungsform des Dharmakaya machen. Because his speech is mantra, it's a sound which gives you nothing to think about. Und seine Sprache ist Mantra, es ist einfach ein Klang, der uns keinerlei Grundlage zum Nachdenken bietet. And his body is an
illusory appearance like a rainbow in the sky. Und sein Körper ist eine illusorische Erscheinung, wie ein Regenbogen am Himmel. His mind is open like the sky. Sein Geist ist offen wie der Himmel. There's nothing to grasp. Da gibt es nichts zu greifen. So devotion or alignment with Padmasambhava is a dissolving practice. It frees us from the idea of clinging on to something. Also ist die Hingabe an Padmasambhava eine auflösende Praxis. Es befreit uns von der Notwendigkeit, an irgendetwas festzukrallen. But when we have a lot of hopes about the future and we're wanting our mental image, the idea that we have created to manifest in a substantial form, this is going in the opposite direction. Wenn wir aber eine ganze Menge Hoffnung bezüglich der Zukunft hegen und wenn wir den Wunsch haben, dass unser mentales Bild sich in einer materiellen Form dann tatsächlich manifestiert, dann geht das genau in die entgegengesetzte Richtung. And the attribution of true existence to the hope and the plans that come from it lead to a cluttering of the mind. Und die Zuweisung von wahrer Existenz der Dinge, die wir erhoffen und der Versuch, das sozusagen herzustellen, sind Dinge, die unseren Geist lediglich verstopfen. And it supports the delusion that our thoughts tell us the truth about something else, something real, which is out there. Und das unterstützt die Täuschung, dass unsere Gedanken uns etwas Wahres über etwas anderes, etwas, was da draußen da ist, erzählen. And it says we should abandon desires. Dann sagt er, wir sollten Begierden aufgeben. I want this in order to make me feel better. Ich will dies haben, um mich besser fühlen zu lassen, To make me feel happy, um mich glücklich fühlen zu lassen, to fulfill me. um mich zu erfüllen. So if we are following in this way of Dzogchen, the great completion, we need to attend to the fact that from the very beginning, everything has been fulfilled and complete. Wenn wir aber diesem Weg folgen, dem Weg des Dzogchen oder der großen Vollkommenheit, Vollendung oder Vollständigkeit, dann müssen wir uns dessen gewahr sein, dass alles von allem Anfang an bereits schon vollständig und vollkommen war. Of course, we need to drink water and so on in order to keep the body functioning. Natürlich müssen wir Wasser trinken und dergleichen, um unseren Körper funktionierend zu halten. So you feel thirsty and you drink some water. Also du fühlst dich vielleicht durstig und trinkst Wasser. The thirst has gone. Der Durst ist vorbei. But we can add something extra onto this. Oh, now I feel better. Wir können aber noch etwas hinzufügen und sagen, oh, jetzt fühle ich mich besser. This creates a self-referential flavor to my activity of simply drinking water. Das erschafft einen selbstbezüglichen Geschmack zusätzlich zu meiner einfachen Aktivität, Wasser getrunken zu haben. Actually, the body says, hey, wake up, stupid self, get me some water. Was der Körper eigentlich sagt, ist, hey, wach auf, du idiotisches Selbst, gib mir etwas Wasser. So, stupid self goes to the kitchen, puts water in the glass. Now drink it. Okay. Und das idiotische Selbst geht in die Küche und tut Wasser ins Glas und sagt, jetzt trink's. Also gut. Now,
clearly, in this situation, the self is the servant. Klarerweise ist in dieser Situation das Selbst eigentlich der Diener. I am drinking the water, Ich trinke das Wasser, but actually you're only doing what the body told you to do. aber in Wirklichkeit machst du nur, was der Körper dir gesagt hat, was du zu tun hast. So desire is when we insert this self-referential turn into our interactions with the environment. Begierde kommt ins Spiel, wenn wir diesen selbstbezüglichen Begriff in unsere Wechselwirkung oder Austausch mit der Umgebung hineinpacken. We are part of the environment. Denn wir sind ein Teil dieser Umgebung. We're not acting on the environment as something other. Wir sind nicht jemand, der sozusagen auf die Umgebung einwirkt als ein anderes. We emerge into this situation. Wir kommen in die Situation auf, emergieren hinein. And the interconnectivity of all the aspects of the environment, including ourselves, creates these waves of heightened sensitivity, which activate us into movements of the body, speech, and mind. Und das ist eben diese wechselseitige Verbundenheit aller Aspekte der Umgebung, die diese erhöhte Empfänglichkeit dafür auslöst, dann letztlich in Handlungen von Körper, Sprache und Geist zu resultieren. And he says also we should abandon grasping. Und dann heißt es hier noch, wir sollten das Haften loslassen oder greifen. Grasping means taking hold of something. Greifen heißt, etwas zu ergreifen, etwas zu halten. There has to be something there which is graspable. Dafür muss es etwas geben dort, was greifbar ist. The subject is the grasping movement or agency, and the object of whatever kind is the thing to be grasped. Das Subjekt ist sozusagen der Greifende, das Agens, der Tuende dieses Greifens, und das Objekt ist dann dasjenige, das gegriffen wird, oder ergriffen wird. So again and again we have to see we participate, life is revealed, it is moving and here, present and undeniable. Und wieder müssen wir sehen, dass wir teilnehmen, dass das Leben sich sozusagen bewegt und unbestreitbar hier gegenwärtig ist. But it's not graspable. Aber es kann nicht ergriffen werden. Everything is arising and passing. Alles kommt auf und vergeht. This is why we focus on being present with our life as it arises as this non-dual field of interaction. Das ist der Grund, warum wir uns auf das Präsent, gegenwärtig sein, mit dem, was aufkommt, fokussiert sind, sozusagen als dem Ausdruck einer nicht dualen Wechselwirkung mit dem Feld. When you die, all your possessions will be dispersed. Wenn du stirbst, werden all deine Besitztümer verstreut. You may have made a will and given them to other people. Es kann sein, dass du ein Testament aufgesetzt hast und es anderen Leuten gegeben hast. But they may not want what you want to give. Aber vielleicht wollen sie nicht, was du ihnen geben willst. We always have to remember there is no inherent meaning in anything. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass es keine innewohnende Bedeutung auch nur in irgendetwas gibt. The meaning is attributed, projected into the object. Bedeutung ist immer zugewiesen und in das Objekt hineinprojiziert. So, what am I holding on to? Woran halte ich also fest? The things that I believe are important. Das Ding ist es ist das Ding, wovon ich glaube, es sei wichtig. And because I believe they are important, I act as if they are truly, inherently important.
Und weil ich glaube, dass sie wichtig sind, handle ich so, als ob sie wahrhaft und innewohnend wichtig wären. But this is my mental activity. Aber das ist nur meine mentale Aktivität. You don't have to do an external renunciation and give away your possessions. Es geht nicht darum, dass wir irgendeine äußerliche Entsagung praktizieren müssen und unsere Besitztümer verteilen müssten. But it's important to give away your inner sense of ownership of these items in your world. Aber es ist wichtig, dass das eigene innere Empfinden ein Eigentümer oder Besitzer dieser Dinge in deine Welt aufzugeben. When we're close to people and they die, Wenn wir Leuten nahe sind, die im Sterben sind, or they leave us for some reason, alles, was sie uns hinterlassen aus irgendeinem Grund, we have a sense of loss. trotzdem haben wir ein Gefühl des Verlustes. How we were with that particular person cannot be replicated with someone else. Wie wir mit dieser Person waren, kann nicht wiederholt werden mit jemandem anderen. There is a unique specificity to our contact with individuals. Es gibt in jedem unseren Kontakt mit Individuen eine einzigartige Spezifität. And so we feel a loss. Und so fühlen wir eben einen Verlust. The loss is in some ways a loss of our memory of them. In gewisser Weise ist dieser Verlust der Verlust unserer Erinnerung an die Person. But we also lose access to the aspect of ourselves which was activated in the specific relating with that person. Aber wir verlieren ebenso in gewisser Weise auch den Zugang zu gewissen Aspekten unserer selbst, die in dieser einzigartig spezifischen Beziehung zu dieser Person aktiviert wurde. That is to say, the shape of myself doesn't belong to me, it is situationally activated. Mit anderen Worten, die Gestalt meiner selbst ist nicht etwas, was zu mir gehört, sondern sie wird situationsbedingt aktiviert. So again, can read some of the biographies of Padmasambhava that are becoming available in non-Asian languages. Wieder können wir hier also eine Biografie von Padmasambhava heranziehen, von denen es viele inzwischen in nicht-asiatischen Sprachen verfügbar gibt. And we read about how the form of Nima Oza, one of his 8 aspects, manifested. Und wir können darin zum Beispiel sehen, wie die Form von Nima Oza, eine seiner Aspekte, sich manifestiert hat. When the situation that brought about his manifesting that form shifted, he was no longer maintaining that form. Als die Situation, die dazu geführt hat, dass er sich in dieser Form manifestiert hatte, sich verändert hatte, gab es keinen Grund mehr, diese Form aufrechtzuerhalten. So it's not that Padmasambhava had 8 forms, he had hundreds of thousands of forms. Es ist nicht so, dass Padmasambhava nur 8 Formen hatte, er hatte Hunderttausende von Formen. You also will have hundreds of thousands of forms. Und auch wir werden sicherlich Hunderttausende von Formen haben. If you are a musician Wenn du zum Beispiel ein Musiker bist and you play music with other people, und du spielst Musik zusammen mit anderen, how they are, their mood, their quality of embodiment, and their skills as a musician will evoke a particular constellation of your potential. wie diese Leute sich dann zeigen, wie ihre Stimmung, wie ihr Körperausdruck und so weiter, ihre musikalischen Fähigkeiten sich manifestieren, wird in gewisser Weise sicherlich auch bedingen, wie du dich selber zeigen wirst.
if you are fortunate, you get to play with people where there is a synergy, a coming together of your energies, which becomes greater than the sum of its parts. Wenn du Glück hast, dann spielst du vielleicht Musik mit Leuten, die etwas ausdrücken, dass es erlaubt, dass die Synergie so ist, dass das Ergebnis größer ist als die Summe seiner Teile. This is like an epiphany or a blessing. Das ist eine Art Epiphanie oder ein Segen. You can't do it as an act of will. Und du kannst es nicht als einen Willensakt hervorbringen. But you find that the field of energy which is co-created facilitates you accessing a particular connectivity. Sondern du fühlst oder empfindest, dass das Feld der Energie, das gemeinsam erschaffen wird, dir erlaubt, eine bestimmte Befähigung den Zugang dazu zu finden. So, when he's saying abandoning grasping, here it means specifically, don't grasp onto the idea of who you are, but observe how you are in different circumstances. Wenn also hier sagt, gib das Greifen auf, dann meinte nicht irgendetwas aufzugeben, wie du bist, sondern er meint genau zu beobachten, wie du dich eben zeigst, gemäß den Umständen. The actuality of our interaction with others is inexpressible. Das tatsächliche So-Sein unserer Wechselwirkung mit anderen ist jenseits von Ausdruck. Because it is so specific and so nuanced. Weil es so spezifisch und nuanciert ist. But what we can attach ourselves to is the idea of ourselves or the other. Woran wir aber greifen können, ist unsere Vorstellung von unser Selbst oder von dem anderen. So, I can say something about my pen. Ich kann etwas über meinen Stift sagen. It doesn't change in itself too much. Das verändert sich aus sich selbst heraus nicht allzu viel. But it changes its function according to whether it's in my hand or resting on the table. Aber es verändert seine Funktion gemäß der Frage, ob es in meiner Hand oder auf dem Tisch ist. In that seeming simplicity of its functionality allows me to be more definitive about what the pen is. Diese scheinbare Einfachheit bezüglich seiner Funktion gestattet mir eine größere Bestimmtheit in meine Vorstellung davon, was der Stift ist. That is to say, the pen lacks the ability to resist the violence of my definition. Mit anderen Worten, der Stift entbehrt der Fähigkeit, der Gewalttätigkeit meiner Definition zu widerstehen. We can apply the same violence to ourselves. Aber wir können dieselbe Gewalt auch uns selbst antun. I am like this. This is what I like. Ich bin so und so. Das ist, was ich mag. Making these definitional statements seems to give us a sense of intelligence and power. I know who I am. I know what I like. Diese definitiven Aussagen über uns zu treffen, gibt uns einen Anschein von Kompetenz und Macht. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich mag. But this is a game of ideas. Aber das ist ein Spiel von Ideen. When we stay close with the manifesting of our body, speech, and mind, moment by moment, we find that it is so rich in its variety. It is a potential which is indeterminate in itself. Wenn wir wirklich nah an den Ausdrucksformen von unserem Körper, unserer Sprache und unserem Geist bleiben, dann sehen wir, dass es so reichhaltig und vielfältig ist, dass es sozusagen letztendlich nicht bestimmbar ist. We are situationally evoked, situationally revealed. Wir werden gewissermaßen situationsbedingt hervorgerufen und enthüllt.
That is to say, I myself am co-emergent. Mit anderen Worten, ich selbst bin koemergent. And because of that, I don't know how I'm going to be. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie ich sein werde. For the ego that wants to have a permanent, definite existence, that is very troubling. Nun, für das Ego ist die Abwesenheit einer permanenten Existenz sehr bereitet ihm viele Schwierigkeiten. So the delusion of being a fixed self, a knowable someone, blinds us to the actuality that that is not how we are. Sodass die Täuschung, ein fixes etwas Bestimmtes zu sein, uns gegenüber der Tatsache blind macht, dass es nicht der Fall ist, dass wir so nicht sind. So when we are encouraged to abandon grasping, it means abandoning grasping at the deluded idea that we are a fixed thing which endures through time and in different situations. Wenn wir also hier aufgefordert werden, das Greifen aufzugeben, dann werden wir ermutigt, das Greifen an der Vorstellung aufzugeben, dass wir eine konkrete, fixierte Sache sind, die in der Zeit Bestand hat. When it's clear to you that you are always changing, that your mood changes, with that your breath changes, your postures, gesture, facial expression, all these change according to circumstances. Wenn dir klar ist, dass du dich ständig veränderst, dass sich deine Stimmung verändern, deine Gesten, deine Haltung, deine Mimik und so weiter, dass all dies sich permanent verändert gemäß der Umstände. I am a flow of ever-changing expression. Dann siehst du, dass du ich ein Fluss von einer stets veränderlichen Form des Ausdrucks bist. I express the potential of the source, of the ground openness of the mind. Ich drücke einfach das Potenzial der Quelle, des offenen Grundes des Geistes aus. But I don't express it as something that I do. I express it through my non-dual relatedness with the factors in the field. Aber ich drücke es nicht aus als etwas, was ich tue, sondern ich drücke es aus durch meine Verbundenheit und Bezogenheit auf all die Faktoren des Feldes. And if we stay with this dynamic, ever-present expression, then entering into the experience of death becomes much easier. Wenn wir mit dieser ständig veränderlichen, dynamischen Ausdrucksform präsent bleiben können, dann wird das Kommen in die Gegenwart des Todes sehr viel einfacher gehen. I'm not leaving everything behind. Ich verlasse nicht alles hinter mir, because I've not been living in a world of imagined things. Denn ich habe nicht in einer Welt von vorgestellten Dingen gelebt, but I've been inhabiting the ceaseless presenting of experience. Sondern ich habe diese unaufhörliche sich unaufhörliche Zeigen von Erfahrungen bewohnt. So then he says, keeping unwaveringly on the clear path of the Dharma instructions, I must integrate my awareness in the unborn sky-like space. Und dann heißt es hier, indem ich mich unerschütterlich an den klaren Pfad der Dharma-Unterweisung halte, muss ich meine Bewusstheit in den ungeborenen himmelsgleichen Raum integrieren. So, as we know, our mind fills very easily with different thoughts and feelings. Wie wir wissen, füllt sich unser Geist sehr schnell und leicht mit verschiedenen Gedanken und Gefühlen. Many of these are self-referential.
Und viele hiervon sind selbstbezüglich. That is to say, we're like in a room that's full of personally chosen furniture. Es ist so, als wären wir in einem Zimmer, in dem sich viele persönlich ausgesuchte Möbelstücke befinden. In the presence of this familiar furniture confirms that this is my room. Und die Gegenwart dieser vertrauten Einrichtung bestätigt, dass es mein Zimmer ist. So when we study Dharma, we are trying to bring new furniture or new symbolic and practical Dharma elements into our field of experience. Wenn wir den Dharma studieren, dann versuchen wir neue Einrichtungen, neue symbolische Darstellungen in den Raum unserer Erfahrung hineinzubringen. When we sit in our meditation practice, we can feel how we identify with different arisings. Wenn wir in unserer Meditationspraxis sitzen, können wir es fühlen, wie wir uns mit verschiedenen Vorkommnissen in unserem verschiedenen Vorkommnissen identifizieren. When we are in a more intense egoic state, our identification with what is arising is somewhat desperate. We're saying to the object, oh, I belong with you, take care of me, protect me. Wenn wir mehr in einem ego-bezogenen Zustand sind, dann ist unsere Identifikation, was immer es ist, was dann aufkommt, ein bisschen mehr von einer verzweifelten Art, so von der Art zu sagen, zu dem Objekt zu sagen, oh, wir beide gehören zusammen, beschütze mich, sorge für mich. But you can also experience the way in which your mind fuses with the formation of the moment. Aber du kannst auch die Art und Weise erfahren, wie dein Geist mit der Formierung des Augenblicks verschmilzt. As if you were in a club. Als ob du in einem Club wärst. And the DJ is playing a variety of music. Und der DJ spielt da irgendwie viele Sorten von Musik. And according to the rhythm of the track that's being played, your body is more or less expressive. Und gemäß dem Musikstück, das gerade gespielt wird, ist dein Körper mehr oder weniger ausdrucksvoll. Me, with this piece of music, manifests as waving my hands in the air. Ich zusammen mit diesem Stück Musik manifestieren uns als ich mit den Händen in der Luft wackelnd. And the music changes and now I'm swaying about. Und die Musik verändert sich und jetzt schwinge ich hin und her. So, when the mind seems to merge or you feel yourself identified with a particular feeling or thought, it's like a dance move. Wenn also dein Geist scheinbar verschmilzt oder du dich identifiziert fühlst mit einem bestimmten Gedanken oder einer Stimmung, dann ist es eben wie ein Tanz. That is to say, you don't have to protect yourself against getting lost in thoughts. In anderen Worten, es ist nicht so, dass du dich beschützen musst, dagegen in Gedanken einzutauchen. Because you're opening yourself to the particular patterning of this kind of thought or feeling or sensation. Denn du öffnest dich gegenüber einer bestimmten Musterbildung dieses Gedankens oder Gefühls oder Empfindung. And so in the moment, it's just this. Und so ist eben im Augenblick das eben das. It's not I am this. Es ist nicht so, dass ich das bin. As if this was an expression of who I truly am. Als ob das ein Ausdruck dessen wäre, wer ich wahrhaft bin. But it's just this. Es ist einfach nur das. Now my hands are waving in the air. Jetzt wackeln meine Hände in der Luft. Oh, James, you look so silly with your hands in the air. Oh, James, du siehst so idiotisch aus, wenn du deine Hände in der Luft wackelst. Oh yeah, sometimes it's very nice to be silly. Aber ja, das ist manchmal sehr nett, ein bisschen idiotisch zu sein.
If we have 100,000 different forms, one at least has to be silly. Wenn wir hunderttausende verschiedene Formen haben, dann muss mindestens eine idiotisch sein. And then it's gone. Und dann ist es vorbei. So the process of not grasping means that you are free to participate according to the circumstance. Und so ist also der Prozess des Nichtgreifens, bedeutet, dass du frei bist, an den Umständen teilzunehmen. So when he says here, I must integrate my awareness in the unborn sky-like space, Wenn es hier also heißt, ich muss meine Bewusstheit in den ungeborenen himmelsgleichen Raum integrieren, the thing about our awareness or rigpa dann geht es hier um unsere Bewusstheit, das Rigpa. is that it's always fresh. Und das ist der Aspekt, dass es immer frisch ist. As some of us have looked many times, our awareness is like a mirror. Wie viele von uns schon viele Male angeschaut haben, ist unsere Bewusstheit wie ein Spiegel. The mirror has no fixed reflection or image. Der Spiegel verfügt über keine fixierte Spiegelung oder kein fixiertes Bild, But it's able to show many different reflections. sondern ist in der Lage, viele verschiedene Spiegelungen zu zeigen. So the mirror is both always empty and always full. Sodass der Spiegel sowohl immer leer als auch immer voll ist. This is the basis of freedom. Und das ist die Grundlage der Freiheit. However the mind fills, Wie auch immer sich der Geist füllt, it fills. dann füllt er sich eben. But the text says, whatever comes, comes, whatever goes, goes. Wie es in den Texten heißt, was immer kommt, kommt und was immer geht, geht. In the moment of the filling with this particular mood or expression, In dem Augenblick, wo dieses Füllen stattfindet in einer bestimmten Stimmung oder Ausdruck, the mind is still empty. bleibt der Geist immer noch leer. You're not a pot that is being filled up with the experience. Du bist ein Topf, der mit der Erfahrung aufgefüllt wird, But this is a showing like the reflection in the mirror. sondern es ist ein sich zeigen wie eine Spiegelung im Geist, wie eine Spiegelung im Spiegel. When you see this directly, oh, my mind is open, whatever is happening. Wenn du das direkt sehen kannst, dann siehst du, dass dein Geist offen ist, was immer stattfindet. Then you see the delusory nature of the false opposition of full and empty. Dann siehst du die trügerische Natur der falschen Gegeneinanderstellung von voll und leer. My cup can be full or empty. Meine Tasse, die kann voll oder leer sein. When it's full, it's not empty. When it's empty, it's not full. Wenn sie voll ist, ist sie nicht leer, und wenn sie leer ist, ist sie nicht voll. But the mirror, when it's full of reflections, is empty of its own self-substance. Aber der Spiegel, selbst wenn er voller Reflexion ist, ist leer von einer Eigensubstanz. This is the same with the mind. Das Gleiche trifft auf den Geist zu. The mind is always empty, even when it's full. Der Geist ist immer leer, selbst dann, wenn er voll ist. So, if you see this, then, as he says, I must integrate my awareness in the unborn sky-like space. Wenn du das sehen kannst, dann ist es, wie es hier heißt, ich muss meine Bewusstheit in den himmelsgleichen Raum integrieren. Means I'm always present with open sky-like space. Und das bedeutet, dass ich immer gegenwärtig mit dem offenen himmelsgleichen Raum bin. It is because I am present with this unborn space that all my experience can occur. Es ist genau
der Grund, dass, weil ich eben gegenwärtig präsent bin mit dem ungeborenen Raum, dass Erscheinung überhaupt auftreten kann oder Erfahrung überhaupt auftreten kann. So in my cup at the moment, I have some herb tea. In meiner Tasse habe ich im Augenblick ein bisschen Kräutertee. Now, if you offered me some red wine, I don't want it in my herb tea. Wenn du mir jetzt etwas Rotwein anbieten würdest, würde ich das ungern in meinem Kräutertee drin haben. So although I like red wine, I say, no, no, thank you. Das heißt, obgleich ich Rotwein mag, würde ich jetzt sagen, nein, danke. Because the herb tea and the red wine they shouldn't be mixed together. Denn Rotwein und Kräutertee sollten nicht vermischt werden. But if you look in the mirror, reflection is arising and arising and arising, and they don't get mixed together into some mess. They're always very clear and very precise. Wenn du aber in den Spiegel guckst, dann stehen Reflexionen eine nach der anderen, aber sie verwickeln sich nicht in irgendeine Art allgemeine Unordnung, sondern bleiben ganz klar für sich in einer großen Präzision vorhanden. So when you are full of yourself, wenn du also deiner selbst voll bist, I am me, I like this, I don't like that, ich bin ich und ich mag dies und ich mag dies nicht, then you're like the herb tea that shouldn't be mixed with the red wine. dann bist du wie der Kräutertee, der mit Rotwein nicht vermischt werden sollte. That means in defending this formation of I, me, myself, Das bedeutet, dass du, indem du diese Formierung von ich, mich und mein verteidigst, I am vulnerable to shifts in the environment around me. Du verletzbar durch die Veränderung in der Umgebung wirst. Because although I might assert, listen, this is me. Denn obgleich ich sicherlich behaupten kann, hör mal zu, das bin ich. The fact is, I am like this because of these many other supportive factors around me. Dennoch bleibt es eine Tatsache, dass ich nur so sein kann aufgrund der vielen stützenden Faktoren um mich herum. I am co-emergent, not inherently existing. Ich bin koemergent und nicht innewohnend existent. Just as the reflection in the mirror is co-emergent with whatever is placed in front of the mirror. So wie die Spiegelung im Spiegel koemergent ist mit was auch immer vor dem Spiegel gestellt wird. So, the more I can see that what I take to be my enduring content, the actual basis of my existence, is unreliable. Und desto besser kann ich dann sehen, dass das, was der tatsächlich vorhandene Inhalt, also das, was ich für meine Existenz halte, in Wirklichkeit unzuverlässig ist. I start to see that it's unreliable because it is a construct which is pretending to be intrinsic. Und ich beginne zu sehen, dass die Unverlässlichkeit daher rührt, dass ich etwas, was eigentlich ein Konstrukt ist, gestattet, so zu tun, als ob es innewohnend wäre. It is compounded. Es ist aber zusammengesetzt. It is contrived, artificial. Es ist etwas Gekünsteltes, Künstliches. It arises due to causes and conditions. Und es entsteht aufgrund von Ursachen und Bedingungen. But our awareness, the basic clarity of our mind is intrinsic. It's just how it is from the very beginning. Aber unsere Bewusstheit, die grundlegende Klarheit unseres Geistes ist innewohnend. Sie ist so, wie sie von allem Anfang an war. So, if we follow Garab Dorji and his first point of the introduction to your true face,
Wenn wir also Karma Dorje folgen und seinen ersten Punkt anschauen, in das eigene wahre Gesicht eingeführt zu werden, we see, oh, I am not the content of my mind. dann sehen wir, dass wir nicht der Inhalt unseres Geistes sind. I am the mind itself, which is empty Ich bin der Geist selbst, der leer ist and simultaneously full of everything. und zugleich auch voller von allem. All appearances arising like magical formations. Alle Erscheinungen erstehen wie magische Formierungen. And within this, my own body, voice, and mind are ever shifting patterns of apparitional appearance. Und innerhalb davon ist mein Körper, meine Stimme und mein Geist nichts anderes als stets veränderliche, hervorgebrachte Erscheinungen. I am not a thing. Ich bin nicht ein Ding. So he says, I need to integrate my awareness in the unborn sky-like space. Und so sagte, ich muss meine Bewusstheit in den ungeborenen himmelsgleichen Raum integrieren. So he's framing this in a movement from duality to non-duality. Der Bezugsrahmen hier ist eine Bewegung von der Dualität zu der Nicht-Dualität. My dualistic consciousness, which thinks about things, including myself, Mein dualistisches Bewusstsein, das über Dinge nachdenkt, meiner selbst eingeschlossen. when I release this consciousness from its busy, involved activity, Wenn ich dieses Bewusstsein von seiner geschäftigen Aktivität freilasse, then it bubbles up like the explanation Sia Lama gave to me. It's like a bubble rising in boiling water. dann steigt es als so eine Blase auf, wie Sia Lama es mir erklärt hat, wie eine Blase, die in einem kochenden Wasser aufsteigt. When you fill a pan with cold water, Wenn du einen Topf mit kaltem Wasser füllst, it looks quite still. dann schaut es ziemlich still aus. It's just the water's there. Es ist einfach Wasser da. But when you heat it up, the bubbles start to come up. Wenn du es aber erhitzt, dann kommen Blasen auf. What was hidden Frozen, 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 frozen. frozen, yeah. What was hidden was the last thing. Yeah. So what was hidden in the water is now revealed and released. Was im Wasser versteckt gewesen ist, ist now enthüllt und freigelassen. So in our busy life as sentient beings, this fresh bubble or champagne bubble of awareness is invisible to us. In unserem geschäftigen Leben als fühlende Wesen sind diese Blasen, dieses wie beim Champagner, die Bläschen, die aufsteigen, sind vor uns verborgen. And of course, when the bubble comes to the surface, it bursts. Das sind Blasen der Bewusstheit, habe ich vergessen zu sagen. Natürlich, wenn diese Blasen hochkommen an die Oberfläche, dann platzen sie. And the air that was in the water and the air which is around the pan become non-dual. Und die Luft, die in dem Wasser war und die Luft, die um den Topf herum ist, die werden auf einen Schlag nicht dual. In another kind of Mahayana language, you could say we all have Buddha nature, but our Buddha nature is obscured for us by our own involvement in preoccupations, obscurations, and so on. In einer anderen Mahayana-Sprache könnte man sagen, wir alle verfügen über die Buddha-Natur, aber diese Buddha-Natur bleibt durch unsere geschäftige Verwicklung in unsere Beschäftigung und Verdunklungen für uns verborgen. So
as we move towards death, Also auf the attachments and involvements and identifications which bind us into our ordinary sense of self start to dissolve. also uns auf den Tod zu bewegen, fangen unsere Anhaftungen und Identifikationen, all das, was wir für uns selbst halten, fangen an, sich aufzulösen. So, and you can read the details, they're available now in many texts about how the earth element dissolves into the water, water into fire, fire into air, and air into space. Wir können das in vielen Büchern nachlesen, die Details des Prozesses, wie das Erdelement sich auflöst in Wasser, Wasser in Feuer, Feuer in Luft und Luft in Raum. And according to the tradition, when you die, your consciousness, which has been gathered in the heart, in the process of death, and the male and female essences, the red and white elements meet in the heart, and then the body, the consciousness becomes freed from the binding into this current embodiment. Wie man dann nachlesen kann, findet im Herzen der Sitz des Bewusstseins ist der Prozess statt, dass das weiße und rote weibliche und männliche Element im Herzen zusammenkommen und dadurch dann das Bewusstsein, das durch unsere Elemente dieser Verkörperung gefangen waren, freigesetzt wird. And so the consciousness is free of the constraints which it was operating under when it was directed through the 18 elements of the object of the I consciousness, the organ of the I consciousness, and the I consciousness itself. These three factors multiplied by 8 for the by 6 for the different consciousnesses. Sodass das eigene Bewusstsein frei von den Beschränkungen und Eingrenzungen wird, die durch seine Einbindung in die Funktionsweise dieser 18 Elemente gewesen ist, die da wären, zum Beispiel anhand des Augenbewusstseins, also des Sehens, die Objekte des Sehens, das Bewusstsein des Sehens und das Organ des Sehens und dann multipliziert mit den insgesamt 6 verschiedenen Sinnesfähigkeiten, die wir haben. Our mental consciousness is like a mother with many, many children. Unser mentales Bewusstsein ist wie eine Mutter mit vielen, vielen Kindern. And the senses are always saying, Mom, Mom, look at me, pay attention to me. Und die Sinne, die schreien ständig durcheinander, Mama, Mama, schau mal, guck mal, was ich mache. So there's agitation in our life. We feel anxiety and we look at the past. Oh my God, I didn't do that well. For the future, oh, I have to get to the shops to buy this. Und das ist, wie es in unserem Leben ist, dass wir sehr viel Aufregung erfahren, dass wir ständig irgendwas zu tun haben. Wir gucken in die Vergangenheit und stellen fest, oh mein Gott, das war jetzt nicht so besonders toll, was ich da gemacht habe. Oder wir gucken in die Zukunft und denken, oh mein Gott, ich muss mich beeilen, ich muss die und die Sachen noch einkaufen und so weiter. But as this sense consciousnesses dissolve into mental consciousness, the mental consciousness still has the linking with the consciousness of the 5 afflictions and the ground consciousness of reified entities. Und während sich aber die 5 Sinnesbewusstseinsaspekte in das mentale Bewusstsein auflösen, hat das mentale Bewusstsein immer noch eine Verbindung zu sowohl dem Aspekt des Bewusstseins, der den 5 Geistesplagen entspricht, als auch zu dem
im grundlegenden Bewusstsein der verdinglichten Identitäten. So the more practice you do in your life, the more you learn to release identification with mental dullness, desire, aversion, jealousy, pride, and so on. And most importantly, to release the sense that real entities exist. Je mehr du Praxis also in diesem Leben ausführst, desto stärker lernst du deine Identifizierung mit all den Aspekten von mentaler Stumpfheit, von Begierde, Abneigung, Eifersucht und so weiter zu lösen, aber insbesondere mit die Identifizierung mit der Vorstellung von existenten Entitäten zu lösen. Because the more these veiling tendencies, solidifying tendencies are still wrapped around consciousness, it's difficult for consciousness to be released fully into open, unborn awareness. Und je mehr diese verschleiernden, verdunkelnden Tendenzen gewissermaßen das Bewusstsein umhüllen, desto schwerer ist es für das Bewusstsein, vollkommen frei zu kommen und sozusagen in die offene Bewusstheit entlassen zu werden. That's one of the reasons that war is very terrible. Das ist eines der Gründe, warum Krieg so furchtbar ist. I want to kill my enemy. Ich will meinen Feind töten. You exist, you are bad, I hate you, I want you to die. Du existierst, du bist schlecht, ich hasse dich, ich will, dass du stirbst. And in that state, a bullet comes in my head and kills me. Und in diesem Zustand kommt eine Kugel in meinen Kopf und tötet mich. You can see how my mental formation is completely suffused with, completely colored and tainted by this intense emotional and dualistic interpretation. Man kann sehen, wie mein Geist in diesem Zustand vollkommen eingetaucht und durchgefärbt ist durch diese mentale Formierung, die vollkommen dualistisch ist. So although the mind is being released like the bubble coming out into space, it's carrying this veiling of tendencies, of energetic patternings, which continue with it into the next Bardo state. Dann können wir sehen, dass obgleich das Bewusstsein hier in den offenen Raum entlassen wird, es eingefärbt und geprägt ist von diesen mentalen Formierungen, die es dann in den nächsten Bardo-Zustand mittragen wird. So that's why every time you do your practice, you prepare for death. Daher solltest du jedes Mal, wenn du deine Praxis machst, dich auf den Tod vorbereiten. When you realize that what the Buddha said is true, friends become enemies, enemies become friends. Wenn du realisierst, dass das, was der Buddha sagte, wahr ist, dass Freunde zu Feinden werden, Feinde zu Freunden. You realize that the qualities that you see in other people are not something out there, but they are relationally manifesting flavors. Dann siehst du, dass die Qualitäten, die du in anderen Leuten siehst, nicht etwas ist, was einfach da draußen vorhanden ist, sondern dass es sozusagen Geschmäcker sind, die durch die Beziehungen freigesetzt werden. We see that these feeling tones and certainties are actually arising in dependent origination. Wir können sehen, dass diese Gefühlstönungen und Gewissheiten, die wir haben, in Wirklichkeit einfach Dinge sind, die in gegenseitiger Abhängigkeit entstehen. And then we see, oh, everything in life is like an illusion. Und dann können wir sehen, dass alles im Leben wie eine Illusion ist. And in that state,
it's much easier to leave all these structures of this life behind. Und in diesem Zustand ist es viel einfacher, all diese Strukturen dieses Lebens hinter sich zu lassen. When you look outside and you see little birds jumping around, Wenn du nach außen schaust, siehst du vielleicht kleine Vögel, die umherspringen. they don't have hands. Sie haben keine Hände. They have a little beak, Sie haben einen kleinen Schnabel and they have to stick the beak into the ground to try to catch the worm. Sie müssen diesen Schnabel in die Erde stecken, um zu versuchen, einen Wurm zu fangen. So you can try that for yourself. Put your hands behind your back and eat your food by sticking your head into the plate. Du kannst das für dich selber mal ausprobieren, wie das ist, wenn du deine Hände hinter deinem Rücken hältst und versuchst, dein Essen vom Teller zu nehmen, indem du einfach dein Gesicht da reinsteckst. You can do that. Du kannst das machen. If you were a prisoner in a cell and they push a dirty plate under the door and you have to eat it with your hands tied, then you would eat like that. Wenn du ein Gefangener wärst, der in einer Zelle sitzt und dein Essen wird unter der Tür auf einen schmutzigen Teller reingeschoben und deine Hände sind gebunden hinter dem Rücken, dann würdest du es machen, so zu essen. Then you see all the good manners that you have, knowing how to use a knife and fork or eat with a chapati. All of these are conventions. They are not intrinsic to your existence. Dann würdest du sehen, dass all diese guten Manieren, die du hast, das ordentliche Essen mit Messer und Gabel oder mit Hilfe eines Chapati, alles nicht innewohnend existent, sondern einfach Konventionen sind. So ceaselessly, we need to loosen our identification with the patterns of this life. Wir müssen unaufhörlich unsere Identifizierung mit den Mustern dieses Lebens auflockern. They are present, but non-definitional. Sie sind zwar da, aber sie definieren nichts. So he says, now as I am becoming free of this compounded body of flesh and blood, I must know it to be impermanent and illusory. Und so sagte, nun, da ich von diesem zusammengesetzten Körper aus Fleisch und Blut frei werde, muss ich wissen, dass er unbeständig und illusorisch ist. We maintain our body by protecting it, feeding it, and so on. Wir halten unseren Körper aufrecht oder erhalten ihn, indem wir ihn füttern und beschützen und so weiter. But at a certain point, we can't protect it anymore. Aber an einem bestimmten Punkt können wir ihn nicht mehr beschützen. And the forces of dissolution start to take over. Und die Kräfte der Auflösung beginnen, die Überhand zu nehmen. It changes. Es verändert sich. Sometimes you buy some fruit and you forget to eat it, and when you look in the bowl, it's already gone moldy and the little fruit flies are all around. Manchmal kaufst du vielleicht eine Frucht und vergisst sie zu essen und dann liegt die da in der Schüssel und wird allmählich gammelig und schimmelig und man sieht dann viele Fruchtfliegen drumherum. The fruit was not ripe, then it was ripe, and now it's rotting. Die Frucht war mal nicht reif, dann wurde sie reif und jetzt verrottet sie. As it starts to rot, its structure changes. Und während sie anfängt zu verrotten, verändert sich ihre Struktur. This is the same with our body. Das Gleiche trifft auf unseren Körper zu. If you have a chance to be in a country where bodies are burned in the open air, then you can observe what it's like with a body. Wenn du die Chance hast, in einem Land zu sein, wo die Körper durch Verbrennung in offenem Gelände sozusagen entsorgt werden, kannst du sehen, wie das mit dem Körper ist. You can see the flames eating into the skin, the hair burning, smelling what's occurring. Du kannst sehen, wie die Flammen sich in die Haut fressen, in das Haar,
wie du riechen kannst, das Verbrannte. The person has become a lump of meat and bone. Die Person wurde zu einem Klumpen Fleisch und Knochen. The precious person who was an object of devotion for people in the family and so on is now a rotting piece of meat which needs to be disposed of. Die kostbare Person, die ein Objekt der Hingabe der Familie und so weiter war, ist jetzt ein Klumpen verrottendes Fleisch, das man irgendwie loswerden muss. So there are two aspects. One is that the body formation is impermanent. Es gibt also zwei Aspekte. Der eine ist, dass die Formierung des Körpers unbeständig ist. That this body that we inhabit will die. Dass dieser Körper, den wir da bewohnen, sterben wird. And all that seems to be me and my world will be altered. Und alles, was ich zu sein scheint oder meine Welt zu sein scheint, sich verändern wird. I will leave behind everything which I think I own and all these objects which confirm that I am this person. Ich werde alles hinter mir lassen, alle diese Dinge, von denen ich glaube, dass ich sie besitze und auch all die Dinge, die bestätigen, dass ich diese Person bin. And the key point of this for meditators is, and this shows that this existence is an illusion. Und der Schlüsselpunkt für Meditierende ist hier, dass dies eben zeigt, dass diese sogenannte Existenz eine Illusion ist. I'm here. I'm definitely here in the body. Yes, I'm here. Ich bin hier, definitiv, im Körper, ja, ich bin hier. As the manifesting of processes of interaction. Aber als eine Manifestation von Prozessen der Wechselwirkung. The idea that this is who I truly am, that is an illusion. Die Idee, dass dies wahrhaft das ist, was ich bin, ist eine Illusion. I am the presence of multiple interactive factors. Ich bin die Gegenwart von vielfachen interaktiven Faktoren. Just as the mirage that you see on the road on a hot summer's day is manifesting from the interaction of multiple factors. So wie die Fata Morgana, die du an einem heißen Tag über der Straße sich manifestieren siehst, das Ergebnis der Wechselwirkung vielfacher Faktoren ist. So, the key thing is don't take yourself too seriously. Der Schlüsselpunkt ist, dass du dich selbst nicht zu ernst nimmst. Don't defend yourself as if you are an old-fashioned castle. Verteidige dich nicht, als wärst du eine altmodische Burg. If you open yourself to the world and you participate with kindness, then the dynamism of your illusory presence will be more obvious. Wenn du dich selbst öffnest und an der Welt mit Güte teilnimmst, dann wird deine illusorische Natur leicht erkannt. Okay, so we have a break now for half an hour, back at 10:02. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause und sind dann 2:50 mitteleuropäische Zeit hier wieder zusammen. Very nice. Okay. See you. Okay. So someone asked me a question some time ago about how to pray in the Dzogchen way. Jemand hat mich vor einiger Zeit gefragt, wie man denn sozusagen im Zusammenhang mit Dzogchen auf die Dzogchen-Weise betet. Praying means connecting with the divine or the source of blessing. Beten bedeutet, sich mit dem Göttlichen oder mit der Quelle von Segen zu verbinden. Very often we are asking for something. Oft bitten wir auch um etwas.
So praying in a dualistic way is saying, please help me. In der dualistischen Art und Weise zu beten ist nichts anderes als zu sagen, bitte hilf mir. But in Dzogchen, we rest in the non-dual view. In Dzogchen aber halten wir uns in der nicht-dualen Sichtweise auf. So the function of the prayer then is to open to the always already open. Da ist die Funktion des Gebets, sich dem gegenüber zu öffnen, was schon immer offen war. That is to say, open to Kuntusangpo or Samantabhadra. Dann in Worten sich gegenüber Kuntusangpo oder Samantabhadra zu öffnen. This is the primordial Buddha of the lineage, the source of all the teachings, and he is the always good. Das ist der ursprüngliche Buddha, die Quelle aller dieser Unterweisung, und sein Name bedeutet immer gut. And so we want to find ourselves in the heart of Samantabhadra. Was wir tun wollen, ist, uns selbst im Herzen Samantabhadras wiederzufinden. The heart of Samantabhadra is infinite space without any limitation. Und das Herz von Samantabhadra ist der unendliche Raum ohne jede Begrenzung. But it's not just a void, a big empty nothing. Aber dieser Raum ist nicht so ein leeres Leersein, leer von allem. It's a space which is radiant with the bright light of awareness. Es ist ein Raum, der erstrahlt in dem klaren Licht der Bewusstheit. Everything which occurs, whether samsara or nirvana, is like a magical appearance within the heart of Samantabhadra. Und alles, was erscheint, sei es Samsara oder Nirvana, ist eine magische Erscheinung im Herzen Samantabhadras. So the easiest way, if it's easy for you, that is simply to relax and open. Die einfachste Art und Weise, vorausgesetzt es ist für dich einfach, ist, sich zu entspannen und zu öffnen. Where are you? Wo bist du? Here. Hier. Where is here? Und wo ist dieses hier? If at that point you don't explain to yourself where you are, Wenn du an diesem Punkt nicht anfängst, dir selbst zu erklären, wo du bist, then the space of here is not filled with your own concepts. dann wird dieser Raum von hier nicht durch deine eigenen Konzepte gefüllt. And the ever openness of here and now is itself the heart of Kuntusangpo. Und diese stets vorhandene Offenheit von hier und jetzt ist selbst das Herz von Kuntusangpo. All sorts of concepts are there. Es gibt eine Menge verschiedenste Konzepte da. Again, it's not a conflict between openness and fullness or somethingness. Um es nochmal zu sagen, es ist kein Konflikt zwischen Offenheit und Fülle oder Etwasheit. But thought can only take you to thought. Openness offers openness and thought. Aber Gedanken können dich nur zu weiteren Gedanken bringen, während Offenheit eben Offenheit und Denken beinhaltet. So now we do the Guru Yoga of the White A. Wir werden jetzt das Guru-Yoga des weißen A machen. You could call this a form of prayer or reintegration or awakening to the already integrated. Man könnte das als eine Form von Gebet bezeichnen oder als eine Reintegration oder als ein Wiedererwachen zu dem, was bereits integriert ist. Certainly in England, there are usually clouds in the sky. In England zumindest ganz sicher gibt es normalerweise Wolken am Himmel. The sky is open and cloudy. Der Himmel ist offen und wolkig. When we do the Guru Yoga of the White A, we release ourselves from the clouds. Wenn wir das Guru-Yoga des weißen A machen, dann machen wir uns los von den Wolken.
And then there is openness, Und dann gibt es da die Offenheit and the openness is full of clouds, und die Offenheit ist voller Wolken. because movement is occurring, life is occurring, experience is occurring. Denn Bewegung erscheint, Leben erscheint, Erfahrung erscheint. As long as you see the cloud is in the sky and they are inseparable, then the cloud is not a problem. Solange du sehen kannst, dass die Wolke sich am Himmel befindet und dass diese beiden untrennbar sind, ist das kein Problem. But if you think that the cloud is preventing you from seeing the sky, then you have a problem. Dann ist die Wolke kein Problem. Wenn du aber denkst, dass die Wolke dich daran hindert, den Himmel zu sehen, dann hast du ein Problem. So don't stand in relation to the cloud, judging, evaluating, and so on. Nehme also nicht eine Beziehung zu der Wolke auf, indem du sie bewertest oder beurteilst und so weiter. You are the sky. Du bist der Himmel The sky of you is within the sky. und dein Himmel ist innerhalb des Himmels There is no separation of this sky. und da gibt es keine Trennung zwischen diesen Himmeln. Moving in this are many clouds. Und darin bewegen sich viele Wolken. Clouds arise as self and other. Und diese Wolken entstehen als das Selbst und als das andere. They are illusions. Und das sind Illusionen. The illusion doesn't touch the sky, it doesn't contaminate or limit the sky. Und diese Illusionen berühren den Himmel nicht, verschmutzen ihn nicht, begrenzen ihn nicht. So we're sitting, gaze is open into the space in front of us, where we see this white letter R with the 5-colored light around it. Wir sitzen also mit einem offenen Blick vor uns gerichtet. Vor uns findet sich das weiße Schriftzeichen A mit den 5 Lichtern oder Farben drumherum. And we make the sound of R 3 times. Und wir lassen das A 3-mal erklingen. Releasing ourselves from our investment in thoughts as something separate, our identification with what is arising, so that with the third R, we're just released as sky into sky. Und wir befreien uns von unserer Identifikation mit unseren Gedanken oder mit was auch immer da gerade erscheint. Und nach dem dritten A sitzen wir einfach sozusagen wie der Himmel zum Himmel. Okay. Okay. And when we finish this practice, we maintain the openness. Everything is arising in the space of the mind. Und wenn wir diese Praxis beenden, dann halten wir die Offenheit aufrecht. Alles, was aufkommt, kommt innerhalb des Raumes des Geistes auf. So if you have, when you're sitting, if you have a sensation and it feels familiar and it seems to be some quality of yourself, Während du sitzt, irgendeine Empfindung hast und diese Empfindung erscheint dir vertraut und scheint eine Qualität deiner selbst zu sein, eine Eigenschaft deiner selbst zu sein,
try to stay present with the arising of the sense of familiarity. Versuche präsent zu bleiben mit dem aufkommenden Gefühl der Vertrautheit. Observe what this actually is. Beobachte, was das eigentlich ist. It's an arising formation. Es ist eine aufkommende Formierung. And then it's vanishing. Und dann ist es wieder am Verschwinden. All arising phenomena are vanishing. Alle erstehenden Phänomene sind am Verschwinden. But there seems to be a kind of glue or stickiness in the sense of familiarity. Aber in dieser Empfindung von Vertrautheit scheint eine Art von Klebrigkeit oder Kleber zu stecken. Oh yes, I know what this is. There's a recognition. Oh ja, ich weiß, was es ist. Das ist ein Wiedererkennen. In English, recognition means you're able to think again about this. Im Englischen bedeutet Recognition, das Wiedererkennen, wörtlich, dass man fähig ist, wieder darüber nachzudenken. That you are knowing the same thing again. Dass du also das Gleiche wiederkennst. If you observe, you see this is an elaborating construction of concepts. It's a house of cards. Wenn du das beobachtest, dann siehst du, dass das ein ausarbeitendes Konstrukt von Konzepten ist, ein Kartenhaus. There is no true substance to it. Das besitzt keine wahre Substanz. So what's happening is that you're tilting into an identification with the thought as a vehicle of truth. Was hier passiert ist, dass du dich sozusagen eine Identifizierung des Gedankens als einem Vehikel der Wahrheit zuneigst. This is a sign that there are two factors. There is the object side, the thought, which is taken to be real and important. Das ist ein Zeichen dafür, dass hier zwei Faktoren am Spiel sind. Der eine ist das Objekt, das scheinbar wahrhaft vorhanden und wichtig ist. And the subject side, which is our ego constellation or formation, which is requiring objects in order to maintain itself. Und es gibt die Subjektseite, die Formierung unseres oder Konstellierung unseres Egos ist, das eben um seine Aufrechterhaltung willen nach Objekten verlangt. But as we've already looked, I have been here before. Aber wie wir schon angeschaut haben, ich war hier schon zuvor. Who is the I? Wer ist also dieses Ich? When you look, you can't find any enduring substance to it. Wenn du schaust, kannst du keine andauernde Substanz darin finden. In the sense of being here before or having seen this before. In diesem Sinne ist dieses Gefühl, dort gewesen zu sein oder es gesehen zu haben zuvor. What you're attending to is your construct of the object rather than the immediacy of the object itself as it arises and passes. Was du da beachtest, ist dein eigenes Konstrukt von diesem Objekt statt der Unmittelbarkeit, der Direktheit des Objekts, wie es für dich ersteht und vergeht, zu Achtung zu zollen. So in the practice we have to be careful not to go after past thoughts, something which has arisen and gone. In der Praxis müssen wir also Sorge drauf verwenden, nicht vergangenen Gedanken, also etwas, was bereits erstanden und vergangen ist, nachzugehen. Not wait expectantly for something new. Und auch nicht erwartungsvoll auf ein etwas Neues zu warten. But remain relaxed and open in the space of presence and allow whatever is occurring to come and go. Sondern dass wir in dem Raum entspannt und offen bleiben und gestatten, dass in diesem Raum alles, was erscheint, kommen und gehen kann.
Okay, so now we go into his description of the death process. Jetzt kommen wir zu seiner Beschreibung des Todesprozesses. So as we were looking, as we are dying, we are being released from the consciousness, or self-identity is being released from its familiar frame of reference. Wie wir bereits angeschaut haben, während wir sterben, wird das Bewusstsein oder die Selbstidentität aus seinem gewohnten Bezugsrahmen freigelassen. Now, because the subject is always present with an object, Daher, weil das Subjekt immer gegenwärtig mit einem Objekt ist, there is no self without other. gibt es kein Selbst ohne das andere. As the energetic formations which were taken to be the substance of our experience, as they dissolve, Denn also die energetischen Formierungen, die man als die Substanz für die Substanz unserer eigenen Erfahrungen nimmt, wenn die sich auflösen, then the self has nothing to cling to. dann hat das Selbst nichts, woran es hängen kann. So he says, alas, now when the bardo of actuality is arising for me, I must abandon all fearful and terrified notions about all that is occurring and recognize that whatever arises is the natural radiance of my own awareness. Und so heißt es hier im Text, oh weh, nun da mir der Bardo der Soheit erscheint, muss ich alle furchtsamen und erschrockenen Vorstellungen über alles, was erscheint, aufgeben und erkennen, dass, was immer erscheint, die natürliche Strahlkraft meiner eigenen Bewusstheit ist. So I'm using the term actuality to translate Chunyi or Dharmata. Ich benutze hier den Begriff Soheit, um den Begriff Chöni oder Dharmata zu übersetzen. So the Dharmata is the actual status of the phenomena. Das Dharmata ist der tatsächliche Status aller Phänomene. So you look in the mirror, Du schaust in den Spiegel you see your own face. und siehst dein eigenes Gesicht. Oh, that's me. Oh, das bin ja ich. You recognize a phenomena, me. Du erkennst ein Phänomen und sagst ich. But what do you actually see? Was siehst du aber eigentlich? You see the brightness of the mirror. Du siehst die Strahlkraft des Spiegels. You see the potential of the mirror to show this particular form. Du siehst das Potenzial des Spiegels, diese bestimmte Form zu zeigen. The quality of the mirror is taken to be me. Und diese Qualität des Spiegels wird für ein Ich gehalten. And when I see, oh, that's me, and I'm looking, oh, I need to shave this morning, then the mirror as mirror is forgotten, and I'm just concerned with the image I see. Wenn ich also im Spiegel mich zu sehen glaube und dann im Detail erkenne, dass ich mich eigentlich rasieren müsste heute Morgen, dann wird der Spiegel als Spiegel vergessen und ich bin lediglich mit dem Bild befasst. So this actuality or the dharmata is like the mirror, which is the truth of the phenomena which we take to be something other than the mirror. Spiegel oder das Dharmata, die Soheit, ist sozusagen die Wahrheit der Phänomene, die von uns für etwas anderes als der Spiegel gehalten werden. Everything we see is the bright play of the mind. Alles, was wir sehen, ist das strahlende Spiel des Geistes.
But when we see cars and houses and people, Wenn wir aber Autos und Häuser und Leute sehen, we don't see, oh, the clarity of the mind is being interpreted by me according to my karmic disposition as cars and houses and people. dann sehen wir nicht, dass die Klarheit des Geistes Erscheinungen hervorbringt, die aufgrund meiner karmischen Dispositionen für Autos, Häuser und Leute interpretiert gehalten werden. No, we believe, oh, that's a tree, that's a car. Nein, wir glauben, das ist ein Baum, das ist ein Haus, ein Auto. So sometimes in my street, the cats hide under cars. Manchmal verstecken sich in meiner Straße die Katzen unter den Autos. Must be giving them some kind of sense of shelter or protection. Vielleicht vermittelt es ihnen irgendwie ein Empfinden von einer Bleibe oder einem Schutz. That has a function for them. Das hat eine Funktion für sie. A function that you won't read about in any car magazine. Und das ist eine Funktion, über die du in keinem von diesen von diesen Autozeitschriften lesen wirst. Because the cat's perception is not influenced by human notions about motor car. Denn die Wahrnehmung der Katze ist nicht beeinflusst durch die menschlichen Ideen oder Vorstellungen von einem Auto. So when you look at a car, what you have is an interpretation of different factors, which is a formulation of how you make sense of what is there. Wenn du also ein Auto anschaust, dann siehst du eigentlich eine Interpretation der verschiedensten Faktoren, mit derer Hilfe du dann eine Interpretation machst von dem, was tatsächlich da ist. So, the more I'm sure I see a car, Je sicherer ich mir bin, dass ich ein Auto sehe, I know the car came from a factory. ich weiß, dass dieses Auto aus einer Fabrik kam, Someone had to buy it. jemand musste es kaufen, They park it in this street because they live in this street. man hat das Auto dort geparkt in diese Straße, weil man vielleicht in dieser Straße lebt. So many linked interpretive thoughts can arise from the clarity, this is a motor car. Viele interpretative Gedanken, die damit verknüpft sind, können aus dieser Klarheit, dass es hier ein Auto erstehen. And the basic function of this is to reassure myself that I am not stupid. Und die grundlegende Funktion von all dem ist, mich selbst zurückzuversichern, dass ich nicht dumm bin. This is the ego gain that it develops from its participation in the field of knowledge. Das ist der Gewinn des Egos, das es erhält, wenn es in diesem Feld des Wissens teilnimmt. So the gain for the ego is situational. Sodass dieser Gewinn für das Ego situationsbedingt ist. I can function here. Ich kann hier funktionieren. But in terms of the actuality, the ego is blind to it. Aber im Sinne des Tatsächlichen ist das Ego dem gegenüber blind. If you like, the ego is what we call the agency that functions in terms of interpretation, construction, imagination. Wenn man so sagen will, ist das Ego sozusagen unser Agens, unsere Funktionsweise im Zusammenhang mit Konstruktion, mit Interpretation und so weiter. Maybe you had the experience as a child of being by the sea on holiday and making sandcastles. Vielleicht hast du als Kind Ferien an der See verbracht und hast Sandburgen gebaut.
you have your little plastic pot and you shovel the sand in and pat it and turn it upside down, and you start to build up your castle. Du hast einen kleinen Plastikeimer und eine Schaufel und tust Sand hinein und klopfst das mit der Schaufel und dann drehst du den Topf um und hast einen Baustein für deine Burg. So the sand castle is sand plus the concept of castle. Also die Sandburg ist sozusagen Sand plus das Konzept eine Burg. You haven't added anything to the sand except the concept of castle. Du hast dem Sand überhaupt nichts hinzugefügt, außer dem Konzept von einer Burg. Some children like to build these sand castles, Manche Kinder lieben es, solche Sandburgen zu bauen. and other people prefer to jump up and down on other children's castles. Andere Leute lieben es lieber auf den von anderen Kindern gebauten Schlössern oder Sandburgen herumzuspringen. So if somebody stands on my sand castle, Wenn sich jemand nun auf meine Sandburg stellt, I become upset. werde ich aufgebracht. Why did you destroy it? Warum hast du es zerstört? What has been destroyed? Was wurde da zerstört? It was just patterns of sand. Es waren einfach Sandmuster. What was being attacked was my concept that I have built a sandcastle. Was hier unter Angriff stand, war mein Konzept, dass ich eine Sandburg gebaut habe. So all sandcastles are sand. Alle Sandburgen sind Sand All phenomena are illusory. und alle Phänomene sind illusorisch. But when you believe in the illusion, this power of belief reifies the illusion and seems to extract it from its environment so that it becomes something singular, self-existing. Wenn du aber an die Illusion glaubst, dann bringt die Macht dieses Glaubens eine Verdinglichung der Illusion, die diese Illusion sozusagen aus dem Umfeld, in dem sie existiert, heraustrennt als etwas für sich Existentes. So that instead of seeing that everything we experience is transient patterns in the field of clarity, of translucency, of just disappearing and vanishing and appearing and vanishing. Also zu sehen, dass alles, was erscheint, ein Muster in diese Durchsichtigkeit, in diese Leuchtkraft von Dingen, die auftauchen und verschwinden ist. We take appearances not to be appearances of clarity, but appearances of something, that they have their own individual essence. So nehmen wir die Erscheinung nicht als Erscheinung der Klarheit, sondern als Erscheinung von etwas wahr, so dass sie scheinbar für uns eine individuelle eigene Essenz zu besitzen scheinen. So in the bardo of actuality, as you die, your familiar world fades away and there is just this openness, this, if you like, this desert of sand, undifferentiated. Und diesem Bardo der Soheit, wenn du stirbst, lösen sich all die gewohnten Dinge auf und es bleibt übrig dieser mehr oder weniger homogene Raum, der wie ein Sand ist, eine Wüste ist. There's nothing to think about. Und da gibt es nichts, worüber man nachdenken könnte. There's nothing to grasp onto. Es gibt nichts, woran man sich festhalten könnte. The ego can't secure itself in relation to anything else because it's just nothing at all. Das Ego kann sich nicht selber sozusagen absichern, indem es zu etwas anderem Beziehungen aufnimmt, denn es gibt da nichts. So at this point, the ego goes unconscious. An diesem Punkt geht das Ego in die Bewusstlosigkeit. So this is like falling asleep. Das ist vielleicht wie Einschlafen.
You're just gone. Du bist einfach weg. Can you be present in sleep? Kannst du in deinem Schlaf präsent sein? Awareness can do that, but ego consciousness can't do it. Die Bewusstheit kann das machen, aber das Ego-Bewusstsein kann es nicht tun. I need something in order to be me. Ich brauche etwas, um ich zu sein. This is the ego's situation. Das ist die Situation des Egos. So when there is no other, no something, it just blanks out. It is oblivion. Wenn es aber kein anderes gibt, kein Etwas, dann kommt sozusagen ein Nichts für dieses Ego. So in the tradition, when we're describing how unawareness manifests in the world, the first stage is called the singular self. In der Tradition bei der Beschreibung dessen, wie sich Unbewusstheit in der Welt manifestiert, wird davon gesprochen, dass die erste Stufe die Stufe des singulären Selbst ist, des einzigen Selbst. And this singularity is the mark of its isolation. Und diese Singularität, diese Einzigartigkeit ist das Kennzeichen der Isolierung. So here's all the sand on the beach. Hier haben wir also all den Sand des Strandes. I have my pot, my little spade, and I put the sand in the pot, and now it's what I build, my castle. Und dann habe ich meinen kleinen Eimer und meine kleine Schaufel und mache den Sand in den Eimer. Und das ist hier, was ich gemacht habe. Das ist meine Burg. Nothing is fundamentally separated. The shaped sand is sitting on the open sand. Da wurde nichts fundamental getrennt. Diese Form des Sandes sitzt auf dem offenen Sand. It's the same sand, Gleicher Sand. but it's mine. Aber es ist mein Sand. So this is the first level of unawareness. Now nothing is like the enemy. Das ist sozusagen die erste Stufe der Unbewusstheit, wo das Nichts zu einem Feind geworden ist. And there is a securing of this particular shape or this particular territory as being not like that. Und da gibt es ein Absichern dieser bestimmten Form, was ich bin gegenüber dem, was nicht ich bin, in der Form nicht so. If there is me, there has to be not me. Wenn es mich gibt, muss es auch nicht mich geben. So as you're building your sandcastle, you don't care about the rest of the sand on the beach. Wenn du also deine Sandburg baust, dann kümmert dich der Rest des Sandes auf dem Strand nicht. Your focus is on your construction. Dein Fokus liegt auf deiner Konstruktion. And it seems to take on a singularity, a particularity, as you put more and more of your attention and fantasy into it. Und es scheint immer mehr an Singularität, an Besonderheit zuzunehmen, je mehr du eine fokussierte Aufmerksamkeit darauf richtest. And when your brother jumps on top of it, you are upset. Und wenn dein Bruder da drauf springt, dann dann regst dich auf. We don't say, oh, thank you, dear brother, for showing me that sand is sand. Wir sagen dann nicht, oh danke, mein lieber Bruder, dass du mir wieder gezeigt hast, dass Sand einfach Sand ist. You have destroyed it. Du hast es zerstört. So this is the fundamental vulnerability and anxiety and insecurity that is embedded in the isolation of I, me, myself. Das ist die fundamentale Ängstlichkeit, Furcht oder Unsicherheit, die in diesem Konstrukt von ich, mich, mein eingebettet ist. So
if you recognize through doing the practice of dissolving and opening that the construct of self is a temporary, illusory pattern which dissolves and returns and dissolves and returns, this experience of the bardo of actuality is not so troubling. Wenn du durch deine Praxis der Auflösung erkennen kannst, dass das Konstrukt des Ich sozusagen nur ein Muster ist, das sich auflöst und wiederkommt und wieder auflöst und wiederkommt, dann ist die Erfahrung dieses Bardos der Soheit nicht so problematisch. But if your understanding is held inside this binary frame, the polarity of existence and non-existence, wenn aber dein Verständnis in diesem binären Rahmen von Existenz und Nicht-Existenz festgehalten ist, then with the collapsing of the supports for your belief in your own existence, dann wird mit dem Zusammenbruch diese Stütze deines Glaubens in eine separate Existenz, then you experience non-existence. Dann erfährst du die Nicht-Existenz. There is nothing to recollect, nothing to hold on to. Und da gibt es nichts, woran du dich wiedererinnern kannst oder festhalten könntest. And this is oblivion. Und das ist ein Nichts. So, when we do a practice like the use of the syllable pet, wenn wir zum Beispiel die Praxis machen, die den Gebrauch von der Silbe Pet macht, and we use the pet to explode the chain of signifiers that keep the continuity of self and other. Und wenn wir dieses Pet dazu gebrauchen, um diese Kette von Bedeutungsträgern von selbst und anderem sozusagen die Luft zu sprengen, then we have this state that Tibetan they call it hedewa, means like shocked open, surprised open. Dann haben wir einen Zustand, den man in Tibetisch als Hedewa, als in die Offenheit schockiert oder durch Offenheit überrascht nennt. The key thing is to be present in the moment of nothing. Und der Schlüsselpunkt hier ist wirklich gegenwärtig, präsent zu sein in dem Augenblick des Nichts. Because if you have presence or awareness or rigpa in nothing, denn wenn du Präsenz oder Gegenwärtigkeit, Rigpa im Nichts hast, then it's not oblivion or unconsciousness or nothing at all. Dann ist es keineswegs ein Nichts oder eine Unbewusstheit oder sozusagen ein gar Nichts. Because you are present in nothing at all. Denn du bist ja in diesem Nichts an sich gegenwärtig. This is if you like, the self-awareness of nothing at all. Das ist, wenn man so sagen will, die Eigenbewusstheit dieses Nichts an sich. And there we see that nothing is not like a dark night where you bang into the trees. Und dann siehst du, dass das Nichts nicht wie eine dunkle Nacht ist, wo man permanent in die Bäume, an die Bäume stößt. It's dark in the sense of being undifferentiated. Es ist dunkel im Sinne einer Nichtdifferenzierung. And yet it is intrinsically bright. Und doch ist es innewohnend strahlend. So Samantabhadra, our primordial Buddha, is dark in color, dark blue, almost black. Samantabhadra, unser ursprünglicher Buddha, ist dunkel von der Farbe her, fast schwarz. But he's relaxed, open, at ease, smiling. Aber ist entspannt, offen, wohlbefindlich, lächelt. So the key difference is whether you can leave the dualistic grasping of consciousness and relax into open awareness.
Schlüsselpunkt hier ist also, ob du in der Lage bist, den Griff nach dem dualistischen Bewusstsein loszulassen und in die offene Bewusstheit zu entspannen. This is the function of the Guru Yoga. Und das ist die Funktion von Guru Yoga. It's the function of all the higher practices in Buddhism. Und das ist die Funktion aller höheren Praktiken im Buddhismus. That the clarity of the mind and the ungraspability of the mind are inseparable. Dass nämlich die Klarheit und die Ungreifbarkeit des Geistes voneinander untrennbar sind. But if you are trapped in dualistic relativity, Wenn du aber in dualistische Relativität gefangen bist, then the artificial brightness of the mind, which is generated by thinking about something, dann wird die künstliche Helligkeit oder Strahlkraft des Geistes, die generiert wird durch das Nachdenken über etwas, asserts its existence by keeping the darkness at bay. ihre eigene Existenz damit sicherzustellen versuchen, dass sie versucht, die Dunkelheit im Schach zu halten. And so we experience being awake or being asleep. Und so erfahren wir das Wachsein und das Eingeschlafensein. If you're a bit cold, you can rub your hands together. Wenn es dir ein bisschen kalt ist, kannst du deine Hände aneinander reiben. And this will warm them as long as you rub them together. Und das wird sie aufwärmen, solange du sie aneinander reibst. If you just wave your hand around in the air, one hand, it won't get warm. Wenn du nur mit einer Hand herumfuchtelst in der Luft, wird das die Hand nicht aufwärmen. Oh, this is duality. You need two hands. You need subject and object. Und das ist Dualität. Du brauchst zwei Hände, Subjekt und Objekt. So we enter the bardo of actuality, which is the absence of any support for the ego. Wir treten also in das Bardo der Soheit ein und das ist gekennzeichnet durch die Abwesenheit von jeder Stütze für das Ego. If you can stay present in the first stage when there is just nothing at all, wenn du gegenwärtig bleiben kannst, präsent bleiben kannst in der ersten Stufe, wo es da gar nichts gibt, this is described as liberation in the Dharmakaya. dann wird das als die Befreiung im Dharmakaya beschrieben. That is to say, it's liberation in the mind of the Buddha, which is open and clear like the bright sky. Dann in Worten, wie man sagt, es ist die Befreiung in den Geist Buddhas, der klar und offen wie der Himmel ist. But if this nothingness seems like terrifying, it's going to wipe me out. How can I be here? Wenn aber diese Nichtsheit eher von einer erschreckenden Qualität ist, wenn wir das Gefühl haben, dass mich das auslöschen wird, wie kann ich denn hier sein? Then we go unconscious. Dann fallen wir in Bewusstlosigkeit. And awakening from this unconsciousness, there is a sense of light coming towards us. Und wenn wir aus dieser Unbewusstheit wieder aufwachen, dann haben wir das Empfinden, dass Licht zu uns kommt. And it starts to appear as the peaceful deities. Und dieses Licht beginnt als die friedlichen Gottheiten zu erscheinen. Now, if you have come into the practice of, particularly of the 100 peaceful and wrathful deities, you have a sense that these are the peaceful deities. Und wenn du zur Praxis, insbesondere durch die Praxis der 100 friedlichen und zornigen Gottheiten gekommen bist, dann hast du jetzt das Gefühl, ja, das sind die friedlichen Gottheiten. If you have no exposure to this, you might imagine, oh, it's Jesus or it's my mother. Wenn du da keinerlei Expositionen in diese Richtung hattest, dann könnte es sein, dass du dir vorstellst, das ist Jesus oder meine Mutter oder It's very bright, but how can you access this? es ist sehr strahlend, aber wie kannst du Zugang dazu finden?
me in relation to my mother or to Jesus is a dualistic structure. Ich in Beziehung zu meiner Mutter oder zu Jesus ist eine dualistische Struktur. But if you have been doing the tantric practice of dissolving into the deity, or the light of the deity coming into you, then this easy pathway of light is open to you. Wenn du aber tantrische Praxis gemacht hast, dich in die Gottheit aufzulösen oder die Gottheit in dir aufzulösen, dann sind diese leichten, lichten Pfade für dich zugänglich. And so you can dissolve into this form. Und dann kannst du dich in diese Form auflösen. And that's described as liberation in the Sambhogakaya, Und das wird dann als die Befreiung im Sambhogakaya beschrieben. the aspect of clarity of the Buddha's mind. Also in dem Aspekt der Klarheit des Geistes des Buddha. It can also be, of course, if you have remained in a general respectful Dharma attitude and you see the deity, then you say, oh, you are so wonderful, you are so great, you are much better than me. Es könnte natürlich passieren, dass du, wenn du sozusagen lediglich in dieser generellen, respektvollen Einstellung des Dharma gegenüber Gottheiten geblieben bist und die siehst, dass du dann sagst, oh, du bist so wunderbar, du bist so viel besser wie ich. This becomes an obstacle. Und das wird zu einem Hindernis. Because in your sense of your limitation, you are unworthy to merge in the deity. Denn in deiner Empfindung deiner eigenen Begrenztheit bist du das nicht wert, mit der Gottheit zu verschmelzen. This is why in the practice, we use devotion to increase our sense of the validity, of the value of the deity. Das ist der Grund, warum wir in unserer Praxis die Hingabe dazu benutzen, unser Empfinden des Wertes der Gottheit zu steigern. But this has to be balanced by receiving the light from the deity and merging into the same source as the deity. Aber das muss wiederum ausbalanciert werden durch das Empfangen des Lichts von der Gottheit und durch das Verschmelzen in dieselbe Quelle wie die der Gottheit. The deities exist for us to make use of. Die Gottheiten existieren für uns, damit wir sie gebrauchen. This is why they're here. Das ist der Grund, warum sie hier sind. They are manifesting for us. Sie manifestieren sich für uns. In the system, the Dharma system, they say the Dharmakaya is for yourself. Im Dharma-System heißt es, der Dharmakaya ist für dich selbst. That is to say, you need to awaken to your own mind. Das drückt aus, dass du zu deinem eigenen Geist erwachen musst. But the energy of the Dharmakaya, which manifests as the form kaya, the Rupa Kaya, Aber die Energie des Dharmakaya, die sich als das Formkaya oder Rupakaya manifestiert, which is the unity of the Sambhogakaya and the Nimanakaya, das ist die Vereinigung von Sambhogakaya und Nirmanakaya, this is for the other. das ist für andere. We manifest for the other. Wir manifestieren uns so für die anderen. The Buddhas are showing all the time. They are for us. Und die Buddhas zeigen sich die ganze Zeit über für uns. They say, welcome, come, we're here. Sie sagen, willkommen, komm, wir sind hier. There is no barrier. Es gibt keine Barriere. Don't dream walls and limitations and chains. Here is open. Träume also nicht von Wänden, Begrenzungen, von Ketten. Es ist alles offen. You don't have to deserve this. It's not something that you have to earn. Du musst es nicht irgendwie verdient haben. Es ist nicht etwas, was du überhaupt verdienen kannst. Although in the general Mahayana, they talk about the possibility of awakening as being dependent on the two accumulations, that of merit and that of wisdom.
obwohl in dem allgemeinen Mahayana die Möglichkeit des Erleuchtetseins von der Vollbringung der zwei Ansammlungen abhängig gemacht wird, nämlich von Verdienst und von Weisheit. That is a formulation designed to encourage people to participate in Dharma. Das ist eine Formulierung, die dazu gemacht ist, die Leute dazu zu ermutigen, im Dharma teilzunehmen. From the very beginning, our source is the mind of Samantabhadra. Von einem Anfang an ist unsere Quelle der Geist von Samantabhadra. We are not self-existing entities. Wir sind keine selbstexistenten Entitäten. We are the radiance of the Buddha's mind, but we are blind to that. Wir sind die Strahlkraft des Geistes des Buddha, aber wir sind dem gegenüber blind. So, in the moment of this manifesting of the peaceful deities, if you see this brightness as your own mind, as not something other than you, then you can awaken in that. Wenn du also in dem Augenblick des sich Manifestierens dieser Gottheiten das als nicht etwas Verschiedenes von dir selber sehen kannst, dann kannst du darin erwachen. If that is not possible for you, then, or I should say, these peaceful deities are the manifestation of the purity of desire. Diese friedlichen Gottheiten sind Manifestationen der Reinheit der Begierde. They look really good. Und sie schauen richtig gut aus. Beautiful, charming, beautifully dressed, gorgeous bodies. Wunderschön, bezaubernd, wunderschön angezogen, schöne Körper. So if you have understood the nature of desire, then you can merge with them. Wenn du die Natur der Begierde verstanden hast, dann kannst du mit ihnen verschmelzen. If that doesn't happen, you go unconscious and then you awaken to the wrathful deities. Wenn das nicht passiert, dann wirst du wieder bewusstlos und wachst auf in der Präsenz von den zornigen Gottheiten. They are terrifying. Und die sind erschreckend. They're shouting, making very loud noises. The whole world is shaking. They're surrounded by flames. Sie schreien, sie machen furchtbare Geräusche und die ganze Welt zittert und sie sind von Flammen umgeben. They are the purity of anger. Sie stellen die Reinheit des Zorns dar. This is the emptiness of anger. Das ist die Leerheit von Zorn. So if you have understood your own quality of anger, if you know what it's like to be angry and you catch it in the moment and you see it's just this flaming energy. Wenn du also die Natur deines Zorns verstanden hast, wenn du es erlebt hast, dass du den Zorn wirklich im Augenblick seiner Entstehung erwischen kannst und diese flammenvolle Energie siehst, then you see, oh, this is me, this is my world, and you merge into them. dann kannst du sehen, oh, das bin ich, das ist meine Welt und du kannst mit ihnen verschmelzen. But if you are frightened of them and think they are going to attack me, Wenn du dich vor ihnen aber fürchtest und denkst, die werden mich jetzt angreifen, then you go unconscious in fear. dann wirst du vor Angst unbewusst. If you don't exist as an individual entity, Wenn du aber nicht als eine individuelle Entität existierst, they cannot kill you, dann können sie dich nicht töten. and you are already dead. Und außerdem bist du ja schon tot. What are they going to destroy? Was sollen die denn also kaputt machen? You are present, Du bist gegenwärtig, but not as something. aber nicht als ein Etwas. So this goes back to what I described earlier, these subtle traces of the 5 poisons and the basic belief in the existence of entities. When these taints or distortions suffuse your presence, then you go into a dualistic fear reaction.
Das ist, was ich schon zuvor beschrieben habe, dass wenn diese subtilen Spuren der 5 Plagen und diese dualistische Wahrnehmung, wenn das sozusagen deine Wahrnehmung verzerrt und einfärbt, dann siehst du die in einer dualistischen Art und Weise. So that's why he says, I must abandon all fearful and terrified notions about all that is occurring. Das ist der Grund, warum er sagt, dass ich muss alle furchtsamen und erschrockenen Vorstellungen über alles, was erscheint, aufgeben. This is my mind. Denn es ist mein Geist. When you look at the tree is your mind. Wenn du einen Baum anschaust, dann ist dieser Baum dein Geist. You are seeing your mind in the form of a tree. Du siehst deinen Geist in der Form eines Baumes. Your mind in the form of a tomato. Oder deinen Geist in der Form einer Tomate. Because the field of experience is undivided. Denn das Feld der Erfahrung ist ungeteilt. Under the organizational twist or torque of duality, Unter dem organisierenden Drehmoment der Dualität we experience I am the subject and this is the object. machen wir die Erfahrung, dass ich das Subjekt bin und das ist das Objekt. But as we see in our sitting practice, what I take to be the subject is a formation of experience. What I take to be the object is a formation of experience. And these two forms are moving in empty awareness. Wie wir aber in unserer sitzenden Praxis sehen können, ist, dass das, was ich für das Subjekt halte, eine Formierung der Erfahrung ist und das, was ich für ein Objekt halte, auch eine Formierung der Erfahrung ist. Und diese beiden Formierungen bewegen sich in offener Bewusstheit gemeinsam. So the deity and you are two aspects of the source. Sodass die Gottheit und du zwei Aspekte der Quelle sind. As Sia Lama often said to me, sometimes the mind looks subject, sometimes it looks object. Sia Lama sagte zu mir oft, manchmal sieht der Geist wie das Subjekt aus, manchmal sieht der Geist wie das Objekt aus. It is neither subject nor object. Aber er ist weder Subjekt noch Objekt. Subject and object are patternings of experience arising within the openness of the mind. Subjekt und Objekt sind Musterbildungen der Erfahrung, die in der Offenheit des Geistes erstehen. So he says, recognize that whatever arises is the natural radiance of my own awareness. Und so sagt es, erkenne, dass was immer erscheint, die natürliche Strahlkraft meiner eigenen Bewusstheit ist. This is my mind. Das ist mein Geist. Like the open sky, before dawn is open and dark, no limit. Wie der eigene Geist, wie der offene Geist, wie der vor dem Sonnenaufgang offen und dunkel ist, aber keine Grenzen hat. With the first light of dawn, the light radiates out and gradually formations start to appear. Mit dem ersten Licht des Sonnenaufgangs kommt ein wenig Licht in die Sache und allmählich schälen sich Formen heraus. These are forms of radiance or forms of light. Das sind Formen von Strahlung oder Licht. This is the radiance of my mind. Und das ist die Strahlkraft meines Geistes. Now, if you think that you are an ordinary person wandering in samsara, all of this teaching is meaningless. Nun, wenn du denkst, dass du eine gewöhnliche Person bist, die im Samsara umherwandert, dann ist all diese Unterweisung bedeutungslos. If you think I'm a limited person, I have many faults, I make many mistakes, then how can you open to your own openness?
Wenn du denkst, ich bin eine gewöhnliche Person, ich habe so viele Fehler und mache so viele Fehler, wie könntest du dich dann deiner eigenen Offenheit gegenüber öffnen? And this is the tragedy of samsara. Das ist die Tragödie des Samsara. The one who limits themselves is an illusion. Derjenige, der sich selbst begrenzt, ist eine Illusion. The illusion is like a dream. Und diese Illusion ist wie ein Traum. But when you believe in the illusion, it becomes like a nightmare. Wenn aber du in diese Illusion glaubst, dann wird sie zu einem Albtraum. And under the fear and the sense of restriction and vulnerability, you engage in a self-protective activity which increases your problem. Und in dieser Angst und in dem Empfinden der eigenen Verletzlichkeit engagierst du dich in Aktivitäten, die diese nur vermehrt und zu einem Problem wird. So, you are inseparable from the Buddha. Nun, du bist vom Buddha untrennbar. You imagine you are a sentient being wandering in samsara. Du stellst dir vor, dass du ein fühlendes Wesen bist, das im Samsara umherwandert. The actuality is your own unborn openness. Aber das Tatsächliche ist deine eigene ungeborene Offenheit. In the Dzogchen tradition, we talk about these three inseparable aspects, Ngo, Rangshin, Tukje. In der Dzogchen-Tradition reden wir von diesen drei untrennbaren Aspekten von Ngo, Rangshin und Tukje. These three means the essence or the truth of me, of each of us, of our individuality. The essence of it is empty, it's ungraspable. Und I'm not a thing. diese drei bedeuten zunächst mal, dass die Essenz von mir, von allen von uns, von unserer Individualität ungreifbar ist. Ich bin kein Ding. Its nature or quality is clarity. It means that much is revealed. There is a luminosity, a display of light in many different patterns. Und seine Natur ist die der Klarheit, dass vieles sozusagen enthüllt und gezeigt wird in einer vielfachen Schau von Licht und Farbe. And the third aspect is the all-pervading compassion or kindness, which is my always linkedness, my always relatedness to everything which is occurring. Und der dritte Aspekt ist das alles durchdringende Mitgefühl oder Güte, die sozusagen darin besteht, dass ich stets mit allem, was erscheint, verbunden bin und diese Verbundenheit stets vorhanden ist. So this is what gives us access to send love and kindness and goodwill to all beings. Das ist das, was uns den Zugang dazu verschafft, Liebe und Güte und gute Wünsche zu allen Wesen zu senden. I remember somebody saying to me, James, you shouldn't pray for all beings to be enlightened because maybe some of them don't want to be enlightened. Ich erinnere mich, dass mir einer mal sagte, James, du solltest nicht dafür beten, dass alle Wesen erleuchtet werden, weil es vielleicht welche gibt, die gar nicht erleuchtet werden wollen. That's a problem that would arise within duality. Das ist ein Problem, das natürlich innerhalb der Dualität aufkommen könnte. But from the very beginning, we have all manifested as illusory presence, as apparition. Aber von allem Anfang an haben uns alle manifestiert als eine illusorische Gegenwart, als eine Illusion. And this apparition is moving in the field of light, Und diese Erscheinung bewegt sich in einem Feld von Licht. which is inseparable from emptiness. Und dieses ist untrennbar von der Leerheit. So in that way we see, I am the radiance of the mind. Und in dieser Weise sehen wir, ich bin die Strahlkraft des Geistes. I am like a flower coming out of the stalk of the plant which is coming out of the earth.
bin wie die Blume, die aus dem Stamm rauskommt, das wiederum in der Erde verwurzelt ist. I am the flowering or blossoming into this situation of the potential, which is the quality of the source. Ich bin also sozusagen die Blüte oder das Erblühen des Potenzials, das eben aus der Quelle heraus in diese Situation hineinwächst. So he says, I must know that this is the mode of appearance or the way of appearance of this Bardo. Dann heißt es hier, ich muss wissen, dass dies der Erscheinungsmodus dieses Bardos ist. This is how it is. Das ist, wie es ist. Different appearances arise. Verschiedene Erscheinungen zeigen sich. Now, we have this every day. Nun, das haben wir jeden Tag. Frozen, 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 Frozen. frozen. Now we have this every day. That was the Yeah. last. So you walk down the street and you see some people who look nice and some people you'd rather avoid. Das haben wir jeden Tag, sagt er. Wir gehen vielleicht die Straße entlang und sehen Leute. Manche von denen finden wir nett und andere nicht so nett. Die würden wir lieber vermeiden. You go into the shops and you see some food and you like it and you want to buy it, and other things you think, no, I don't eat that. Du gehst in den Laden und du siehst irgendwelche Nahrungsmittel. Manche davon magst du und willst sie kaufen. Andere siehst du und denkst, nee, das brauche ich nicht. But the people on the street who didn't appeal to you, they will appeal to someone else. Aber die Leute auf der Straße, die dir nicht so gefielen, die werden vielleicht jemandem anderen gefallen. And the food that you don't want to eat, someone else will buy. Otherwise, the shop wouldn't provide it. Und das Essen, das du nicht so gerne magst, andere Leute werden es vielleicht kaufen, sonst würde der Laden das nicht bereitstellen. It's food. Es ist Nahrung. I can't eat it because of my limitation. Ich kann es nicht essen aufgrund meiner Begrenzungen. So when you encounter the wrathful Buddha, you might think, oh, it doesn't look like a Buddha. Und wenn du also einem zornigen Buddha begegnest, dann denkst du vielleicht, ja, das schaut aber nicht wie ein Buddha aus. That's your limitation. Das ist deine eigene Begrenzung. But why is the Buddha so angry? Aber warum ist der Buddha so wütend? That's a very good question. And Siya Lama always said, well, when you meet the wrathful Buddha, you ask them. Das ist eine sehr gute Frage. Und Herr Lama pflegte dazu zu sagen, gut, wenn du einen zornigen Buddha triffst, frag ihn doch. Thinking will not provide the answer. Das Denken wird keine Antwort darauf bereitstellen. So then, just to conclude this section, he says, now when this very important and crucial time is coming, I must not be afraid of the hosts of peaceful and wrathful forms that are my own luminosity. Und um diesen Abschnitt zu beenden, nun da diese sehr wichtige und entscheidende Zeit anbricht, darf ich mich nicht vor den Scharen friedlicher und zorniger Formen fürchten, die meine eigene lichte Klarheit sind. In life, if you have a difficult situation, a quarrel with a colleague or a partner, quite possibly you can sit down and try to work it through. Im Leben, wenn du eine schwierige Situation hast, vielleicht Streit mit Kollegen oder mit dem Partner, ist es ziemlich gut möglich, dass man sich hinsetzen kann und das durcharbeiten kann. But this Bardo experience is very fast. Aber diese Bardo-Erfahrung geht sehr schnell. It's like driving on a big motorway on an Autobahn. Es ist wie das Fahren auf einer Autobahn. If you miss your turn off, you maybe have to go on a long, long way before you can come back to where you want to be. Wenn du deine Ausfahrt verfehlst, dann kann es sein, dass du eine ziemliche Strecke weiterfahren musst, bis du umdrehen kannst und ankommen kannst, wo du sein wolltest. So when the sign says go this way, you have to think, yeah, for me, here is the Buddha. Yes, I'm going to the Buddha. Wenn also das Zeichen kommt, das ist hier der Weg, dann musst du sehr schnell reagieren und diesen Weg einschlagen.
Für dich selbst, wenn du also denkst, du willst zum Buddha gehen und das Zeichen kommt, dann musst du sofort sagen, ja, ich gehe zum Buddha. So we are the lucky ones. We are the fortunate ones. We study the Dharma. We see these images of the Buddha. We see them on the shrines. If we go to a monastery or a temple, we see, oh, these are the Buddhas. Wir sind die, die von Glück begabt sind. Wir studieren den Dharma, wir sehen diese Gottheiten auf Bildern, in Tempeln und so weiter. Wir sehen, wie sie aussehen. So when they appear for us, we think, oh yes, my friend, my savior, my rescuer, or even myself. Wenn wir sie also sehen, wenn sie für uns erscheinen, dann können wir sofort denken, oh ja, das ist mein Freund, mein Retter, mein Beschützer oder sogar vielleicht, oh, das bin ich ja selbst. My form is the luminosity of my mind. These forms are the luminosity of my mind, and so they merge together. Meine Form ist die Leuchtkraft des Geistes und deren Form ist die Leuchtkraft des Geistes und beide können miteinander verschmelzen. So the most important aspect of this is never think negatively of yourself or of other people. Und der wichtigste Aspekt davon ist, niemals über dich selbst oder über andere negativ zu denken. Don't enter into judgment. Betrete nicht das Gebiet des Urteilens. Don't imagine that the values you can attribute to other people are the truth of how they are. Stelle dir nicht vor, dass die Vorstellung, die du hast, welche Werte du anderen Leuten zubilligen kannst, dass das die Wahrheit darüber ist, wie sie sind. Everything is the radiance of the mind. Alles ist die Strahlkraft des Geistes. So when we do our practice, this is what we want to wake up to. Wenn wir also unsere Praxis machen, dann ist es das, wozu wir erwachen wollen. There is no distraction. Es gibt keine Ablenkung. There are no obstacles. Es gibt keine Hindernisse. Sometimes when we are sitting, the mind seems very clear. Sometimes it seems very dull or agitated. Manchmal, wenn wir sitzen, scheint der Geist sehr klar zu sein. Manchmal scheint er aber auch sehr stumpf oder sehr aufgeregt zu sein. This is how it is. Es ist, wie es ist. If the Buddha can look like a completely psychotic killer, Wenn der Buddha so ausschauen kann wie ein total psychotischer Killer, but is still the Buddha, aber immer noch ist er der Buddha, then your self-hating idea or your jealousy or your pride, maybe that also is the energy of the Buddha. dann ist deine Selbsthassidee oder deine Eifersucht oder dein Stolz, vielleicht ist auch das die Energie des Buddha. Don't interpret. Versuch nicht zu interpretieren. Open to the immediacy of what is arising and see directly how it is. Öffne dich der Unmittelbarkeit dessen, was da steht und sehe direkt, wie es ist. Okay, so we have a lunch break now for an hour. Wir haben jetzt eine Stunde Pause. Then we meet after that. Und nach einer Stunde treffen wir uns wieder. Very good. Happy people. So we've been looking at the stages of the experience at death. Wir haben jetzt die Stufen der Erfahrung des Todes besprochen. And the main point is that in these different stages, you have a possibility of awakening to your own ground. Der Hauptpunkt hier ist, dass auf den verschiedenen Stufen man jeweils die Möglichkeit hat, zu dem eigenen Grund zu erwachen. When we talk of the three kayas or the three modes of the Buddha, we're not talking about three separate things. Wenn wir über die drei Kayas oder die drei Modi des Buddha sprechen, dann sprechen wir nicht über drei verschiedene getrennte Dinge. They're connected together. Sie sind miteinander verbunden. So in the first setting there in the Bardo where there is nothing at all, there you can go through the Dharmakaya door
And then when the peaceful and wrathful deities come, you can go in through the Sambhogakaya door. Also in diesem Setting, wo zunächst einmal gar nichts erscheint, hat man die Möglichkeit, durch das Tor des Dharmakaya zu gehen. Und wenn dann aber die friedlichen und zornigen Gottheiten erscheinen, dann gibt es die Möglichkeit, durch den Sambhogakaya, durch das Tor des Sambhogakaya zu gehen. And now we go on to look at the Nirmanakaya door. Und jetzt werden wir das Tor des Nirmanakaya anschauen. Whichever door you go into, you gain access to these three aspects of the Buddha. Durch welches Tor man auch immer geht, gewinnt man den Zugang zu diesen drei Aspekten des Buddha. The key point to remember, of course, is that the Dharmakaya never moves or changes, but the other two aspects, they are more dynamic and they're forms of expression, and therefore, if you're not grounded in the source, you can get distracted by the movement of the manifesting forms. Der Punkt hier ist, sich daran zu erinnern, dass während der Dharmakaya sich niemals verändert, die beiden anderen Formen mehr dynamisch sind als Ausdrucksformen des Grundes. Und deswegen, wenn man also nicht sehr gut in dem Grund verwurzelt ist, kann es sein, dass man durch diese Formen eher auch abgelenkt wird. When there's just openness, there's no hooks in there to get snagged. Wenn es da nur Offenheit gibt, dann gibt es darin keine Haken, an denen man hängen bleiben könnte. And with the pure forms of the deities, there's a shape and color and quality, but it's clearly illusory. Während es mit den Formen der Gottheiten da klarerweise Gestalt und Farben und andere Attribute und Eigenschaften gibt, die aber natürlicherweise offensichtlich illusorisch sind. But when we come into this manifest form, there are a lot more triggers or hooks to evoke unresolved karmic tendencies. Wenn wir aber mehr in diese manifesten Formen kommen, gibt es eine große Menge mehr an Häkchen oder Auslösern dafür, mit den karmischen Tendenzen konfrontiert zu werden, die man mitbringt. So let's look at this stage now. Lass uns also jetzt die Stufe anschauen, diese Stufe anschauen. So it says, alas, now when the bardo of rebirth is arising for me. So heißt es da, o weh, nun da mir der Bardo der Wiedergeburt erscheint. So rebirth here is translating sipa, which means becoming. Die Wiedergeburt wird hier als Sipa, also das ist die Übersetzung von Sipa, was wörtlich sowas wie werden heißt. So if you are by the sea and you watch a wave coming up, it's becoming, the sea is becoming in the form of a wave and then it dissolves again. Wenn wir am Strand eines Meeres sind, dann können wir beobachten, wie die See die Form eine Welle annimmt, also sozusagen in der Form zu einer Welle wird und dann aber sich dann wieder auflöst. The wave is not separable from the ocean. Und diese Welle ist von dem Ozean nicht trennbar. But if you focus just on the shape of the wave, it appears to be something independent. Wenn du dich aber nur auf die Form der Welle selbst fokussierst, dann scheint es etwas Eigenes, etwas Getrenntes zu sein. So
the potential that we have to manifest can take on many different shapes. Dass das Potenzial, das wir haben, uns zu manifestieren, viele verschiedene Formen annehmen kann. For example, if you were going to make some biscuits with children, Zum Beispiel, wenn wir mit Kindern irgendwelche Kekse machen wollen. you get the flour and the butter and some eggs and maybe sugar, and you mix it together in a bowl. Wir haben dann vielleicht Mehl und Eier und Butter und vielleicht Zucker und all das vermischen wir in eine Schüssel. And then you roll it out, Und dann rollen wir das aus and you have a flat, undifferentiated surface. und wir haben eine flache, undifferenzierte Oberfläche. And you can invite the children to choose little shapes like stars or half moon and so on to cut out the biscuits. Und man kann die Kinder dazu dann einladen, sich Förmchen auszusuchen wie Sternchen oder Halbmonde und dergleichen mehr, um eben die Kekse auszustechen. And they can push their finger into it to mark it. Oh, that is my biscuit. Und sie können auch noch ihren Finger da reindrücken, um es zu markieren, das ist mein Keks. Then you put them in the oven. Und dann backt man sie im Ofen. And when you take them out of the oven, it looks like a lot of biscuits. Und wenn man es aus dem Ofen wieder rauszieht, dann schaut es aus wie eine Menge Kekse. So the undifferentiated dough that you had first is being shaped by the little cutters. Sodass dieser undifferenzierte Teig, den man zuerst hatte, durch die kleinen Stechformen geformt wurde. And at that stage, you can see that the shape of the star is made of the same thing as the rest of the mass of the dough. Und an dieser Stelle kann man natürlich erkennen, dass die Form eines Sterns aus demselben Zeug besteht, aus dem auch der Rest des Teigs besteht. But when you take the biscuits out of the oven, the children say, "That's my one." Wenn du die Kekse aber aus dem Ofen holst, dann sagen die Kinder, ah, das ist meins. I don't want that one. I want the star. Ich will diesen Keks nicht, ich will meinen Stern. And you say, "Hey, come on, it's just biscuits. It's all got the same ingredients." Dann sagst du, komm, reg dich nicht so auf, das ist alles Keks aus denselben Zutaten. No, but the star is the best one. Nee, aber der Stern ist der beste. Oh, in that way, we see how the mind hooks onto something that we know is undifferentiated and makes its own differentiation. Auf diese Weise können wir erkennen, wie der Geist sich sozusagen mit etwas festhängt, von dem wir eigentlich wissen, dass es undifferenziert ist, aber wo der Geist selbst eben die eigene Differenzierung einführt. So generally in Western countries, we're not thinking about rebirth. Allgemein denken wir in westlichen Ländern nicht allzu viel über Wiedergeburt. So we don't really have a very good vocabulary for describing this. Also haben wir auch nicht kein allzu gutes Vokabular, um das zu beschreiben. It's not that you are born again. Es ist nicht so, dass wir etwa wieder geboren werden. Because all that was you has been pretty much wiped away. Denn alles das, was sozusagen dich ausgemacht hat, wurde ziemlich klar weggewischt. In a sense, it's a fresh start. In einer gewissen Weise ist es ein frischer Start. But one that's a little bit clouded because you're bringing with you your karmic tendencies. Aber es ist einer, der ein bisschen zugedeckt ist durch die Wolken der eigenen karmischen Tendenzen. So we might call it this as the bardo of the next possible or the next possibility. Wir könnten es also auch als das Bardo oder den Bardo der nächsten Möglichkeit oder des nächstmöglichen bezeichnen.
as long as the sense of being someone is present in our mind stream, Solange das, solange das Gefühl da ist, präsent ist, jemand zu sein in deinem Geistesstrom, we will find ourselves manifesting in a particular formation. werden wir uns in einer bestimmten Formierung manifestierend wiederfinden. Whether that's a frog or a dog or a bird. Ob das nun ein Frosch, ein Hund oder ein Vogel ist. Because of the ego, you have to be someone somewhere. Aufgrund des Egos musst du irgendjemand irgendwo sein. That is what the ego is. It's the separation, the someoneness, the I, me, myselfness, which can take on different shapes in the different realms. Das ist das, was das Ego ausmacht, diese Trennung, diese Jemandheit oder dieses Ich, mich, Meinheit, die eben diese Form annehmen muss. So, this is a time of manifesting. Das ist die Zeit, sich zu manifestieren. So, who is manifesting? Wer ist es denn, der sich da manifestiert? If we follow the description of these stages of death, there is openness, which is the first stage where it's just infinite open. Wenn wir den Stufen der Entfaltung des Todes folgen, dann ist am Anfang da diese Offenheit, die einfach bloß offen ist. Then in this openness there arises the clarity of the peaceful and wrathful deities. Dann entsteht in dieser Offenheit die Klarheit der friedlichen und zornigen Gottheiten. And now a more manifest form is arising. Und jetzt entsteht daraus eine mehr manifeste Form. So if you stay open in the realm of clarity, as the manifest form arises, you know, oh, this is just a further energizing of the potential of the open ground. Wenn du also offen bleibst, während also diese Manifestation sich herausschält, kannst du erkennen, oh, das ist jetzt nur eine weitere Energetisierung des Potenzials des offenen Grundes. But if in the process, when the undifferentiated openness was there, you retract from that in horror, oh, not me. Wenn du aber in dem Prozess, wo diese undifferenzierte Offenheit vorhanden war, sozusagen in Schrecken dich zurückziehst und sagst, nicht ich, nicht für mich. And then when the deities arise, you say, oh no, not me. Und dann, wenn die Gottheiten kommen, auch wiederum sagst, oh nein, 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 nicht ich. Then you've been holding the sense of being an isolated self in place. Dann hast du praktisch dieses Empfinden, ein isoliertes Selbst an diesem Platz festgehalten. And this then can lead to an over-identification in this next stage of the Nirmanakaya. Und das kann zu einem, führt oder kann zu einer Überidentifizierung in der nächsten Stufe des Nirmanakaya führen. So he says, as this stage is arising for me, I must keep my mind in one-pointed devotion. Und so sagt er, wenn diese Stufe für mich erscheint, muss ich meinen Geist einsgerichtet in Hingabe halten. Which means that the usual description is that if you don't find liberation in the Sambhogakaya, you find yourself moving down a tunnel. Und die übliche Beschreibung davon ist, dass dann, wenn du die Befreiung im Sambhogakaya nicht gefunden hast, dass du dich in einer Tunnel hinabbewegst. And as you're going down this tunnel,
you become conscious that you have the shape of your next life. Und während du in diesen Tunnel hinabsteigst, wird dir bewusst, dass du die Form deines nächsten Lebens besitzt. So it could be as a god, or it could be as a hungry ghost, or an animal, or a human. Es könnte als ein Gott sein oder als ein hungriger Geist oder als ein Mensch. So if you're going to be a human, you start to experience ahead of you the sight of the man and woman having sex. Wenn es darum geht, jetzt ein Mensch zu werden, dann beginnst du vor dir den Ort zu erfahren, an dem ein Mann und eine Frau miteinander Sex haben. And your mind is pulled towards the site of contact of their genitals. Und dein Geist wird angezogen von dem Ort des Kontakts ihrer Genitalien. And consciousness then goes into the site where the female essence, the blood or the egg, meets the male essence, the semen. And when the consciousness joins with these two, it fuses into the first tigli, or you could say the first cell, which is the basis of conception. Und, das Bewusstsein fühlt sich zu dem Ort hingezogen, wo die rote Essenz, also das Ei, und die weiße männliche Essenz, also das Sperma, angezogen werden, zusammenkommen. Und wenn es dem Bewusstsein gelingt, damit zu verschmelzen, dann entsteht daraus das erste Tigle oder eben die erste Zelle, aus dem dann sich der Rest entfaltet. Now, this site of sexual union is quite intense. It can bring desire, it can bring anger, jealousy, many emotions. So it's important to have a one-pointed devotion. Und dieser Ort der sexuellen Vereinigung bringt intensive Emotionen unter Umständen mit sich, wie Begierde, Abneigung, Eifersucht und dergleichen mehr. Und daher ist es wichtig, eine starke Hingabe zu haben. Oh, in the higher tantras, we often visualize deities who are in sexual contact. In höheren Tantras visualisieren wir oft Gottheiten, die im sexuellen Kontakt sind. So, in the symbolism of that system, the female represents wisdom and the male represents method or compassion. In dem Symbolismus dieses Systems repräsentiert das Weibliche die Weisheit und das Männliche die Methode oder das Mitgefühl. And wisdom and compassion are the two main qualities of the Buddha. Und Weisheit und Mitgefühl sind die zwei Hauptqualitäten des Buddha. So the inseparability of these two qualities is very important. Also ist die Untrennbarkeit dieser zwei Qualitäten sehr wichtig. Generally speaking, wisdom means the wisdom of emptiness. Allgemein gesprochen bedeutet Weisheit die Weisheit der Leerheit. Emptiness by itself could just be a big empty space. Leerheit aus sich selbst heraus könnte einfach nur ein großer leerer Raum sein. Which could be like a kind of nihilistic nothingness, like the oblivion we've already looked at. Und das könnte wie so ein nihilistisches Nichts sein, wie dieses Nichts, von dem wir schon gesprochen haben. And the male form, the compassion or the method of connectivity. Und die weibliche Form, also Entschuldigung, die männliche Form, die Form des Mitgefühls oder der Verbundenheit. Which is the sense of something being there. Und das ist ja ein Gefühl dafür, dass etwas da ist. If that is not understood as a dynamic, illusory form,
it easily becomes a kind of permanent fixation. Wenn das nicht als eine Manifestation einer illusorischen Form ist, dann kann das schnell zu einer, einer dynamischen Manifestation der Form, der Ausdruck der Leerheit ist, kann das zu einem Ort der Fixierung werden. So by these male and female aspects coming together, indem also diese männliche und weibliche Aspekt zusammenkommen, the wisdom dissolves the tendency to reification in the method, dann sorgt die Weisheit für das Auflösen der Verdinglichung in der Methode. and the compassionate method moves in the space of emptiness, ensuring that it doesn't become just a nothing at allness. Und das Mitgefühl und die Methode bewegen sich im Raum der Leerheit und stellen sicher, dass dieser Raum nicht zu einem nihilistischen Nichts wird. Oh, we have faith that this form in front of us, this is the unification of the goddess and the god. Und wir haben dann den Glauben, dass diese Form vor uns die Vereinigung der Göttin mit dem Gott ist. And we should strongly encourage the maturing of our good karma. Und wir sollten stark die Reifung unseres guten Karmas ermutigen. This is a chance for us. Das stellt eine Chance für uns dar. Of course, we have to be present, we have to be mindful, and we have to be quick. Natürlich müssen wir präsent sein, wir müssen geistesgegenwärtig und schnell sein. If you hesitate, it will be too late. Wenn du zögerst, wird es zu spät sein. You might remember in your life that maybe you met someone through friends or in a cafe. Du kannst dich vielleicht daran erinnern, wie du in deinem Leben jemandem begegnet bist, vielleicht vermittelt durch Freunde oder in einem Café. And you wanted to connect with them. Und du wolltest eine Verbindung zu dieser Person aufnehmen. But you missed the moment. Aber du hast den Augenblick versäumt. You lost contact. Oder verpasst. Du hast den Kontakt verloren. And maybe sometimes you think, oh, if only I had got together with them, my life could be very different. Und dann erinnerst du dich vielleicht später, wenn ich nur die Verbindung aufgenommen hätte, wäre mein Leben ganz anders verlaufen. And this is important because doors open and doors close. Und das ist wichtig, denn Türen öffnen sich und Türen verschließen sich. There is a moment of possibility and a moment of impossibility. Es gibt einen Augenblick der Möglichkeit und dann einen Augenblick der Unmöglichkeit. We all know these moments like exams at school or university. Wir kennen diese Momente alle, wie Prüfungen an der Schule oder an der Universität. Or going for an interview for a job. Oder ein Interview, ein Bewerbungsgespräch. The door is open, but somehow you're distracted or you get confused and it doesn't go well. Die Tür ist zwar offen, aber irgendwie warst du abgelenkt oder verwirrt und es geht nicht gut. So the key thing is, I want a human birth. Schlüsselpunkt hier ist, ich will die menschliche Geburt. That's the best place to be. Es ist einfach der beste Ort, um da zu sein. The God realms are too pleasant and we spend our life in the daydream. Die Götterbereiche sind zu schön, zu angenehm und wir verbringen unser Leben mit Tagträumen. And the hell realms and the hungry ghost realms and the animal realms offer few opportunities for awakening. There's too much pain or fear. Und die Höllenbereiche, die Bereiche der hungrigen Geister und der Tiere stellen zu wenig Gelegenheit zum Erwachen bereit, denn sie sind zu sehr von Schmerz und Angst dominiert. Oh, we can say there are many prayers like to be reborn in Zangdopalri or Dewa Chen
or may I gain a human birth in my next life, may I live close to the Holy Guru, and so on. Es gibt viele solche Gebete, möglich in Sangdopari wiedergeboren werden oder in Dzogchen oder möglich im nächsten nächsten Wiedergeburten nah an meinem heiligen Guru wiedergeboren werden und dergleichen. We're saying, I want to be planted in good soil where I can grow. Wir sagen, ich möchte gerne in eine gute Erde gepflanzt werden, wo ich wachsen kann. Because if I'm born into a situation with many stones and thorns, how can I mature fully? Denn wenn ich in eine Situation geboren werde mit vielen Steinen und Dornen, wie kann ich da voll reifen? So we have the factors of a precious human birth. Wir haben also da diese Faktoren einer kostbaren menschlichen Geburt. We have a healthy body, functioning senses, and so on. And to be born in a land where the teachings of the Buddha are available. Einerseits einen gesunden Körper mit funktionierenden Sinnen und dergleichen mehr. Andererseits auch in einem Land wiedergeboren zu werden, in dem der Buddha-Dharma vorhanden ist. So the difference now is in these first two opportunities, it was about opening to what is there in front of us. Der Unterschied jetzt ist, dass in den ersten beiden Gelegenheiten die Angelegenheit war, sich dem, was vor uns lag, zu öffnen. But here we have to be more careful because we are going to be sucked into a formative experience. Aber hier müssen wir jetzt deutlich sorgfältiger sein, denn wir werden in eine formative Erfahrung hineingesaugt. So it's saying you have to mobilize your good karma, all your virtue that would allow you to gain a human birth in a good family where your potential will be most developed. Hier müssen wir sozusagen unser ganzes gutes Karma mobilisieren, alles, was wir haben, um dafür zu sorgen, dass wir in eine gute Familie hineingeboren werden, in der wir unser Potenzial tatsächlich entfalten können. So then he says, closing the womb door, I must remember to reverse the process that leads to existence. Da heißt es dann, indem ich das Tor des Schoßes verschließe, muss ich mich daran erinnern, den Prozess, der zur Existenz führt, umzukehren. So, means, if possible, to avoid taking on birth in the six realms. Das bedeutet, wenn es dann möglich ist, eine Wiedergeburt in den 6 Daseinsbereichen zu vermeiden. So this has two possibilities. One is it says to reverse the 12 stages that we find in the wheel of life back to ignorance and then through ignorance into awakening. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste ist, wie es hier heißt, den Prozess des Werdens umzukehren, also den Ablauf, der ja auch in diesem 12-gliedrigen Rad des Werdens dargestellt ist, umzudrehen, zurück zu Ignoranz und durch die Ignoranz zum Erwachen. But this requires a lot of discipline. Aber das erfordert eine Menge Disziplin. Because the temptation and the dualistic habit formation is easily awakened, and there's craving and hunger, and you have that mobilization. Denn die Verführung und die dualistischen Tendenzen sehr leicht geweckt werden und wir dann dieses Verlangen und den Hunger nach den Gewohnheitsformationen haben. So the Hinayana or Theravadan approach of blocking these 12 steps that you find in the wheel of life, that's going to be too difficult for most of us to do. Also diese Hinayana oder Theravada Idee,
Die Abfolge des Werdens zu blockieren und umzukehren, wird für die meisten von uns zu schwierig sein. So instead, we take the tantric method. Stattdessen nehmen wir die tantrische Methode. So he says, this is the one time when authentic, pure vision is required. So heißt es hier, dies ist genau die Zeit, in der eine authentische, reine Sichtweise gebraucht wird. So abandoning all jealousy, I will meditate on my guru with his consort. Sodass, indem ich jedwede Eifersucht aufgebe, über meinen Guru mit Gefährtin meditieren werde. That is to say, holding in mind very clearly that the man and the woman having sex together, this is the pure male and female forms of the deity. Das heißt, sehr klar im Geist zu halten, dass die Frau und der Mann, die miteinander Sex haben, die reine Form der weiblichen und männlichen Gottheit sind. And the union of these two and the fusion of the male and female essence is itself the potency of the basis of life, which is illusory manifestation. Und dass die Vereinigung dieser beiden Formen und der Fluss der beiden Essenzen an sich schon die Potenz der Manifestation, des Flusses der illusorischen Manifestation ist. And he says that you need to have authentic, pure vision. Es ist, du musst authentische, reine Sichtweise haben. That is to say, you're not trying an antidote of imagining that although you see a man and a woman having sex, you recognize, oh, they are actually my teacher and her partner. Das heißt, dass es nicht eine Form von Anwendung eines Gegenmittels ist, in der du dir selber sozusagen sagst, dass, obwohl du eigentlich eine Frau und einen Mann siehst, dass die in Wirklichkeit dann die reinen Formen deines Lehrers und seiner Partnerin ist. It means that having done the tantric practice and being used to visualizing the deity and being convinced that the form of your visualization is inseparable from the pure form that comes from the pure land, with the living confidence of that, then you have a transformative experience. Das bedeutet, dass nachdem du diese Praxis tatsächlich ausgeführt hast und die Visualisierung tatsächlich vollendet hast und die Überzeugung oder die Zuversicht hast, dass die visualisierte Form untrennbar ist von der reinen Form der Gottheit, die aus dem reinen Land kommt, dass du dann tatsächlich diese transformative Erfahrung haben kannst. And so either we focus on the fact that this is the Yabyum or the Yuganada, the inseparable contact of the male and female deity, and therefore this purifies our desire and we have no wish to enter, or we enter into this unified nectar or dutsi. Also entweder hast du die klare Überzeugung, dass dieses Yabyum oder diese Vereinigung tatsächlich also dass das tatsächlich die Vereinigung des Yabyum, die Yuganada der reinen Form ist und du gar keinen Wunsch hast, dort einzutreten, oder aber du trittst da hinein als in den reinen Nektar. When we walk about in our town, we see people. Wenn wir in unserer Stadt umhergehen, sehen wir Leute. Do they exist? Existieren die? They think they exist. Sie denken, sie existieren. If we think that we exist, we probably believe, oh, yeah, they exist. Wenn wir denken, dass wir existieren, dann glauben wir wahrscheinlich, dass sie auch existieren. This is called unawareness. Und das wird als Unbewusstheit bezeichnet. Actually, you have never met a single sentient being.
In Wirklichkeit bist du niemals auch nur einem einzigen fühlenden Wesen begegnet. Your parents were not sentient beings. Deine Eltern waren nicht fühlende Wesen. They were illusory forms of emptiness. Sie waren illusorische Formen von Leerheit. But they didn't know that Aber sie wussten es nicht, because they were unaware of who they were. denn sie waren sich nicht gewahr dessen, wer sie waren. Imagining that they truly existed, their kindness to you was to help you take on the burden of your existence. Indem sie sich vorstellten, dass sie wahrhaft existiert haben, war ihre Güte dir gegenüber, die Last auf sich zu nehmen, dir in deiner wahren Existenz zu helfen. So they gave you food, they bathed you, they gave you clothes to wear, and so on. Also haben sie dich ernährt, sie haben dich gekleidet, sie haben dich gebadet und so weiter. And in that process, you became more and more convinced that you are who people say you are. You are indicated by your name. Und in diesem Prozess bist du zu dem mehr und mehr geworden, wofür du dich selbst hältst und wovon die anderen überzeugt sind, dass du es bist, was durch deinen Namen angezeigt wird. So if you have followed the text that we've been looking at, hopefully you have a sense that this is a delusion. Wenn du also dem Text bis jetzt gefolgt bist, den wir gerade anschauen, dann hast du hoffentlich jetzt das Gefühl dafür, dass das eine Täuschung ist. It is a very strong deluding belief. Es ist ein sehr starker, der Täuschung unterliegender Glaube. When we are under the power of a delusion, we don't see clearly, but we believe we see clearly. Wenn wir unter der Macht der Täuschung stehen, dann sehen wir nicht klar, aber wir glauben, dass wir klar sehen. There is a lack of insight into our blindness. Da gibt es einen Mangel an Einsicht in die eigene Blindheit. So when we do our purification practices and do the Guru Yoga and study the Dharma and observe all the processes of being in this world with others, Wenn wir also die Reinigungspraxis machen, den Dharma studieren, den Guru-Yoga verrichten und sozusagen unser eigenes Zusammensein mit anderen beobachten, then we see I am solidifying the world. dann können wir erkennen, dass es wir selbst sind, die die Welt verfestigen. The world is not self-solid, Die Welt ist nicht aus sich selbst fest. or in another language you say there is an absence of inherent existence. Oder um es anders zu sagen, es gibt da eine Abwesenheit einer innewohnenden Existenz. When we interact with people, we gain access to certain moments of their potential. Wenn wir mit Leuten interagieren, dann bekommen wir Zugang zu bestimmten Momenten ihres Potenzials. The potential manifests in certain patterns. Und dieses Potenzial manifestiert sich in gewissen Mustern. This is the display of the patterning of their potential. Und das ist die Schau der Musterbildung ihres Potenzials. Not their potential in the sense that they own the potential, but rather the potential is the source of the various forms of what we take to be them. Und nicht ihr Potenzial im Sinne, dass sie die Besitzer dieses Potenzials sind, sondern in dem Sinne, dass dieses Potenzial die Quelle dafür ist, was das ausformen lässt, was wir sozusagen für sie halten. That is to say, I had a sense of my father when he was alive. Zum Beispiel hatte ich ein Empfinden dafür, wer mein Vater war, als er am Leben war.
And my image of him was my father for me. Und meine Vorstellung von ihm war sozusagen mein Vater für mich. Because I had learned that he was my father, Da ich gelernt hatte, dass er mein Vater war, and the drama of our interaction was based on these two roles, father and son, und das Drama unserer Wechselwirkung war sozusagen diese zwei Rollen von Vater und Sohn. my attention towards him was selective in the sense that I'm construing him in terms of him being my father. War meine Beachtung von ihm in dem Sinne selektiv, indem ich ihn sozusagen als meinen Vater konzeptualisierte. He is my dad. Er ist mein Vater. But of course, he was many other things as well. Natürlich war er auch viele andere Dinge. There were people who knew him from fighting in the war together. Es gab Leute, die ihn zum Beispiel aus dem gemeinsamen Kampf im Kriege kannten. People who knew him from his family, from where he grew up. Es gab Leute, die ihn sozusagen im Kontext seiner Familie kannten, dort, wo er aufgewachsen ist. All these identities were there as potential around this embodied form, which was changing through time. All diese Formen waren sozusagen Aspekte des Potenzials, in denen er sich als verschiedene Verkörperung gezeigt hat, die innerhalb der Zeit veränderlich war. But I couldn't access these different aspects of him. Aber für mich waren diese verschiedenen Aspekte von ihm nicht zugänglich. So most of my father's potential was invisible to me due to my belief he's just my dad. Sodass die meisten Aspekte seines Potenzials für mich unsichtbar blieben, einfach aufgrund der Annahme, dass er eben bloß mein Daddy ist. So this is a kind of ordinary example to highlight how our engagement with the potential of our situation becomes edited by our assumptions and axioms. Das ist nur ein gewöhnliches Beispiel dafür, wie unser Zugang zu dem Potenzial sozusagen editiert wird durch unsere Annahmen. I remained in a sense trapped inside the sense, this is my father. Ich blieb, wenn man so sagen will, in der Falle meiner Empfindung, das ist mein Vater. So if we apply this to what Karma Lingpa is pointing out here, wenn wir das darauf anwenden, was Karma Lingpa hier aufzeigt, if we remain committed to the sense that seeing two people having sex is something either exciting or disgusting or provoking jealousy, wenn wir also sozusagen uns verpflichtet fühlen, unsere Empfindung gegenüber das ansichtig werden von zwei Leuten, die miteinander Sex haben, entweder etwas Erregendes ist oder etwas Abstoßendes oder etwas, was Eifersucht provoziert, then we're starting with our belief that we know what's happening. dann gehen wir von unserem Glauben aus, dass wir wüssten, was geschieht.
There are two people and they are having sex. Da gibt es also zwei Leute und die haben Sex miteinander. This man is my father. Dieser Mann ist mein Vater. Father distorts the potential of that man. Und der Begriff Vater verzerrt das Potenzial dieses Mannes. Two people distorts our perception so that the pure vision that this is the God and Goddess together is unavailable to us. Diese Vorstellung von zwei Leuten ist etwas, was unsere Wahrnehmung verzerrt, sodass das Potenzial, sie als Gott und Göttin wahrzunehmen, für uns nicht zugänglich ist. So, if we manifest into this situation and we have the beginning of the development of the fetus and then the ripening in the womb until the birth canal opens and you're born. Wenn wir uns also in einer solchen Situation manifestieren, indem wir sagen, die Entwicklung eines Fötus haben und dann die Heranreifung und dann die Phase, bis sich der Geburtskanal öffnet und man geboren wird. Who is born? Wer wird da geboren? We could say the unborn is born while we remaining unborn. Man könnte sagen, das Ungeborene wird geboren, während es ungeboren bleibt. When you look in the mirror and you see your face, Wenn du im Spiegel schaust und dein Gesicht siehst, that's me. das bin ich. It's as if in this image in the mirror, you are born. This is me. Das ist so, als ob du in diesem Spiegelbild im Spiegel geboren würdest. Das bin ich. It's me. Das schaut so aus wie ich. But it's unborn. Aber es ist ungeboren. There's no one in the mirror. Da ist niemand im Spiegel. It's an illusion. Es ist eine Illusion. So when the baby is born and they held upside down, clear the channels and they start to breathe. Wenn das Baby geboren wird und sie halten es Kopf nach unten und lassen die Kanäle sauber laufen und es fängt an zu atmen. And the umbilical cord is cut. Und die Nabelschnur wird abgeschnitten. We now have a separate entity. Dann haben wir eine separate Entität. Before they were in the mother, as part of the mother. Vorher war man in der Mutter, als Teil der Mutter. But now they come out. Jetzt kommt das Baby raus. And here they are, a baby. Und so ist es da, als Baby. But the baby is breathing. Aber das Baby atmet. The baby is in communication, in connectivity with the environment. Das Baby ist in Kommunikation, in Verbundenheit mit der Umgebung. The baby still needs the mother for milk, for cleaning, for comfort, for the familiarity. Das Baby braucht immer noch die Mutter, um gesäubert zu werden, um Milch zu bekommen, um getröstet zu werden, um Vertrautheit zu erfahren. So the baby has come out of this mandala of the womb. Das Baby ist also aus diesem Mandala des Schoßes herausgekommen. Into the mandala of the world. In das Mandala der Welt. What is this world? Was ist diese Welt? Appearance and emptiness. Erscheinung und Leerheit. So this is the possibility. Nun, das ist die Möglichkeit. So the Nirmanakaya means that your Dharma potential is ripened so that although you can operate according to conventional truth and go to school and learn your lessons and pass your exams, you don't take it as too real.
Yamanaka bedeutet hier, dass du sozusagen gemäß deinem Potenzial gereift bist und obwohl du also gemäß der relativen Wahrheit oder konventionellen Wahrheit funktionieren kannst, in die Schule gehst, deine Lektionen lernst, deine Prüfungen bestehst, du all das nicht allzu stark real nehmen musst. It's very important for children to tell jokes about their teacher. Das ist für Kinder zum Beispiel sehr wichtig, Witze über ihren Lehrer zu erzählen. If you take the teacher too seriously, then it's bad luck. Wenn du deinen Lehrer zu ernst nimmst, dann hast du echt kein Glück gehabt. Because children, they know they get a sense anyway of the importance of what they're having to study. Denn die Kinder kriegen sowieso das Gefühl dafür, wie wichtig das ist, was sie zu lernen haben. But they also can read the face and the posture of the teacher, and they're thinking, this person's a joke. Aber sie können genauso gut auch die Zeichen, die Person von sich gibt, der Haltung, der Mimik und so weiter interpretieren und sie sind durchaus in der Lage zu erfassen, dass diese Person ein Witz ist. I had one very helpful teacher in my secondary school. Ich hatte einen sehr hilfreichen Lehrer in meiner Sekundärstufe. And he taught English literature, and we did a lot of good study of Shakespeare and so on. Und er lehrte die englische Literatur und wir hatten eine Menge gute Studien von Shakespeare und dergleichen mehr. But he was a very anxious man. Aber er war ein sehr ängstlicher Mann. And almost every morning when he was shaving, he would cut himself. Und fast jeden Morgen, wenn er sich rasierte, schnitt er sich ins Gesicht. And he would put little bits of cotton wool or tissue paper onto these cuts. Und er pflegte da auf diese Schnitte dann irgendwie Watte oder kleine Pflaster aus Taschentüchern, aus Baumwolltaschentüchern drauf zu kleben. So we would be listening to him explaining the subplots in King Lear. Wir hörten ihm also zu, während er die verschiedenen Unterplots in König Lear erklärte. While looking at his face with these bits of paper moving up and down. Während wir sein Gesicht anschauten mit diesen Stückchen Papier, die sich auf und ab bewegten. And this, I believe, helped us to learn. Und ich glaube, dass uns das geholfen hat zu lernen. Because it shows that he was not all of a piece. Denn es zeigte, dass er nicht aus einem Guss, aus einem Stück war. Not just one thing. Nicht ein Ding. He Frozen, 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 frozen. Yes, he manifested as it started. He manifested contradictions. Zeigte Widersprüche. And when we see the contradictions in the world around us, it allows us to be a little skeptical. Und wenn es Widersprüche in der Welt um uns herum zeigt, dann gestattet es uns auch ein bisschen skeptisch zu sein. Skepticism is a very important Dharma path. Und Skeptizismus oder skeptisch zu sein ist ein wichtiger Aspekt des Dharma-Pfades. It's a great protection against cynicism. Das ist ein großer Schutz gegen Zynismus. The European tradition of skepticism, the Phaeronian skepticism, is directly linked with the Madhyamika tradition of India, a Buddhist tradition. Die europäische Tradition des Skeptizismus ist unmittelbar mit dem Madhyamika, mit der buddhistischen Tradition verknüpft. And in the Buddhist tradition, Nagarjuna is famous for his non-assertion of propositions. Und in der buddhistischen Tradition ist insbesondere Nagarjuna berühmter für sozusagen nicht einfach Behauptungen aufzustellen. He followed the path of negation. Er folgte einem Pfad der Negation.
When people proposed theories or ideas, he would say, not this, not this. Wenn Leute Theorien oder Ideen vorschlugen, pflegte er zu sagen, das ist es nicht und das ist es auch nicht. Which is pointing out that the truth cannot be said. Und das verweist darauf, dass die Wahrheit nicht ausgesprochen werden kann. The truth is something we live, we can directly open to, but it's non-propositional. Die Wahrheit ist etwas, was wir leben können, wozu wir offen sein können, aber es ist jenseits von Behauptungen. This is why it doesn't really help to kind of force yourself to imagine that these two people having sex are a god and a goddess. Und das ist der Grund, warum es auch nicht wirklich hilft, dich selber zu zwingen, dir vorzustellen, dass diese zwei Leute, die Sex miteinander haben, ein Gott und eine Göttin ist. That's like putting wallpaper onto a wall which has been treated with oil. Das ist ein bisschen wie der Versuch, Tapete auf eine Wand zu kleben, die vorher mit Fett behandelt worden ist. Gradually the oil will seep through the paper. Dieses Öl wird allmählich durch die Tapete hindurch diffundieren. When sticking a bandage or a covering on is not what we want to do. Also einfach eine Bandage oder eine Abdeckung darauf zu befestigen, ist nicht das, was wir tun wollen. So we want to open to the fact that every aspect of life is the revelation of the ground. Wir wollen uns stattdessen dem gegenüber öffnen, dass jeder Aspekt des Lebens nichts anderes als eine Enthüllung des Grundes ist. So we can say outwardly, this is my father, this is my mother. So dass wir sagen können, äußerlich betrachtet ist das mein Vater und meine Mutter. Actually, they are manifestations of the ground. Aber in Wirklichkeit sind sie die Manifestation des Grundes. And although, according to convention, I can understand what they say according to the laws of language. Obgleich ich sozusagen konventionell betrachtet verstehen kann, was sie sagen, entsprechend den Gesetzen der Sprache. Each word they say arises from emptiness and dissolves in emptiness. Da steht jedes Wort, das sie sagen, aus der Leerheit heraus und löst sich in der Leerheit wieder auf. They are the unborn, born, yet still unborn parents. Sie sind die Ungeborenen, geboren und doch ungeborenen Eltern. And I am their unborn, born, yet still unborn child. Und ich bin deren ungeborenes, geborenes und doch ungeborenes Kind. And this is how we start to understand that we are the Nirmanakaya. Und das ist die Art und Weise, wie wir beginnen zu verstehen, dass wir Nirmanakaya sind. So to be born is to have an isolated identity. Also geboren zu werden bedeutet, eine isolierte Identität zu haben. I am me and therefore I'm not you. Ich bin ich und deswegen bin ich nicht du. Between you and me there is a boundary because I am me and you are you. Zwischen mir und dir ist da eine Grenze, denn ich bin ich und du bist du. But when we see that all of these boundaries are concepts, Wenn wir aber sehen, dass all diese Grenzen Konzepte sind, in the domain of concepts, these boundaried forms are very important. in der Domäne der Konzepte sind diese eingegrenzten Formen sehr wichtig. And yet, actually, the concepts have not divided anything. Und doch haben in Wirklichkeit diese Konzepte überhaupt nichts getrennt oder unterteilt. The boundary is being installed by belief.
Die Grenze wird durch den Glauben daran installiert. Boundaries belong to law. Grenzen gehören in den Bereich des Gesetzes. So we know there is a kind of fragile boundary between North Korea and South Korea. Wir wissen, dass es zum Beispiel zwischen Nordkorea und Südkorea eine sehr fragile Grenze gibt. So there is a question, is Taiwan part of China or not part of China? Und andererseits gibt es da auch noch die Frage, ist Taiwan ein Teil von China oder nicht ein Teil von China? Who is entitled to enter Ukraine and who is not? Wer ist denn berechtigt, in die Ukraine einzudringen und wer nicht? Who is entitled to cut down the forest in the Amazon? Wer ist berechtigt, den Dschungel im Amazonas zu roden? In peaceful times, the lawyers decide. In friedlichen Zeiten entscheiden es die Anwälte. In dangerous times, the guns decide. In gefährlichen Zeiten sind es die Gewehre, die entscheiden. These both directions, lawyers or guns, point to this is mere convention. This is not an intrinsic truth. This is just the movement of human energy, aggressive or defensive. Und beides zeigt, dass dies sozusagen lediglich Konventionen sind. Das ist ganz gleich, ob es friedlich oder aggressiv ist, keine innewohnende Wahrheit ist. The land is the land. Das Land ist das Land. The national boundaries depend on historical forces. Und die nationalen Grenzen hängen von historischen Kräften ab. The time of war is not yet finished. Die Zeit des Krieges ist noch nicht beendet. National boundaries will be drawn and redrawn until all human beings are dead. Nationale Grenzen werden gezeichnet und neu gezeichnet, bis alle Menschen tot sind. So, just as national boundaries are conventional but not intrinsic, so my mom and dad are conventional titles, and these titles are not intrinsic to them. Genauso wie nationale Grenzen konventionell und nicht innewohnend sind, so ist die Bezeichnung meine Mom, mein Daddy genauso konventionell und nicht innewohnend. So, while we are in the world connecting with other people, we need to be capable to use conventional interpretation. Wenn wir also in der Welt sind und mit anderen Leuten Verbindung aufnehmen, müssen wir in der Lage oder fähig dazu sein, konventionelle Interpretationen zu gebrauchen. Well, if we can see that this is pure illusion, Wenn wir aber erkennen können, dass dies reine Illusion ist, like a magician's construction, wie die Hervorbringung eines Magiers or like a novel in which the characters seem real but are not real, oder wie ein Roman, in dem die Charaktere real zu sein scheinen, aber nicht real sind, then we start to be present as the Nirmanakaya. dann beginnen wir als Nirmanakaya gegenwärtig zu sein. My ground is open. Mein Grund ist offen. What is revealed in my awareness is forms of light. Was in meiner Bewusstheit enthüllt wird, sind Formen von Licht. These take on patterns which, according to conceptualization, seem, this is a tree, this is a car. Und das nimmt Formen von Mustern an, die in ihrer Konzeptualisierung ein Baum oder ein Auto zu sein scheinen. What is established through
belief in conventional categories remains conventional. Was aber durch konventionelle Kategorien etabliert wird, indem man an sie glaubt, bleibt eben konventionell. If somebody takes a gun and says, if you don't believe what I say, I will shoot you. Wenn jemand ein Gewehr nimmt und sagt, wenn du nicht glaubst, was ich sage, dann werde ich dich erschießen. And you say, oh, I really believe you. Yeah, don't shoot me. Und du dann sagst, oh ja, ich glaube dir, schieße mich bloß nicht nieder. This is how we all live. Das ist die Art und Weise, wie wir alle leben. We have to believe that going to work is important. Wir müssen glauben, dass in die Arbeit zu gehen wichtig ist. If I don't go to work, I don't get paid. I can't pay the rent. I can't get food on the table. Wenn ich nicht arbeiten gehe, werde ich nichts verdienen, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen und mein Essen nicht kaufen. So I might believe, well, anyway, milk and bread is real, but work is shit. Ich könnte dann glauben, naja, Milch und Brot sind real, aber Arbeit ist scheiße. Yeah, but I still have to do it. Aber ich muss es immer noch tun. So when we manifest in the world, we follow the logic of our society. Wenn wir uns also in der Welt manifestieren, dann folgen wir der Logik unserer Gesellschaft. In the Tibetan tradition, people are making prostrations to the teacher. In der tibetischen Tradition machen die Leute Verbeugung vor dem Lehrer. In India, they put their hands together, Namaste, Pranam. In Indien bringen sie die Handflächen zusammen und sagen Namaste, Pranam. We shake hands, hello. Wir schütteln die Hände und sagen Hallo. These are ways of saluting the other person. Das sind die verschiedenen Wege, eine andere Person zu begrüßen. Some is more hierarchical, other more democratic. Manche davon sind hierarchischer, andere demokratischer. It's conventional. Und das ist konventionell. So according to different situations, we alter the tone of our voice, our vocabulary, if we're speaking to children and so on. Gemäß der verschiedenen Situationen verändern wir die Stimmlage unserer Sprache, das Vokabular, zum Beispiel wenn wir mit Kindern reden. When I speak with the child, my eye contact, my tone of voice, my facial expression, my vocabulary changes. Wenn ich mit einem Kind rede, dann ist die Stimmlage, mein Gesichtsausdruck, mein Vokabular eine Änderung unterworfen. I don't change it. Es bin nicht ich, das ändert. It changes by my connection with the face of the child. I'm responding to how they are. Es verändert sich durch meine Verbindung mit dem Kind. Ich reagiere einfach darauf, wer dieses Kind ist. So, child and James is one co-emergence. Friend and James is another co-emergence. Psychotherapy patients and James, that's another co-emergence. Also Kind und James, das ist eine Koemergenz, und Freund und James ist eine andere Koemergenz, und Psychotherapiepatient und James ist wieder eine andere Koemergenz. This is the nature of the Nirmanakaya. Das ist die Natur von Nirmanakaya. When it says that compassion is all pervasive, Wenn es da heißt, dass Mitgefühl alles durchdringend ist, it's not that we are a big factory pumping out good wishes to everyone. dann ist es nicht so, dass wir eine große Fabrik sind, die gute Wünsche für jeden hinauspumpt. But in situation after situation, because we are present and available and responsive, Sondern von Situation zu Situation, weil wir verfügbar und empfänglich sind, we manifest in different ways. manifestieren wir uns auf verschiedene Weisen. We don't have to do it. Wir müssen es nicht hervorbringen. It is the fruit of connectivity. Es ist eine Frucht der Verbundenheit. And this is why the central understanding for us is non-duality. Und daher ist das Zentrale für unser Verständnis die Nicht-Dualität.
if you are stuck in duality, I, me, myself, wenn du in Dualität von ich, mich, mein gefangen bist, then I have to try to work out who you are and what would be helpful and what wouldn't be helpful. dann muss ich das durch meine Bemühungen versuchen herauszufinden, was du oder wer du bist und was für dich hilfreich wäre und was nicht hilfreich wäre. But if I am with you, Aber wenn ich mit dir bin, this connectivity creates a dimension of co-emergent, that we both emerge together. dann erschafft diese Verbundenheit eine Dimension der Konvergenz. Wir erstehen sozusagen gemeinsam. And then it's just happening. Und dann geschieht es einfach. And this is why they say that the Nirmanakaya is like an effortless closeness and kindness with others. Und deswegen heißt es eben, dass der Nirmanakaya ein müheloses Nahesein und Güte für andere ist. And so it allows participation within duality without going under the power of duality. Und so gestattet es Teilnahme innerhalb der Dualität, ohne unter die Macht der Dualität zu gelangen. It's not that the Buddhas, when they manifest in the world, are having to pretend to be ordinary beings as if it's in a science fiction film about aliens. Es ist nicht so, dass wenn die Buddhas sich in der Welt manifestieren, dass sie so tun müssten, als ob sie gewöhnliche Wesen wären, etwa so wie in einem Science-Fiction-Roman Aliens so tun müssten, als ob sie Menschen wären. The authenticity lies in the connectivity. Die Authentizität, die liegt in der Verbundenheit. It's not artificial. Und sie ist nicht künstlich. It's not something you have to work at making. Du musst es nicht sozusagen durch Bemühungen herausarbeiten. We receive and respond, receive and respond. Wir empfangen und antworten, wir empfangen und antworten. So part of the practice here is to observe, do we actually receive other people? Also ein Aspekt der Praxis hier ist zu beobachten, ob wir tatsächlich andere Menschen empfangen. Are we judging other people? Are we fitting them into interpretive categories? Beurteilen wir andere, versuchen wir sie in interpretative Kategorien hineinzupressen. Because then there will be a distortion. Denn wenn das der Fall ist, dann wird es eine Verzerrung geben. But can we open, receive, be touched and moved and respond? Können wir denn offen sein, empfangen, berührt sein, bewegen und dann antworten? So that's a practice. Das ist nun mal eine Praxis. Okay, so we have a break now for half an hour and then we're back for the last section on the text. Wir haben jetzt eine Pause von einer halben Stunde und sind dann um 5:10 mitteleuropäische Zeit wieder zusammen. Good. Good, good, good. Gut. Okay. So we're coming to the the last section of this text. Wir kommen jetzt zu dem letzten Abschnitt dieses Textes. So hopefully you have a sense now of what the Bardo is. Wir haben hoffentlich jetzt ein Gefühl dafür, was der Bardo ist. It's each Bardo is like the props on a theater stage. Jeder Bardo ist wie die Ausrüstung auf einer Theaterbühne. The stage is emptiness. Und diese Bühne ist die Leerheit. And as we are in each of these bardos,
the props, the scenery, and so on, they set the scene for the enactment of the drama of that particular intermediate period. Und wie die im Theater so setzen oder errichten die Requisiten eines jeden Bardos sozusagen die Szene für für den entsprechenden Akt in diesem Drama der Zwischenperioden, also der Bardos. That is to say, my sense of my identity arises through my participation in the drama, which is available on that stage with these particular props. In anderen Worten, die Empfindung meiner Identität entsteht aus der Teilnahme in diesem Akt des Dramas, das eben durch die Bühne mit ihren entsprechenden Requisiten inszeniert wird. Your whole life has been an interaction with different environments. Ein ganzes Leben war eine Wechselwirkung mit verschiedenen Umfeldern, Umgebungen. And these give rise to the freedom or restriction on manifesting different aspects of your potential. Und das lässt die Freiheiten und auch die Einschränkungen für die Manifestation verschiedener Aspekte deines Potenzials aufkommen. And this manifesting is an ongoing unfolding. Und dieses sich manifestieren ist eine fortgesetzte Entfaltung. The potential never shows itself directly. Das Potenzial zeigt sich niemals unmittelbar oder direkt, but is revealed through the interaction with events. sondern es wird durch die Wechselwirkung mit Ereignissen enthüllt. So you have the mood of the family that you were born into. Du kennst also zum Beispiel die Stimmung der Familie, in der du hineingeboren wurdest. Whether the parents were caring or not caring, supportive or exploitative. Ob die Eltern nun fürsorglich oder nicht fürsorglich waren, ob sie unterstützend waren oder eher ausbeuterisch. Whether the school suited you or not. Ob die Schule dir passte oder nicht. Whether you have found friends easily or lovers, or whether your life has felt blocked emotionally. Ob du Freunde leicht gefunden hast oder Liebhaber oder ob dein Leben sich eher als emotional blockiert angefühlt hat. The story of our life is like the story of a drama. Die Geschichte unseres Lebens ist eben wie die Geschichte in einem Drama. Some things which seemed possible when we were young did not unfold for us, and other things which seemed impossible later on became present in our life. Manche Dinge, die für uns durchaus greifbar erschienen, haben sich in unserem Leben nicht entfaltet, und andere Dinge, die geradezu unmöglich erschienen waren, sind in unserem Leben eingetreten später. The particular orientation that Dharma can help us to bring to to clarifying the nature of our experience. Die spezifische Orientierung, die der Dharma uns bringen kann, um unsere Erfahrung zu klären, is not to focus on events in an objectifying way, besteht darin, sich nicht auf Ereignisse zu fokussieren auf eine objektivierende Art und Weise, but rather to attend to the experiential quality of having participated in that kind of situation. sondern eher sich auf die erfahrungsmäßige Qualität zu fokussieren,
die durch unsere eigene Teilnahme an diesen Erfahrungen oder an diesen Situationen entstanden ist. Because then you start to see that due to the shaping of the world you were manifesting in, there you experienced various causes and circumstances acting on what was possible for you. Denn darin zeigt sich, dass die aufgrund der verschiedenen Formungen, die in der Welt, wie sie sich für dich manifestiert hat, verschiedene Ursachen und Umstände aufkamen, die das bestimmt haben, was für dich möglich war. So, say for example, in your childhood you experienced cruelty or unkindness or humiliation, which filled you with anxiety and hesitancy. Zum Beispiel angenommen, wir hätten in unserer Kindheit Erfahrung von Grausamkeit oder Brutalität oder was auch immer gemacht, die uns dann die in uns eine Haltung der Zögerlichkeit und Ängstlichkeit hervorgerufen hat. Generally, in conventional terms, we might say it's not a great thing to be anxious. I'd rather be relaxed. Allgemein in konventionellen Begriffen könnte man sagen, das ist keine große Angelegenheit, um ängstlich zu sein. Man könnte entspannt sein. So I need to learn to relax so that I don't get anxious. Ich muss also lernen, entspannt zu sein, damit ich nicht ängstlich werde. So now the anxiety is understood as a problem or a limitation. Heutzutage wird also Ängstlichkeit als ein Problem, als eine Begrenzung verstanden. But from this Dharma view that we have been exploring together, it's also possible to be relaxed about being anxious. Aber vom Dharma-Standpunkt, den wir miteinander untersuchen, ist es auch möglich, entspannt zu sein in der Ängstlichkeit. I'm anxious. Ich bin eben ängstlich. Maybe I get anxious among a lot of people. Vielleicht kommt diese Ängstlichkeit auf, wenn ich unter vielen Leuten bin. I don't like being in noisy situations. Ich mag es nicht, in lärmerfüllten Situationen zu sein. That's how I am. Das ist, wie ich bin. It's not who I am or what I am. Das ist nicht, wer ich bin oder was ich bin, but it's how I am. sondern es ist, wie ich bin. How points to the shaping, to the formation. Und dieses Wie verweist auf die Gestaltung, Formierung. It's not imputing some internal anxious essence. Das unterstellt keine irgendwie innewohnende Essenz der Ängstlichkeit. Just if I'm in a situation with a lot of people I don't know and they're talking, I don't feel so at ease. Es ist nur so, dass wenn ich in einer Situation bin, wo eine Menge Leute da sind und die dann alle miteinander reden, fühle ich mich nicht so gelassen. So that's a simple description of the phenomena. Das ist eine einfache Beschreibung des Phänomens. Frozen, 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 frozen. Yeah. Simple description of phenomena. Yeah. Was the last. It's not attributing any value judgment to them. Das hängt da keinen Werturteil dran. And that is essential if you are going to welcome yourself. Das ist essentiell, wenn es darum geht, dich selbst willkommen zu heißen. You have the patterns of this life. Du hast nun mal die Muster dieses Lebens. They are part of you. Die sind ein Teil von dir. You are part of this world.
Du bist ein Teil dieser Welt. Given your shaping and the shaping of the world around you, certain doors you can go through and others you can't go through. Indem wir das als gegeben nehmen, wie du geformt bist und wie die Welt geformt ist, gibt es eben gewisse Türen, durch die hindurchgehen kannst, und es gibt andere Türen, die dir verschlossen bleiben. So the Dzogchen texts say, if you go to heaven, go to heaven. If you go to hell, go to hell. Die Dzogchen-Texte sagen, wenn es nun darum geht, in den Himmel aufzusteigen, dann geh eben in den Himmel. Und wenn du in die Hölle musst, dann geh in die Hölle. This essentially means be open to however the situation is. Und das bedeutet essentiell, sei offen dem gegenüber, wie auch immer die Situation ist. This is not suggesting a kind of passive, powerless, subjugated adaptation. Und das suggeriert keineswegs eine passive, machtlose, unterwürfige Adaptation. But rather, okay, this is the possibility. Sondern es ist eher das Erkennen, okay, das ist die Möglichkeit. You might like to dance. Vielleicht magst du tanzen, You go to a party. gehst auf eine Party They play music you don't like. und dann spielen die da die Musik, die du gar nicht magst. So you don't dance. Und dann tanzt du nicht. It's just like that. Ganz einfach. You could say it's a terrible party, or if only they had better music. Du könntest sagen, es ist eine furchtbare Party, oder du könntest sagen, wenn sie nur bessere Musik da spielen würden. These thoughts don't change anything. Aber diese Gedanken verändern gar nichts. If the music touches me, my body will start to move. Wenn die Musik mich berührt, wird sich mein Körper anfangen zu bewegen. And if it doesn't touch me, I won't move. Und wenn es mich nicht berührt, dann werde ich mich eben nicht bewegen. This is how I am. Das ist, wie ich bin. So, as we come into the world, it's by appreciating the patterning of ourselves. Wir kommen in die Welt, indem wir die Musterbildung unserer selbst würdigen. That we can explore how to pattern ourselves with others. Und dann können wir untersuchen oder erforschen, wie wir uns selbst sozusagen in Muster mit anderen bringen. The key thing from the Dzogchen point of view is not to become artificial. Schlüsselpunkt aus der Sichtweise des Dzogchen ist, nicht künstlich zu werden. We're already in the theater of this life. Wir sind bereits in dem Theater dieses Lebens. If you act trying to interpret being an actor in this theater of life, you become very removed from the immediacy of the moment. Wenn du so handelst, dass du versuchst, ein Schauspieler in diesem Theater zu sein, dann werden deine Handlungen vermutlich sehr weit weg von dem tatsächlichen Augenblick sein. The key thing is to be kind to ourselves. Schlüsselpunkt ist, sich selbst gegenüber Güte zu haben. How I am doesn't define an essence. Wie ich bin, definiert keine Essenz. My essence is empty and ungraspable. Meine Essenz ist leer und ungreifbar. My potential manifests, Mein Potenzial zeigt sich, but not by me, from me, but according to causes and circumstances. aber nicht durch mich, aus mir heraus, sondern aufgrund von Ursachen und Umständen. So if we stay with that, Wenn wir damit bleiben können, we can feel relaxed and open, können wir uns entspannt und offen fühlen, while within the particular shaping of how we are manifesting at the moment. während wir uns in dem spezifischen Formieren dessen, wie wir uns im Augenblick manifestieren, bleiben. For many years, at the end of his life, Siya Lama was in a wheelchair. Für viele Jahre am Ende seines Lebens musste Siya Lama in einem Rollstuhl sein.
There was always someone around who could push the wheelchair. Da war immer irgendjemand um ihn herum, der diesen Rollstuhl schieben konnte. He always seemed quite at home sitting in the wheelchair. Er schien immer zu Hause zu sein, wenn er so in seinem Rollstuhl saß. Of course, in some ways it's a limitation because you can't go all the way. Natürlich, in gewisser Weise ist es eine Begrenzung, weil er ja nicht den ganzen Weg selber zurücklegen konnte. I remember being in a small town in Germany with him and he wanted to eat ice cream. Ich erinnere mich daran, in einer kleinen Stadt in Deutschland mit ihm gewesen zu sein und er wollte Eiscreme essen. But in order to get to the ice cream shop, we had to push him in the wheelchair across the cobblestones. Aber um zu der Eisdiele zu gelangen, mussten wir ihn über eine mit Katzenköpfen gepflasterte Gasse schieben. So the wheelchair was bumping very much and he just kept saying, ice cream, ice cream. Und der Rollstuhl, der rüttelte fürchterlich, aber er sagte immer Eiscreme, Eiscreme. It's like that. So ist das. How should he behave? Wie sollte er sich benehmen? What kind of report card can we prepare for the guru? Welche Art von Verhaltensbericht könnte über den Guru verfasst werden? He was just how he was. Er war einfach, wie er war. Not frightened or ashamed or shy. Nicht erschrocken, nicht schamvoll, nicht scheu. But also quite aware of what doors opened and didn't open for him. Aber auch gewahr, welche Türen sich für ihn öffneten und welche nicht. So the key point here is if you are present, Schlüsselpunkt hier ist, dass wenn du präsent bist, with your situation as you manifest into the situation, mit deiner Situation, in der Art und Weise, wie du dich in der Situation manifestierst, then it's like this. dann ist es genau so. Of course, you could try to change the outer form of your life. Natürlich könntest du versuchen, die äußere Form deines Lebens zu verändern, But the encouragement would be to find the middle way. aber die Ermutigung wäre hier, den mittleren Weg zu finden. If you really don't like your job, then probably you could try to retrain or get a different job or do the same job in another institution. Wenn du wirklich deinen Job nicht magst, dann könntest du versuchen, eine Umschulung zu machen oder die gleiche Art von Arbeit in einer anderen Institution zu finden. But if you find that you're always disappointed with the work situation and you always want to change your job, then that probably shows it's something about you. Aber wenn du herausfindest, dass du immer mit deiner Jobsituation unzufrieden bist und immer das Bedürfnis hast, den Job zu ändern, zu wechseln, dann zeigt das vielleicht etwas über dich. Working with circumstances is the middle way between a kind of passive masochistic position Das Arbeiten mit den Umständen ist eine Art mittlerer Weg zwischen einer passiv-masochistischen Position and an aroused controlling position. und einer erregt kontrollierenden Haltung. So part of that is to see the situation in the widest context. Ein Teil davon ist, die Situation in ihrem breitestmöglichen Zusammenhang zu sehen And to see the possibilities of change und die Möglichkeiten einer Veränderung zu erkennen and not to waste time making changes which will not open anything fresh in your life. und nicht darauf Zeit zu verschwenden, Veränderungen zu bewirken, die eigentlich keine wesentlichen Veränderungen für dein Leben bewirken werden. When we think about a situation, Wenn wir über eine Situation nachdenken, if you observe your mind, you find that you are formulating a conclusion about
the situation. Wenn du deinen Geist beobachtest, dann wirst du finden, dass du dabei bist, eine Schlussfolgerung über die Situation zu formulieren. But our key orientation is to stay with the arising of the patterning of the phenomena of the moment. Aber unsere Schlüsselorientierung ist mit dem Aufkommen der Musterbildung der Phänomene im Augenblick zu verweilen. That is to say, don't think too much about your situation. Mit anderen Worten, denke über deine Situation nicht zu viel nach. Because the more you think about the situation, the more you isolate it from its context. Denn je mehr du über eine Situation nachdenkst, desto mehr isolierst du diese Situation aus ihrem Kontext heraus. And if you simply inhabit this particular formation, then you start to see the micro movements that can shift without making yourself artificial. Wenn du aber diese Situation wirklich bewohnst, dann kannst du die mikroskopischen Bewegungen beobachten und wahrnehmen, die tatsächlich es möglich würden, die Situation zu verändern, ohne dass du künstlich werden müsstest. So then we come to the last verse. Wir kommen jetzt also zu dem letzten Vers. It says, thoughtlessly never believing that death will come. I have passed this life in the constant practice of meaningless activity. Da heißt es, gedankenlos habe ich niemals daran geglaubt, dass der Tod kommen wird und habe dieses Leben im ständigen Ausüben bedeutungsloser Taten verbracht. You might have some money in the bank and you can check your account. Du könntest Geld auf der Bank haben und dein Konto prüfen, but you don't have time. aber du hast keine Zeit. You never know how much time you have. Du wirst niemals wissen, wie viel Zeit dir noch übrig geblieben ist. There are many forms of cancer. People can have a stroke at a young age. Es gibt viele Formen von Krebs. Leute leiden Schlaganfall, sogar in jungen Jahren. Time is not a commodity. Die Zeit ist nicht irgendwie eine Konsumware. So, what is a meaningless activity? How would you waste your time in life? Was ist eine bedeutungslose Aktivität? Wie könntest du Zeit im Leben verschwenden? There are two main ways. One is to be merged into the situation, and the other is to isolate yourself from the situation. Es gibt zwei Arten, das zu tun. Die eine ist, mit einer Situation zu verschmelzen, und die andere ist, sich isoliert zu halten von einer Situation. So the middle way that takes us free of these extremes is to be with your experience as it is arising. Der mittlere Weg, der uns aus diesen beiden Extremen herausholt, ist, gegenwärtig zu sein mit der Erfahrung, wie sie entsteht. Where am I? Wo bin ich? I'm here. Hier bin ich. Where is here? Wo ist dieses hier? If you run into giving a conceptual description of where you are, wenn du also merkst, dass du in die Tendenz fällst, eine konzeptuelle Beschreibung dessen, wo du bist, zu geben, this is a sign that you're not here. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass du nicht hier bist. If you're here, wenn du hier bist, there's nothing to say. Wenn du hier bist, dann gibt es nichts zu sagen. To be here and now is not resting on any concept. Hier und jetzt zu sein, ruht auf keinem Konzept. You don't need to know the name of the street you live on. You don't need to know what day of the week it is. Du musst nicht den Namen der Straße kennen, in der du lebst. Du musst nicht wissen, welcher Wochentag es ist. You're just here. Du bist einfach hier. If you're here in that way, and what you're doing supports you moment by moment in being here, present, now, then that is not meaningless.
Wenn du in dieser Weise hier bist und das, was du tust, dich bei diesem Hier und Jetzt sein stützt, dann ist diese Tätigkeit nicht bedeutungslos. Usually an idea like meaningless indicates it's non-functional, or it's not productive. It doesn't take us somewhere good. Normalerweise bedeutet so ein Begriff wie bedeutungslos, dass es nicht funktionell ist, dass es nicht produktiv ist und uns nicht zu einem guten Ziel bringen wird. But where do we want to be? Aber wo wollen wir denn ankommen? I want to be here now. Ich will hier und jetzt sein. Well, I am here now. Aber ich bin doch hier und jetzt. But I don't feel here now. Aber ich fühle nicht dieses Hier und Jetzt. Oh, this is a perfect place to begin. Das ist ein perfekter Ort anzufangen. Somehow I am displaced from myself. Auf irgendeine Weise bin ich sozusagen mir selber entfremdet. Is someone outside doing this to me? Ist da jemand draußen, der mir das antut? No. Nein. I myself am displacing myself from myself. Es bin ich selbst, der mich selbst von mir selbst vertreibt. Usually this is because I have come to a conclusion about myself. Für gewöhnlich passiert das, weil ich zu irgendeiner Schlussfolgerung über mich selbst gekommen bin. I should try harder. I could get more out of life. I didn't do that very well. Ich sollte mich mehr anstrengen, ich könnte mehr aus dem Leben herausholen. Ich habe dies oder jenes nicht richtig gut gemacht. I don't think that for Lama eating ice cream was a meaningless activity. Ich glaube nicht, dass für Lama Eis zu essen eine bedeutungslose Aktivität war. He had explained to me about the different gods that we have in our body, and when you eat food, you're feeding these gods. Er hat mir die Erklärung gegeben über die verschiedenen Gottheiten, die in unserem Körper wohnen. Und wenn du also Nahrung aufnimmst, dann fütterst du diese Gottheiten. Also just the taste in the mouth Auch der Geschmack im Mund, is ungraspable. auch der ist ungreifbar. And he said, for people who are addicted to grasping, Und für Leute, die süchtig nach Greifen sind, bring yourself close to the ungraspable. du musst dich, sagte er, in die Nähe des Ungreifbaren bringen. This ungraspable is not some metaphysical situation like God in heaven. Und dieses Ungreifbare ist keine irgendwie geartete metaphysische Situation wie etwa Gott im Himmel. It is ice cream dissolving on the tongue. Das ist die Eiscreme, die sich auf der Zunge auflöst. The taste is here and I can't catch it. Der Geschmack ist hier, aber ich kann ihn nicht fangen. This makes eating ice cream very meaningful. Und das macht das Essen von Eis sehr bedeutungsvoll. And if you have the same with a cup of tea, with talking to another person, with doing your work, everything is meaningful in its ungraspability. Und das Gleiche trifft auch darauf zu, eine Tasse Tee zu trinken oder mit einem Freund zu sprechen oder zu arbeiten. Alles das ist ungreifbar und das macht es bedeutungsvoll. One of the terms which we come across a lot in the Dzogchen text is duce. Eines der Begriffe, die oft in Dzogchen-Texten vorkommen, ist Duce. It's a Tibetan term for samskara, or a composition, a construction. Das ist der tibetische Begriff für Samskara oder für das Zusammengesetzte, für eine Komposition. It means the contrivance or artificiality of composing a particular formation for a particular purpose. Das bezeichnet die Künstlichkeit oder das Gekünsteltsein der
Stellung einer bestimmten Zusammensetzung, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. It's the very opposite of the Mahamudra term sahaj, the spontaneous immediacy of the fulfillment of the moment. Und das ist genau das Gegenteil des Mahamudra-Begriffs Sahaj, die eine spontane Erfüllung des Augenblicks bezeichnet. If you're having to work hard to make something happen, you have to wonder why. Wenn du dich also sehr bemühen, sehr anstrengen musst, um irgendetwas geschehen zu lassen, könntest du dich fragen, warum eigentlich? It's not that one shouldn't make effort when effort is required. Es ist nicht so, dass man keine Anstrengung unternehmen sollte, wenn tatsächlich Anstrengung erforderlich ist. But before we make effort, it helps if we see how the actual situation is. Aber bevor wir eine Anstrengung unternehmen, hilft es sehr, wenn wir schauen können, wie die tatsächliche Situation ist. So, rather than building and making and shaping, it could be that we simply have to release some blockage in ourselves to find that the flow of life is going. Also statt aufzubauen und bauen und formen, könnte es sein, dass wir herausfinden, dass wir einfach irgendeine Blockierung in uns selbst auflösen müssen, um herauszufinden, wie das Leben fließt. Ambition is a demonic form. Ehrgeiz ist eine dämonische Form. If you are present in your work, however it is, that's enough. Wenn du in deiner Arbeit gegenwärtig bist, wie auch immer das ist genug. But if we want to get to the top of the organization or to be the one who is in charge, it's a kind of meaningless activity. Wenn du aber sozusagen in deiner Organisation an die Spitze gelangen willst, als derjenige, der die Kontrolle hat, dann ist das eine bedeutungslose Aktivität. You have to do all the office politics and the difficult tasks. And in the end, you have the job and then you retire and nobody remembers your name. Du musst all diese Büropolitik betreiben, du musst schwierige Aufgaben übernehmen und am Ende wirst du doch in Ruhestand gehen und niemand wird sich an deinen Namen erinnern. Because when you're ambitious, you're living your life tilted towards the future. Denn wenn du ehrgeizig bist, dann lebst du dein Leben mit einer Ausrichtung oder Neigung auf die Zukunft zu. So meaningless activity is activity which distracts you from being present here and now. Also bedeutungslose Aktivität ist die Aktivität, die dich davon ablenkt, in hier und jetzt gegenwärtig zu sein. But he's saying this section here, in the awareness, I have spent a lot of my time, my life, in meaningless activity. Aber in diesem Abschnitt sagte, ich habe gedankenlos eben mein ganzes Leben in sinnlose Aktivität verbracht. I heard the Dharma a lot. I studied the Dharma, but I didn't live according to Dharma. Ich habe den Dharma viel gehört und studiert, aber ich habe nicht den Dharma wirklich gelebt. I had this wonderful chance, but what have I done? Ich hatte diese wunderbare Gelegenheit, aber was habe ich denn getan? So then he says, and now if I go from it, if I come to my desk empty-handed, that will be a great loss and failure. Dann heißt es, nun, wenn ich mit leeren Händen daraus scheide aus diesem Leben, also, dann wird dies ein großer Verlust und ein großes Versagen sein. This is very sad. Das ist sehr traurig. So he's saying, be in touch with this, with the emotion of your life. This is a precious chance. It's not available everywhere. Und was er damit sagt, ist, sei in Berührung mit der Emotion deines Lebens. Das ist eine kostbare, nicht mit der Emotion, mit der Bewegung deines Lebens. Das ist eine kostbare Chance, die nicht so leicht zu haben ist. So then he says, I must remember that the one certain necessity is the holy Dharma.
Dann heißt es, ich muss mich daran erinnern, dass der heilige Dharma das Einzige ist, das sicher notwendig ist. This is not about being a Buddhist. Das hat nichts damit zu tun, ein Buddhist zu sein. Buddhist is a term in English language. Buddhist zu sein, das ist ein Begriff in unserer Sprache. It's just a conventional term. Das ist einfach ein konventioneller Begriff. The question is, am I awake or am I asleep? Die Frage hier ist, bin ich wach oder bin ich eingeschlafen? Am I like a mole tunneling under the ground? Bin ich wie ein Maulwurf, der unter dem Boden da irgendwo rumtunnelt? Buried in the labyrinth of my own little pathways in the dark? Vergraben in den Labyrinthen meiner kleinen Wege im Dunkeln? To truly practice the Dharma is to wake up, Den Dharma wahrhaft zu praktizieren heißt aufzuwachen, to be here now. hier und jetzt zu sein. Breath is going in and out, senses are open, experiences are coming, going, the mind doesn't move. Experience moves, but the mind doesn't move. Atem strömt ein und aus, der Geist, unsere Erfahrungen bewegen sich, aber der Geist bewegt sich nicht. Es ist die Erfahrung, die sich bewegt. Unser Geist ist unbeweglich. So he says, therefore, if now at this moment I do not meditate on the divine forms or bear in mind the instructions that I have received. Und deswegen heißt es hier, wenn ich also in diesem Augenblick nicht sofort über die Gottheit meditiere oder die Worte aus dem Munde des heiligen Gurus. So we have heard the instructions. Wir haben über die Instruktionen oder Worte gehört. Hopefully it is meaningful. Und hoffentlich ist das für uns auch von Bedeutung. But we need to massage it into ourselves and apply it so that it illuminates each and every moment of our life. Aber wir müssen das in uns hineinmassieren, dass wir in der Lage sind, es so anzuwenden, dass es jeden Augenblick unseres Lebens beleuchtet. So whether we're doing a tantric practice, visualizing the deities, or whether we're doing Dzogchen, direct awareness sitting, Ob wir also die tantrische Praxis, eine Gottheit zu visualisieren, verrichten, oder ob wir eine Dzogchen-Praxis des Sitzens in unmittelbarer Bewusstheit machen. I have to give myself to these. Ich muss mich dem sozusagen übergeben. I have to open to the practice. Ich muss mich für die Praxis öffnen. It's not a matter of doing long hours of practice. Es ist keine Angelegenheit von vielen, vielen Stunden von Praxis. We have the view, the meditation, the activity and the result. Wir haben die Sichtweise, die Meditation, die Aktivität und das Resultat. The key thing is the view. Und der Schlüsselpunkt ist die Sichtweise. The view illuminates the true structure of our experience. Die Sichtweise beleuchtet die wahre Struktur unserer Erfahrung. So, being aware of the view, we see the propositions that are all around us in this world of samsara for what they are. Wenn wir uns der Sichtweise gewahr sind, dann sehen wir die verschiedenen Möglichkeiten, die in der Welt um uns herum, im Samsara, sich öffnen, als das an, was sie sind. These are things that people believe. Das sind Dinge, in die die Leute glauben. There are different political parties, different analysis of the economic situation. Verschiedene politische Parteien, es gibt verschiedene Analysen der ökonomischen Situation. You see, oh, samsara is a construction. Und wir sehen, Samsara ist eine Konstruktion. People are capitalist or communist or socialist or liberal, conservative.
Leute sind Kapitalisten oder Kommunisten oder Sozialisten oder Liberale, Konservative. These are ways in which individual egos give themselves an identity. Und das sind alles Wege, auf denen individuelle Egos sich selbst eine Identität geben. All propositions are the clothing of the ego. All diese Vorschläge, Behauptungen sind sozusagen Kleidungsstücke des Egos. But we are concerned with naked awareness. Uns beschäftigt aber eher die nackte Bewusstheit. Awareness doesn't need any beliefs or assumptions or propositions in order to function. Und die Bewusstheit braucht keine Propositionen, keine Annahmen, keine Behauptungen, um zu funktionieren. So we say, at this very moment, I must practice the Dharma I have studied and learned, that I have been given. Und damit sagt er, in diesem genau in diesem Moment muss ich den Dharma, den ich bekommen habe und den ich studiert habe, praktizieren. And I have received it from my very kind Guru's own mouth. Und ich habe diese Lehren aus dem Mund sehr gütigen Gurus bekommen. That means that the teaching I have received is authentic. It's according to the lineage. It is reliable. Und das bedeutet, dass die Lehren, die ich empfangen habe, authentisch sind, dass sie der Linie entsprechen und zuverlässig sind. If I spend my time reading novels or watching the computer or television or gossiping with people, what I will be told there is unreliable. Wenn ich meine Zeit damit verbringe, Romane zu lesen oder mit Leuten zu klatschen oder Fernsehen, Kino und so weiter, Filme anzuschauen, dann, was ich da bekommen werde, ist eben nicht verlässlich. If I truly apply the teaching and I open to the ground source, then everything becomes Dharma. And I can spend all day gossiping or sleeping. It doesn't matter because I will be present whatever is happening. Wenn ich die Lehren anwende, wahrhaft anwende, dann ist alles, was ich tue, Dharma, ob ich jetzt meinen ganzen Tag mit Geschwätz verbringe oder damit zu schlafen. Egal was es ist, wird es Dharma sein, weil ich wirklich in dem, was ich tue, präsent sein werde. Oh, if that is what I want to get, and I don't enter into aligning myself with the teaching, Wenn aber das ist, was ich bekommen will und ich nicht in die Ausrichtung mit den Lehren eintrete, then he says, will I not be my own deceiver? dann sagte, werde ich dann nicht mein Selbst zum Betrüger an mir selbst werden. This is something very deep. Und das ist etwas sehr Tiefgründiges. The ego is always ready to blame other people. Das Ego ist immer schnell dabei, anderen Schuld zu geben. I wasn't given what I needed. No one supported me. I wasn't loved. Ich bekam nicht, was ich gebraucht habe. Niemand hat mich unterstützt. Ich bekam keine Liebe. I was cheated by them. Ich wurde betrogen von diesen Leuten. But here he says very clearly, you deceive yourself. Aber hier sagt es ganz klar, es bist du, der sich betrügt selbst. You cheat yourself. Du betrügst dich selbst. I want to study the Dharma. Ich will den Dharma studieren. But then you don't apply the Dharma. Aber dann wendest du den Dharma nicht an. You keep the Dharma in a recording or in a book or on the shelf. Du bewahrst den Dharma in irgendeiner Aufnahme oder in einem Buch, im Regal auf. Dorji said, from the very beginning, your own mind has been completely open. Dorje sagte, von allem Anfang an war dein eigener Geist vollständig offen. Open means it's completely pure. It's not limited or stained or damaged in any way.
Und offen bedeutet hier vollkommen rein, ist in keiner Weise begrenzt, in keiner Weise verschmutzt oder beschädigt. It's Vajra, indestructible. Dieser Geist ist Vajra, unzerstörbar. This is our mind, my own mind. Und das ist unser Geist, unser eigener Geist. So, I have two identities. Also habe ich zwei Identitäten. I have my familiar ego identity, my personality, my hopes and fears, likes, dislikes. Ich habe meine Ego-Identität, die vertraut ist mit meinen Vorlieben und Abneigungen. This identity feels like me. Diese Identität fühlt sich an, als ob das ich wäre. It seems to be almost self-validating. Sie scheint fast sich selbst zu bestätigen. It seems obvious. Well, this is me. This is me. I'm these thoughts, feelings. I can speak about my life. Es scheint völlig offensichtlich zu sein, das bin ich, das bin ich. Ich bin meine Gedanken, meine Gefühle, ich kann über mein Leben reden. And the second possibility is to hear what Garadorje said. From the very beginning, your mind is Buddha. Und die zweite Möglichkeit ist zu hören, was Karabdorje sagte, nämlich von einem Anfang an ist dein Geist Buddha. Everything which arises as experience is the radiance of this illuminating awareness. Alles, was entsteht als Erfahrung, ist die Strahlkraft dieser beleuchtenden Bewusstheit. When the sun rises in the morning and the rays spread out, they illuminate the potential of the environment. Wenn die Sonne morgens aufgeht und die Strahlen der Sonne breiten sich dann aus, dann beleuchtet das Potenzial der Umgebung. As the light spreads and the sun rises, the angle shifts and there's different forms of illumination. Wie die Sonne höher steigt und der Einstrahlungswinkel sich verändert, gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. What I see is the illumination. Was ich sehe, ist die Beleuchtung. What I conceptualize is my own thought. Was ich konzeptualisiere, ist mein eigenes Denken. So this first form of identity, my personality, myself, it is the formulator of interpretation. Also die erste Form der Identität, meine Persönlichkeit, meine Identität, das ist der Formulierer der Interpretation. The ego is allergic to salad. Das Ego hat eine Allergie gegen Salat. It has to cook everything. Das Ego muss alles kochen. Frying, boiling, adding spices. Es muss alles braten, kochen, Gewürze hinzufügen. So that everything tastes according to the tongue of the chef. Sodass alles nach dem Geschmack des Chefs schmeckt. But awareness is naked, fresh, unartificial. Aber Bewusstheit ist nackt, frisch und ungekünstelt. It's described as raw. Sie wird als roh bezeichnet. It's not cooked. It's Sie ist, not prepared. Sie ist nicht gekocht oder zubereitet. It is as is. Sie ist, wie es ist. Whereas for the ego, everything is as if. Denn für das Ego ist alles als ob. The chef looks in the fridge and sees, oh, I could do this with that. Der Chef guckt in den Kühlschrank und sagt, oh, ich könnte das damit machen. He looks at the egg and it's as if he sees omelette. Er schaut das Ei an und sieht ein Omelett. It's already cooked in his mind. Das ist schon in seinem Geist gekocht. So this is the issue for us. Das ist unser Thema hier. If you practice the worldly way, you will get many people agreeing with you.
Wenn du die weltliche Art und Weise praktizierst, werden viele Leute mit dir übereinstimmen. Now we have thousands of millions of human beings. Wir haben Tausende von Millionen von menschlichen Wesen Very few are interested in Dharma. und sehr wenige davon sind am Dharma interessiert. People are interested in themselves, developing a good life for themselves according to how they understand it. Leute sind an sich selbst interessiert, sind daran interessiert, ein gutes Leben zu entwickeln, gemäß dem, wie sie es eben verstehen. But when we start to study Dharma, we say, oh, the values I have been living under they seem real, they seem true, but Dharma says it's a delusion. Wenn wir aber anfangen, den Dharma zu studieren, dann stellen wir fest, dass die Werte, gemäß derer wir gelebt haben, zwar irgendwie als wahr erscheinen, aber sich dann doch letztlich als Täuschung herausstellen. Belief is not enough. Und Glaube da ist nicht genug. We have to look with our own eyes, Wir müssen mit den eigenen Augen schauen, but with fresh eyes, aber mit Augen, die frisch sind. not ones that are looking through the lenses of our assumptions. Nicht mit Augen, die durch die Linsen unserer oder Brille unserer Annahmen schauen. So in this short text, Karma Lingpa has set out the basic structure of life in a human existence. Und in diesem kurzen Text hat Karma Lingpa sozusagen im Grunde genommen die auf kürzeste Weise die Struktur unseres Lebens, unsere gelebten Erfahrungen errichtet. For people living in samsara, concepts are a very good food. Für Leute, die im Samsara leben, sind Konzepte eine sehr, sehr gute Nahrung. But if you want liberation, you need to change your diet. Wenn du aber Befreiung haben willst, musst du deine Diät verändern. Open to space, to light, to the immediacy of the ever-changing moment. Öffne dich dem Raum gegenüber, dem Licht gegenüber, der Unmittelbarkeit des sich stets verändernden Augenblicks. Life is a lonely business. Das Leben ist ein einsames Geschäft. Most of us are not living surrounded by Sangha who will support us and encourage us. Die meisten von uns sind leben nicht umgeben von einem Sangha, der uns unterstützt und ermutigt. We ourselves have to keep the light of Dharma in our hearts. Es sind wir selbst, die das Licht des Dharma in unserem Herzen bewahren müssen. This is our choice. Und das ist die Wahlmöglichkeit, die wir haben. Is it worthwhile? Ist es es wert? Then you can see for yourself. Has anything changed since you opened yourself to Dharma? Und das kannst du für dich selbst nachprüfen. Hat sich irgendetwas verändert, seitdem du dich dem Dharma gegenüber geöffnet hast? Do you have more flexibility, more spontaneity, more intuition? Hast du mehr Flexibilität entwickelt? Bist du spontaner geworden? Ist deine Intuition gestärkt? This particular Dharma path is not so much about struggling and striving. Diese bestimmte Dharma-Pfad handelt nicht so sehr von Streben und Kämpfen. It's about aligning yourself with the intrinsic, that which is already the case. Es geht hier darum, sich an dem, was innewohnend ist, auszurichten, das, was bereits der Fall ist. To be aligned is to be in truth. Und ausgerichtet zu sein, heißt auch in Wahrheit zu sein. To be unaligned is false. Und diese Ausrichtung zu verfehlen, heißt falsch zu sein. So in your body, if you can stand in a relaxed posture,
and allow your weight to go down through your skeleton. Then the muscles relax. In deinem Körper, wenn du in einer entspannten Form stehen kannst und erlauben kannst, dass dein Skelett dein Gewicht trägt, dann können sich die Muskeln entspannen Everything is aligned. und dann ist alles ausgerichtet. There is no effort to stay aligned. Und da gibt es keine Mühe, ausgerichtet zu bleiben. But then if you lean a little bit and you go off balance, Wenn du aber ein bisschen zu einer Seite lehnst und außer Gleichgewicht kommst, you feel your muscles tensing in order to maintain your posture so you don't fall over. dann fühlst du, wie sich deine Muskeln anspannen, um den Tonus aufrechtzuerhalten, damit du nicht umfällst. You can try that for yourself. Probier es einfach selber aus. And then try to see, oh, the same is the case for my mind. Und dann versuche es zu erkennen, dass das Gleiche für deinen Geist zutrifft. When I'm fully aligned in the here and now, present in this moment, Wenn ich vollkommen ausgerichtet bin in dem Hier und Jetzt und in diesem Augenblick gegenwärtig bin, I'm not tilted to the future, I'm not leaning back into the past. dann neige ich mich nicht der Zukunft zu und ich lehne mich nicht zurück zur Vergangenheit. I'm not pulled one way by desire and another way by aversion. Ich werde nicht in die eine Richtung durch Begierde gezogen und in die andere durch Abneigung. I'm simply here. Ich bin einfach da. So we make effort when we're out of balance. Anstrengen müssen wir uns, wenn wir außer Gleichgewicht sind. But we're so used to making that effort that it's almost invisible to us. Aber wir sind so daran gewöhnt, diese Anstrengungen zu unternehmen, dass es fast unsichtbar für uns ist. So in the Tibetan text, there are many, many words to describe being at ease, being balanced, being without bias. Im Tibetischen gibt es viele verschiedene Wörter, um zu beschreiben, was es heißt, gelassen zu sein, ausgeglichen zu sein, im Gleichgewicht zu sein. So this is the central principle. As Jaroslawski says, open to yourself, be with yourself as yourself, that is to say, unborn openness. Das ist das zentrale Prinzip, wie Jaroslawski sagt, sei gegenwärtig mit dir selbst, als du selbst, in dir selbst. Having tasted the authenticity of this, wenn du die Authentizität davon geschmeckt hast, don't chase something false and artificial. dann jage nicht nach etwas Falschem oder Künstlichem nach. Don't go into doubt. Don't go into thinking about the situation, but gently return yourself to how you are. Geh nicht in den Zweifel hinein, geh nicht in das Nachdenken über eine Situation hinein, sondern kehre sanft zurück zu dem, wie du bist. And then simply continue in this way. Und dann setze es fort, einfach in diese Weise. That's his third point, not to be chasing something different. Das ist ein dritter Punkt, nicht nach etwas anderem nachzujagen. When something is simple and sufficient, that's enough. Wenn irgendetwas einfach ist und dabei auch noch genügt, dann ist es doch genug. When it's enough, it's complete. Wenn es genug ist, dann ist es vollständig. This is Dzogpa Chembo, the great completion. Und das ist Dzogpa Chenpo, die große Vollständigkeit. Okay, so we do a short Guru Yoga and then come to an end. Okay, jetzt machen wir ein kurzes Guru-Yoga und dann kommen wir zum Ende.
Okay. So now we come to the end. Wir kommen jetzt ans Ende. And I haven't yet worked out dates for the autumn and for next year, but that should go on the website sometime in the next month. Ich habe jetzt noch nicht die Daten für den Herbst und fürs nächste Jahr vorgesehen, aber das sollte in den nächsten Monaten auf die Website kommen. I've got a few events, one in Germany, one in Spain, lined up. That's also on the website, but we don't know what will happen with the virus, whether travel will become difficult again. Ich habe zwei Ereignisse vorgesehen, eins in Deutschland, eins in Spanien, aber wir wissen nicht, wie das mit dem Virus sein wird, ob das Reisen vielleicht wieder schwierig werden wird. When we meet, we never know if we will meet again. Wenn wir uns treffen, dann wissen wir nicht, niemals können wir wissen, ob wir uns wieder treffen werden. We have just this. Wir haben nur das. So if we fully open ourselves to this, we get whatever is possible. Wenn wir uns vollständig dem gegenüber öffnen, was das ist, dann bekommen wir, was möglich ist. A life in Dharma is, I think, a very good kind of life. Das Leben im Dharma ist, denke ich, ein sehr gutes Leben. So I'd like to thank Pedro for keeping all the recording going and ensuring that everybody has access to the teaching. Ich möchte Pedro danken, der dafür sorgt, dass wir das alles hier mitkriegen können, dass wir Aufnahmen haben und jeder den Zugang zu den Lehren hat. And our translators of the different languages, Milton, Bartek, Juan, and Robert. Und unseren verschiedenen Übersetzern in verschiedene Sprachen wie Milton, Juan, Bartek und Robert. We're very fortunate to have such clear, intelligent and committed people helping to keep the work going. Wir haben das große Glück, solche klaren, intelligenten und hingebungsvollen Leute zu haben, die diese Arbeit am Laufen erhalten. So, I wish you all good success with your practice. Ich wünsche euch allen guten Erfolg mit eurer Praxis. And we will see what we will see. Und wir werden sehen, was wir sehen werden. Goodbye to you all. Bye, thank you.